könnt ihr mir wirklich alle glauben, dass das wirklich gut tut. Also, weil der Mensch ist ein soziales Wesen und solche Sachen sind wirklich gut auch fürs Gemüt, finde ich, weil hinterm Bildschirm, also das ist nicht dasselbe. Also es ist mir deshalb eine große Freude, euch alle hier begrüßen zu können, auch im Namen unserer Ministerin Carol Dieschburg, Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung. Auch natürlich im Namen des IWW, Zentrum Wasser, und der ALUSO, dessen Präsident George Kraus da ist er, da sitzt er, da ist, und natürlich auch der Wasserverwaltung. Für die Leute ganz kurz, die uns nicht so kennen: Die Wasserverwaltung ist die staatliche Wasserbehörde in Luxemburg, die sich sowohl qualitativ wie auch quantitativ mit Wasserfragen befasst und als Aufgabe hat, die Wasserressourcen und Ökosysteme Luxemburgs zu erhalten, zu schützen und zu verbessern. Das Fachsymposium von heute trägt den doch sehr trendigen Titel Klimawandel, Herausforderungen und Lösungsansätze. Sehr holistisch eigentlich gestrickt. Und ich denke, dass dies im Moment für viele Länder in Europa ein ziemlich heißes Thema am Nexus zwischen Wasser und unserer Gesellschaft ist. Erst vor wenigen Wochen wurde Westeuropa von so verheerenden Hochwasserereignissen mit so erschreckenden Folgen für die Menschen heimgesucht, dass Anpassungsszenarien an den Klimawandel neben den Kampf gegen den Klimawandel selbst wieder wirklich in den Vordergrund der politischen Agenda gerückt sind. Die Unvermeidlichkeit häufigerer und umfangreicher Überschwemmungen und natürlich auch der sogenannten Sturzfluten zusammen mit unzureichendem Regenwassermanagement sind Phänomene, die einen Aspekt der inhärenten Variabilität der Natur uns allen aufzeigen. Dieser Umstand wird von Stadtmanagern und Kommunalpolitikern zunehmend akzeptiert. Solche Risiken gelten aber auch für Dörfer entlang kleiner Flusseinzugsgebiete, also nicht nur für Stadtgebiete. Und vor allem hier haben wir die Tendenz, dass auf heftige Regenfälle auch diese Bäche ganz schnell ansteigen können und auch hier großen Schaden anrichten können. Auf der anderen Seite hatten wir in den letzten 5 Jahren aber auch drei relativ trockene Sommer, und zudem waren diese noch gekoppelt mit relativ niederschlagsarmen Wintern. Wir wissen aber, dass die Grundwasserneubildung aus Niederschlag ein wichtiges Maß für die natürliche Regeneration der Grundwasserressource darstellt. Für viele Regionen ist das Grundwasser die Hauptressource für die Abdeckung des Trinkwasserbedarfs der Region. Dies stellt uns vor brisante Herausforderungen, vor allem weil die früher anfangenden und die länger dauernden Vegetationsperioden auch noch die Grundwasserneubildung negativ beeinflussen. Um den Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt entgegenzuwirken, sind eine integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen und die Entwicklung von Anpassungsstrategien dringend erforderlich. Hier spielt die Reduzierung des Pro-Kopf-Verbrauches auch eine wesentliche Rolle, und intelligente Sparstrategien, die vor allem vom Verbraucher auch mitgetragen werden, sind essentiell. Klimaänderungen aufgrund der globalen Erwärmung machen den Umgang mit Überschwemmungen erheblich komplizierter, da steigende Durchschnittstemperaturen das Muster und die Intensität der Niederschläge verändern. Auf der anderen Seite sind längere Trockenperioden, ob im Winter oder im Sommer, durch stabile Hochwetterlagen auch immer zahlreicher. Daher sind unerwünschte Ereignisse aufgrund von Naturgefahren und Wetterlagen tendenziell noch häufiger und ihre Auswirkungen gravierender. Folglicherweise stehen urbanisierte und auch ländliche Gebiete vor großen Herausforderungen. Ich hoffe aufrichtig, dass dieses Fachsymposium
dazu beiträgt, einige Wege aufzuzeigen, die in naher Zukunft zu tragfähigen Lösungen führen und zur Reduzierung von Risiken und Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen, die sich aus der Komplexität dieses Themas ergeben. Ich wünsche uns allen fruchtbare Diskussionen und natürlich angenehme Kaffeepausen und gutes Essen über Mittag. Vielen Dank. Vielen Dank, Jean-Paul. Wir kommen dann zu der ersten Präsentation von Herrn Bruno Alves. Er ist Mitarbeiter im Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung, wo er sich vor allem über die Themen Wasser, Wirtschaft bekümmert und auch verantwortlich zeichnet für die luxemburgische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. Er ist Geograf, ausgebildeter Geograf. Er hat in Nancy und Nantes studiert und arbeitet seit 2015 am Ministerium. Und dann würde ich Ihnen das Mikrofon überlassen. Die Präsentation sollte eigentlich schon da sein. Vielen Dank, Luc. Ich starte mal die Präsentation. Okay, das klappt schon. Ja, vielen Dank, Luc, für die Einführung. Wie gesagt, Bruno Alves, mein Name. Ich arbeite im Ministerium und ja, Wasser und Anpassung an Klimawandel sind meine Arbeitsthematiken. Das passt eigentlich ganz gut, weil beides ganz gut zusammengeht. Also Wasser- und Klimaanpassung, das kann man eigentlich schlecht trennen. Aber man spricht ja viel von Klimawandel und heute ist spezifisch Anpassung. Was ist überhaupt Anpassung an den Klimawandel? Also wir wissen ja alle, das Klima verändert sich, das hört man ja tagtäglich auch in den Medien und es gibt ein globales Ziel, die Temperaturanstieg um 1,5 Grad zu limitieren. Das heißt, auch wenn man diese Begrenzung schafft, hat man trotzdem eine Erhöhung von 1,5 Grad. Und das heißt, selbst wenn wir das Ziel erreichen, wird es Konsequenzen geben vom Klimawandel. Und es geht halt darum, sich an diese Konsequenzen anzupassen. Deshalb ist eigentlich die Klimapolitik besteht aus zwei Säulen, die man nicht wirklich voneinander trennen kann. Man muss einerseits alles daran setzen, die Treibhausgas zu vermeiden, also so gering wie möglich zu halten, damit wir eben das Ziel einhalten. Denn wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir uns auf der anderen Seite viel mehr anstrengen, um uns anzupassen. Und Anpassung ist viel komplizierter, aufwendig, kostet auch viel mehr Geld. Das heißt, oberste Priorität natürlich Klimaziele zu erreichen und dann muss man trotzdem parallel halt Anpassungsmaßnahmen vorsehen. Was bedeutet das aber konkret jetzt für Luxemburg oder für unsere Region? Also wenn wir die Klimaprojektionen anschauen, dann gibt es eigentlich zwei größere Aspekte. Das eine ist die Temperatur und das andere sind die Niederschläge. Also bei der Temperatur, da konnten wir jetzt schon feststellen, wenn man die historischen Daten aufnimmt, dass wir bereits eine Temperaturerhöhung haben. Also wenn man die Zahlen zwischen 61 und 90 guckt und dann vergleicht mit 81 bis 2010, dann sind wir schon um 1 Grad gestiegen und die Projektionen sagen halt, dass es weiter so gehen wird. Ende des Jahrhunderts können wir bis zu 11,2 Grad kommen. Das bedeutet dann mehr Sommertage, mehr wärmere Tage und vor allem auch tropische Nächte. Das hat natürlich auch einen Impact. Das sehen wir, wie gesagt, und weil ja, Bilder viel mehr aussagekräftig sind als Wörter, ist diese Grafik eigentlich ganz interessant. Da sieht man die globalen Temperaturanomalien. Und es gab schon immer wärmere Jahre oder kältere Jahre. Aber wenn man hier, ich weiß nicht, ob man es gut erkennt, oben rechts sieht man die Jahre, die Durchschnittstemperatur. Und wenn wir immer näher an unsere Zeit, in den 2000er Jahren rankommen, das müsste man jetzt bald sehen, dann wird es deutlich wärmer und immer wieder wärmer und es bleibt relativ lange warm. Das heißt, die Klimaprojektionen, die zeigen, dass wir bereits in eine bestimmte Tendenz in eine Richtung gehen. Und das kann man auch für Luxemburg sehen. Und ich will jetzt nicht mit meteorologischen Daten Klimapolitik machen, aber trotzdem sagen diese Zahlen etwas aus. Das zeigt uns trotzdem, dass wir bereits jetzt in eine bestimmte Richtung gehen.
dass wir Sachen beobachten können. Die 10 wärmsten Jahre, die in Luxemburg aufgenommen wurden, die fanden alle in den letzten 20 Jahren statt. Und allein wenn man die 2 letzten Jahre guckt, da habe ich viele Daten von der AStA auch genommen, da sieht man, dass man fast ganz viele Rekorde eigentlich spricht, Temperaturrekorde. Also der wärmste März wurde dieses Jahr aufgezeichnet, November, September letztes Jahr, 2020, Durchschnittstemperatur von 2,9. Wenn Sie sich noch erinnern, waren die vorher im vorigen Zeit bei 9,3. Das heißt, wir sehen jetzt schon, dass wir in eine bestimmte Richtung gehen. Und 2019 hatten wir die höchste Temperatur, die je in Luxemburg gemessen wurde. Das sind, wie gesagt, punktuelle Aufnahmen, aber trotzdem zeigen diese, dass wir in eine bestimmte Richtung gehen. Das Gleiche können wir auch für die Niederschläge sehen. Wie gesagt, das sind auch Änderungen, die wir in Luxemburg ja bereits sehen können und für die Zukunft voraussagen können. Also es ist so, dass im Durchschnitt jährlich der Niederschlagsmenge plus minus konstant bleibt. Also es gibt keine größeren Veränderungen, jedoch gibt es saisonale Veränderungen. Das heißt, dass man im Winter mehr Niederschläge hat, das heißt auch weniger Schnee, aber mehr Regen. Und im Sommer im Durchschnitt weniger Regen, aber wenn es regnet, dann da sind es eher Starkregenereignisse und das führt dann zu Hochwasser. Natürlich hört man dann oft, ja, Hochwasser hat es noch immer gegeben, es hat noch immer im Sommer Gewitter gegeben. Das ist ja nichts Neues. Das ist auch wahr. Hochwasser ist ein natürliches Ereignis, das geschieht halt überall, kann immer vorkommen, gab es schon immer. Problem wird es halt nur, wenn menschliche Einrichtungen davon betroffen werden. Und wie vorhin gesagt, es gab es noch immer, aber trotzdem auch hier sehen wir in Luxemburg eine bestimmte Tendenz. Wenn man auch die Zahlen nur die letzten 10 Jahre guckt, dann hatten wir regelmäßig trockene Jahre, aber gleichzeitig hatten wir dann mehrmals Starkregenereignisse. Das heißt, die Projektion, die Klimaprojektion, ja, die kann man hier auch bestätigen. Das heißt, wir hatten 2016, 2018, 2021 hatten wir Überschwemmungen, teilweise durch Starkregen. Die Überschwemmungen diesen Sommer, da hatten wir sogar an mehreren Stellen mehr als 100-jähriges Hochwasser und sogar Pegelstände, da wurde das Wasser noch nie so hoch gemessen. Das heißt, das sagt uns auch schon, wir gehen in eine bestimmte Richtung. Deshalb müssen wir uns halt anpassen und auch wenn Temperaturen und die Veränderungen der Niederschläge nur ein Teil der Veränderungen sind, den größten Teil ausmachen, wird es in Zukunft auch viele andere Klimafolgen geben für Luxemburg. Hier sind nur ein paar aufgelistet: Veränderung der Artenzusammensetzung, Verschiebung der Lebensräume für Tiere. Also es gibt Projektionen, die sagen, in ein paar Jahren wird es hier ein Klima geben wie momentan in Lyon, in Frankreich. Das heißt, das verändert dann auch die Lebensräume für Mensch und Tier, Pflanzen. Auftreten Krankheitserreger, Allergien für Menschen, ja, Extremereignisse habe ich schon gesagt, Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit, Stabilität und so weiter. Das heißt, es wird viele Herausforderungen geben und da gibt es eine politische Antwort auch zu finden. Und Klimaanpassung, also Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels, ist nicht etwas, was nur auf nationaler Ebene stattfinden muss, sondern auf allen Ebenen. Das heißt, es gibt einerseits die europäische Anpassungsstrategie, die wurde Anfang des Jahres im Ende Februar 2021 wurde die aktualisiert. Wir haben die nationale Klimaanpassungsstrategie und da werde ich in den nächsten Slides ein bisschen weiter darauf angehen. Und dann auf kommunaler Ebene haben wir auch Programme, die Anpassung an den Klimawandel auch angehen. Das ist einerseits Klimapakt und Naturpakt. Da sind auch Maßnahmen drin. Ganz kurz die europäische Strategie, was sagt die? Also die baut eigentlich auf 4 größere Ziele, die ich hier aufgelistet habe: Smart Adaptation, Fast Adaptation, More Systematic Adaptation und International Resilience. Also was sagt uns die Strategie? Also wir müssen vor allem Maßnahmen Unternehmen, die auf robusten Daten hängen. Das heißt, die Wissenschaft ist ganz wichtig. Die EU und die Europäische Umweltagentur hat eine Plattform eigentlich gegründet, Climate Adapt, die eigentlich auch als Knowledge Tool, als Erfahrungsaustausch zwischen Gemeinden oder auch zwischen Ländern dienen soll, dass jede Gemeinde, jede Lokalität sich dort ganz konkrete Beispiele angucken kann, was in anderen Ländern gemacht wird. Es gibt eine bestimmte, wie soll ich sagen,
wir müssen schneller vorankommen, das heißt Quick Adaptation. Die neue Strategie setzt auch einen starken Fokus auf Dürre- und Trockenperioden, was in der letzten nicht der Fall war. Und auch hier wird gesagt, alle Ebenen, alle Sektoren sind gefragt. Es ist nicht nur eine Aufgabe der Umweltministerien oder Klimaministerien, sondern jeder ist gefragt, weil die Klimaanpassung wird auch jeden etwas angehen und betreffen. Deshalb haben wir in der nationalen Anpassungsstrategie 13 verschiedene Sektoren identifiziert, die in einer oder anderen Weise vom Klimawandel betroffen werden sein. Das heißt, hier sind sie aufgelistet. Ich lese jetzt nicht alle durch, aber alle müssen Maßnahmen nehmen, alle sind irgendwie aufgelistet und es sind insgesamt 42 Maßnahmen vorgeschlagen worden für die verschiedenen Sektoren. Wie sieht das aus mit den Maßnahmen? Ich wollte jetzt, wie sind die vorgegangen, nur ein kurzes Beispiel geben anhand vom Wasser. Bei der Ausarbeitung der Klimaanpassungsstrategie haben wir eigentlich so ein bisschen aufgelistet, was sind überhaupt die Klimafolgen für das Sektor Wasser. Wir haben versucht, eine Priorisierung zu machen. Also das heißt, einerseits, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Veränderung überhaupt eintreten wird? Und auf der anderen Seite, wie relevant ist es für Luxemburg? Beim Wasser ist ein ganz gutes Beispiel, da versteht jeder es sofort. Wenn wir zum Beispiel Erhöhung der Meeresspiegel da Küstenerosion guckt, die Wahrscheinlichkeit, dass es geschieht, ist ganz hoch. Für Luxemburg ist nicht relevant, da wir keine Küsten haben. Das heißt, es würde ganz irgendwo links oben stehen. Und hier haben wir dann für Sektor Wasser geguckt, was gibt es für Klimaanpassungen. Und dann haben wir priorisiert ein paar Maßnahmen rausgeholt und gesagt, okay, wir müssen priorisiert da rangehen und dann halt gucken, was gibt es bereits von Maßnahmen und was wären halt neue Maßnahmen, die umgesetzt werden sollten. Wie gesagt, insgesamt 42 Maßnahmen in verschiedenen Bereichen. Es wurden vor allem No-Regret-Maßnahmen, das heißt wirklich Sachen, die man sowieso umsetzen sollte oder muss. Grund auch dafür war, dass die Klimaanpassungsstrategie wurde 2018 vom Regierungsrat angenommen und damals gab es noch kein Klimagesetz. Das heißt, es gab keine legale Basis auch also keine strenge, bindende legale Basis. Das heißt, wir müssen dann auch langsam anfangen, damit auch jeder überhaupt sich mit der Klimaanpassung familiarisiert, dass man überhaupt sich da reinarbeitet. Und dann für spezifisch Sektor Wasser haben wir 4 Maßnahmen und ich werde jetzt nur ganz kurz zeigen, wie das so aussieht. Das ist die erste Maßnahme, das war die Berücksichtigung von Starkregenereignissen im zweiten Hochwasserrisikomanagementplan. Das war eine der Maßnahmen und die Maßnahmen sehen eigentlich alle so aus. Die kurz beschrieben, was ist die Maßnahmen, wieso soll die umgesetzt werden, dann ist eine kurze Beschreibung, die dann Beispiele geben kann, wie könnte so eine Maßnahme aussehen. Speziell diese Maßnahmen, also Starkregenereignisse im zweiten Hochwasserrisikomanagementplan, die wurde eigentlich jetzt schon umgesetzt, weil wir auch Starkregen-Gefahrenkarten haben. Ich werde jetzt auch nicht ins Detail eingehen, weil nach der Kaffeepause wird Claude Meisch auch über Starkregenphänomen reden. Dann würde ich hier nicht zu viel ins Detail gehen. Aber trotzdem, so sieht eigentlich die nationale Klimaanpassungsstrategie aus. Das sind Maßnahmen, das sind eher für nationale Autoritäten, also Ministerien, Verwaltungen. Natürlich, das Dokument, das ist kein alleinstehendes Dokument. Es gibt bereits ganz viele andere Sachen, die auch das Phänomen von der Anpassung auch im Fokus haben. Hier ein paar Dokumente, natürlich die beiden Wasserbewirtschaftungspläne, das heißt das Wasserbewirtschaftungsplan und Hochwasserrisikomanagementplan. Wir haben das PNDD, Plan National Développement Durable, und dann auch Naturschutzplan, Plan National Protection der Natur. Da sind auch ganz viele Maßnahmen, die halt positive Effekte für die Anpassung an den Klimawandel haben. Und wenn diese Dokumente oder wenn die Maßnahmen in den Dokumenten umgesetzt werden, trägt das eigentlich auch dazu bei, dass die Maßnahmen zur Klimaanpassung umgesetzt werden. Auch in diesem Bereich gibt es dann auch andere ganz konkrete Dokumente, die ausgearbeitet wurden in den letzten Jahren, sowohl von der Wasserverwaltung als auch von unserer Naturverwaltung, die speziell auch für Gemeinden oder für private Akteure ganz hilfreich sein können. Auf der lokalen Ebene hat die Regierung auch Maßnahmen genommen, um Anpassungsmaßnahmen umzusetzen. Hier 2 Beispiele, Pakt Klima und Naturpakt. Das sind 2
freiwillige Instrumente, also die meisten in Luxemburg kennen diese. Wie funktioniert das? Es gibt eigentlich einen Maßnahmenkatalog, wo verschiedene Kategorien Maßnahmen drinstehen und die Gemeinden, wenn die diese Maßnahmen umsetzen, werden sie regelmäßig geauditet, dann kommt raus, okay, ihr habt jetzt 40, 50, 60% von den Maßnahmen umgesetzt und dann bekommen die Gemeinden eine Zertifizierung. Sie bekommen dann auch eine finanzielle Unterstützung vom Staat für die Maßnahmen umzusetzen und demnach, wie weit sie gekommen sind. Wir sind jetzt im Klimapakt 2.0, wurde dieses Jahr auch gestartet und wir haben jetzt bereits 79 Gemeinden, die hier mitmachen. Ja, so grosso modo Unterschied zwischen beiden Plänen. Der Klimapakt geht eher für die infrastrukturellen Arbeiten und Naturpakt ist eher so Nature-Based Solutions. Das heißt, das sind grosso modo die Unterschiede zwischen beiden Plänen. Wieso ist auch wichtig für Anpassung hier ein Auszug aus dem Klimapakt 2.0? Also die Gemeinden können oder werden motiviert, eigene Klimaanpassungsstrategien oder Konzepte auszuarbeiten, zu sehen, was können wir auf unserem Gemeindegebiet lokal umsetzen, um besser auf Klimawandel angepasst zu sein. Also Ziel ist es wirklich, dass die Gemeinden Defizite analysieren, wirklich eine Analyse vom ganzen Gebiet machen und dann sich Ziele setzen und daraus Maßnahmen entwickeln. Ganz wichtig bei beiden Plänen, sowohl Naturpakt als auch Klimapakt, das ist die Beteiligung der Bürger und der lokalen Akteure, die in sogenannten Klimateams und auch Naturteams arbeiten sollen und dann ihre eigenen Ideen auch mitbringen sollen und die Sensibilisierung der Bevölkerung ist extrem wichtig. Und letzter wichtiger Punkt dieser Pakten, das ist das Networking. Das heißt, dass die Gemeinden untereinander austauschen, Erfahrungen lernen. Man muss das Rad ja nicht neu erfinden und das hilft ganz gut. Und da komme ich wieder auf das Beispiel zurück, was ich vorhin auch schon bereits genannt habe, die Plattform Climate Adapt von der Umweltagentur. Hier kann man ganz gezielt die Thematiken raussuchen. Ich sage mal, wenn man jetzt Maßnahmen spezifisch für Wasser suchen will oder für urbane Planung, Landwirtschaft, Gesundheit, dann kann man das so rauswählen. Da bekommt man halt Maßnahmen, die in ganz Europa umgesetzt wurde. Man kann dann versuchen, was zu finden, um Inspiration zu bekommen. Natürlich muss man auch gucken, man kann nicht so einfach Kopenhagen mit Kiesbild vergleichen, aber man findet trotzdem kleinere Gemeinden, größere Gemeinden, das heißt, für jede Municipalität ist was da. Und ganz konkret, was bedeutet das für unsere auf lokalen Ebene, welche Maßnahmen könnten dort umgesetzt werden, da sollten dort umgesetzt werden? Das eine ist mehr Grün in unseren Ortschaften. Das heißt, dass man einerseits, dass man links auf dem Bild sieht für die Temperaturen. Also das haben wir jetzt wohl alle gemerkt während der Corona-Krise, als wir alle zu Hause saßen. Diejenigen, die irgendwo einen Wald hatten, einen Park, oder einen Garten, die waren ganz froh, dass sie irgendwo unter Schatten setzen konnten. Und die anderen, die an der Stadt wohnen, die nirgendwo Grün hatten, für diejenigen war es ein bisschen schwerer. Das heißt, wenn man auch mehr Bäume in den Städten hat, dann kühlt man lokal auch die Temperatur. Das hilft dann auch besonders. In vielen Städten, wir kennen das alle, wir haben Bäumeallee und die sind dann ganz zu betoniert. Hier wurde entschieden, das wieder aufzumachen, ein bisschen grün, um dem Wasser die Möglichkeit geben, ein bisschen einzusickern. Natürlich kann man sagen, ja, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das stimmt, das ist aber trotzdem, wenn man viele kleine Tröpfchen hat, dann hat man das Glas dann irgendwann auch voll. Und das hilft dann speziell auch bei Starkregenereignissen, wenn eine gewisse Quantität Wasser schon abgepuffert werden kann, dann kann das schon helfen. Und eine andere Maßnahme auch grün, das ist die Dachfassadengrün, Dach- und Fassadenbegrünung. Das kann wirklich sehr hilfreich sein spezifisch bei Starkregenereignissen, aber auch bei Mikroklima. Das hilft dann auch für die Biodiversität. Das sind so lokale Maßnahmen, die Gemeinden oder Privatakteure dann umsetzen können, die dann auch, wie gesagt, erneut einen kleinen Tropfen auf dem heißen Stein, aber wenn man all diese Maßnahmen nebeneinander setzt, dann hilft das ganz viel. Und dann haben wir vielleicht irgendwann solche Bilder wie hier und nicht mehr das, was wir heute noch praktisch überall sehen,
Schotterwüsten, keine Vegetation, nirgendwo kann das Wasser irgendwo zurückgehalten werden, das läuft schnell weg. Und wenn man unsere Städte wirklich begrünt, dann hilft das ganz viel. Und da gibt es lokale Initiativen. Ich wollte jetzt auch das Beispiel nehmen von der Maison de l'Eau in der Artat. Da haben die Gemeinden auch für Privatbürger, die ganz oft in ihren Vorgärten so einen Schottergarten haben, nicht unbedingt, weil sie es schön finden, aber weil es einfacher ist. Und die wissen nicht unbedingt, ja, wie soll ich meinen Garten überhaupt gestalten? Ich kenne mich da nicht aus. Dann lasse ich es einfach lieber so liegen. Und die Maison de l'Eau bietet eigentlich ja Beratung, wie Privatbürger auch zu Hause ihren Garten anders gestalten können. Und nur wenn jeder eine Maßnahme umsetzt, dann erreichen wir das Ziel. Es ist nicht nur die privaten Akteure, nicht nur die öffentlichen Akteure, sondern alle Akteure müssen hier was unternehmen. Ja, eine andere, und ich würde sagen, eine fast der wichtigsten Maßnahmen für Klimaanpassung, aber nicht nur, das sind die Renaturierung von Gewässern. Hier ist ein Beispiel von der Gemeinde Hesperange, die regelmäßig unter Wasser stand und durch die Renaturierung haben die Bürger jetzt kein Wasser. Wenn man allein als, ich sag mal, ja, menschenzentrierte Sicht kann man sagen, ja, Renaturierungen sind super, dann habe ich kein Hochwasser und das ist es dann. Dann haben wir schon viel für den Menschen erreicht, aber Renaturierungen sind auch super für die Gewässerqualität, für die Biodiversität, für den Tourismus, für lokale, ja, ein renaturiertes Gewässer sieht eigentlich viel besser aus wie so ein künstliches Gewässer. Das heißt, es ist nicht nur etwas für Hochwasserschutz, sondern es hat ganz viele andere positive Effekte. Und deshalb, wenn man so viel wie möglich auf naturnahe Gewässer zurückgreifen kann, ja, dann macht man auch was für Klimaanpassung, weil, wie gesagt, am Anfang Hochwasser und Starkregen ist eine starke Konsequenz vom Klimawandel. Ich habe hier nur auch die zwei Pläne, weil im Moment sind wir auch in der öffentlichen Prozedur für Bewirtschaftungsplanung, Hochwasser-Risikomanagementplan. Aber ich denke, die Akteure, die heute hier sind, die wissen das alle, die kennen diese Dokumente bestimmt ganz gut. Dann gehe ich auch nicht weiter darauf ein. Eine andere wichtige Maßnahme, die wir auch in dem Naturpakt und auch haben, das ist, dass wir auch lokale Initiativen auch unterstützen. Wir haben spezifisch, wenn ich jetzt gucke, in den Trinkwasserschutzzone, wo dann die Landwirte gezwungen oder auch freiwillig Maßnahmen umsetzen, um das Wasser zu schützen, dann muss man den Landwirten auch irgendwie entgegenkommen und diese Produkte auch abkaufen. Wieso ist das auch als Anpassung? Was hat das mit Anpassung zu tun, wenn wir das Trinkwasser schützen? Wir wissen, in Zukunft wird auch viel Druck auf Trinkwasser sein und wenn wir es jetzt schützen, dann haben wir uns auch für die Zukunft vorbereitet. Und wenn es so lokale Initiativen gibt, halt für nachhaltige Produkte, die auf den Markt kommen, dann muss die Politik, sowohl national als auch lokal, dies auch unterstützen, damit die Landwirte das auch großflächig umsetzen, auch davon leben können. Und dann haben wir halt diese Maßnahmen erreicht, nicht nur in einem Sektor, und das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, was ich am Anfang gesagt habe, nicht nur das Wasser oder Umwelt ist davon betroffen, sondern alle Akteure. Und nur wenn wir so zusammenarbeiten, klappt es. Und eine andere Maßnahme, und das kennen auch die meisten von Ihnen, unsere Infrastrukturen. Wir wissen, die Gemeinden, ein Großteil des Besitz der Gemeinde liegt irgendwie unter dem Boden. Wasserinfrastrukturen sind ein Großteil davon. Und wenn diese regelmäßig unterhalten werden, sie sind in einem guten Zustand, dann verlieren wir beim Trinkwasser weniger Trinkwasser. Das heißt, wir sparen dort ein. Und beim Abwasser, dann schützen wir auch unsere Gewässer. Und speziell beim Hochwasser, wir sehen regelmäßig auch bei Überschwemmungen, dass dann so unsere Gewässer, die laufen irgendwann dann unterirdisch und sind begraben. Wenn hier Äste liegen oder das alles zugemacht wird, dann läuft das Wasser irgendwo links oder rechts rum und dann stehen Häuser oder Kellern unter Wasser. Um das Ganze umzusetzen, habe ich vorhin ja kurz auch schon gesagt, wir brauchen eine legale Basis für die Klimaanpassungsstrategie. Da haben wir 2020 das Klimagesetz gestimmt und das sagt auch, dass die Klimaanpassungsstrategie auch regelmäßig angepasst werden muss. Das heißt, spätestens alle 5 Jahre, und das ist eigentlich auch ganz wichtig, weil die Wissenschaft hat auch neue Erkenntnisse und danach wird Andrew dann auch ein bisschen Teil der Wissenschaft vorstellen. Und das ist wichtig, dass die Anpassung dann auch die neue Erkenntnisse auch wahrnimmt und dann die Maßnahmen dann so einrichtet, dass es immer aktuell ist.
Und um die lokalen, aber auch anderen Akteure zu unterstützen, gibt es verschiedene finanzielle Instrumente, das Klimafonds, basiert auf Klimagesetz, Wasserfonds kennt auch jeder hier vom Wassergesetz und dann die Klimapakt und Naturpakt. Da bekommen die Gemeinden auf lokaler Ebene auch finanzielle Unterstützung, eben damit sie lokale Maßnahmen umsetzen können zur Klimaanpassung. Das war dann ganz kurz von meiner Seite keine Übersicht, was es so von der Politik gibt für Klimaanpassung. Und ich habe noch 5 Minuten gut gemacht, Luc, dann sind wir im Programm noch gut. Vielen Dank. Vielen Dank für den sehr detaillierten Vortrag. Ging von europäischer bis zur lokaler Ebene. Ich denke, das war ein sehr guter Auftakt. Ich würde eine Frage zulassen, wenn es eine ganz dringende gibt. Ansonsten jetzt keine. Okay, ansonsten würde ich dann, wie Bruno gesagt habe, vom politischen zum mehr wissenschaftlichen Teil gehen. Und da wird uns Dr. Andrew Ferrone einen Vortrag über was uns dann wirklich so in der nächsten Zukunft, auf was wir uns dann einzustellen haben mit unserer Klimaadaptationsstrategie. Herr Dr. Ferrone hat ein PhD in Klimawissenschaften, ist ausgebildeter Physiker und er leitet bei der landwirtschaftlichen Behörde die meteorologischen Dienste und er ist auch offizieller Vertreter Luxemburgs am IPCC und deshalb denke ich, ist es gerade jetzt im Vorfeld von der Klimakonferenz besonders spannend, den Vortrag sich jetzt anzuhören und dann zu sehen, was auf uns zukommen kann. Danke. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einleitung und für die Einleitung heute Morgen. Wie Herr Zwank jetzt gerade gesagt habe, werde ich ein bisschen den letzten IPCC, den Weltklimabericht vorstellen, der im August dieses Jahr vorgestellt wurde und dann auch noch ein bisschen auf die Messungen hier in Luxemburg eingehen, die Bruno aber jetzt schon zum Teil vorgestellt habe, aber auf ein paar Details mehr eingehen. Der letzte Weltklimabericht vom Weltklimarat werde ich heute vor allem auf den Wasserzyklus schauen. Der Bericht beinhaltet noch weitere Informationen und ich lade Sie alle ein, einmal reinzuschauen. Der Weltklimarat hält fest, dass wir Änderungen überall auf der Welt sehen, nicht nur hier in Europa, sondern wirklich weltweit, dass diese sich verstärken und auch so noch in einer solchen Ebene noch nie da gewesen sind. Heißt zum Beispiel, dass die Temperaturen in den letzten 12.000 Jahren noch nie höher waren. Bei den CO2-Konzentrationen müssen wir Tausende von Jahren zurückgehen, um ähnliche Konzentrationen zu finden. Also in der Zeit, in der die Menschen existiert haben und die Zivilisationen existiert haben, gab es noch nie einen Klimawandel, der so stark, so schnell fortgeschritten ist und auch mit Temperaturen, die so hoch waren. Und was auch jetzt neu ist beim neuen Bericht, ist, dass der Weltklimarat zweifellos feststellt, dass der Klimawandel, den wir sehen, auf die vom Menschen gemachten Emissionen von Treibhausgasen zurückzuführen ist. Während im letzten Bericht, im 5. Bericht, hatte er noch von 95% geredet und dass mindestens die Hälfte davon auf den Menschen zurückzuführen ist, ist es jetzt zweifellos, dass der komplette Klimawandel, den wir sehen seit der präindustriellen Zeit, auf den Menschen zurückzuführen ist.
Wie gesagt, der Klimawandel bemerkt man in allen Regionen der Welt und in mehreren Folgen. Da gibt es auch jetzt ein paar Grafiken. Wie gesagt, ich werde hier eher die Sachen, die auf den Wasserzyklus zurückzuführen sind, wegen der Veranstaltung heute führen. Aber es gibt auch interessante Informationen zu den Temperaturen und zu anderen Punkten. Und was auch sehr wichtig ist, und das ist auch jetzt neu in diesem Zyklus, ist, dass der Weltklimarat festhält, dass es wirklich mit jedem Zehntelgrad schlimmer wird. Vorher hat man eine Auflösung von 1 Grad, vielleicht einem halben Grad, aber jetzt kann man wirklich von Auflösung von Zehntelgrad reden. Also jedes Zehntelgrad, das wir vermeiden können, wie Bruno auch angeredet hat, durch die Verminderung der Treibhausgasemissionen wird mit weniger Folgen des Klimawandels weltweit einhergehen. Hier sieht man jetzt die Änderungen bei den Starkniederschlägen. Bruno hat das auch schon angesprochen. Da sehen wir auch, dass die Starkniederschläge hier in West- und Zentraleuropa zunehmen, wobei die Sicherheit, die unten angegeben ist mit Punkten, nicht ganz so groß ist, was der menschengemachte Teil angeht. Aber man sieht auch, dass es viele Regionen in der Welt, besonders in Europa, in Teilen von Afrika, Südamerika und auch Nordamerika, wo wir eine Intensifikation der Starkniederschläge feststellen. Es gibt keine Region, wo sie zurückgehen, das ist auch wichtig festzustellen, aber wie man sieht, dass also unten hat man die Punkte, die sagen, wie stark man dieses auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen hat, von Region zu Region abhängen und sind vor allem in ganz Nordeuropa, wo es ganz klar auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen ist. Wie gesagt, in unserer Region gibt es noch eine gewisse Unsicherheit, aber definitiv ein Teil ein Teil der Starkniederschläge geht auf den menschengemachten Klimawandel zurück. Ein anderes Thema sind natürlich die Dürren. Der Weltklimarat hat sich auf die landwirtschaftlichen und ökonomischen Dürren hier dargestellt. Die hydrologischen Dürren wurden hier nicht dargestellt. Die sind zwar auch im Bericht einbegriffen, aber da gab es weltweit weniger robuste Daten. Deshalb wurden sie jetzt im sogenannten Summary for Policymakers, also die Zusammenfassung für Entscheidungsträger, nicht dargestellt. Hier sieht man auch, dass in unserer Region die Tendenz zu Dürren vorhanden ist, auch wieder mit nur einem Punkt. Das heißt, auch der menschengemachte Anteil ist nicht ganz klar nachzuvollziehen, besteht aber. Und man sieht auch, dass es einige Regionen gibt, auch wieder der mediterrane Raum fällt raus. In Afrika gibt es eine Region, Südamerika und auch in Nordamerika sieht man, dass es Regionen gibt, wo die Dürren zunehmen. Wir sehen auch eine einzelne Region in Nordaustralien, wo effektiv eher weniger Dürre durch den Klimawandel gibt. Wie sieht es aber jetzt in Zukunft aus? Hier auch wieder auf den Wasserzyklus fokussiert. Auf der linken Seite sieht man die Starkregenereisige, also 10-Jahres-Events wurden hier dargestellt in der präindustriellen Zeit. Das heißt, präindustriell kamen diese Events einmal vor. Aktuell haben wir schon mehr Events, also jetzt in der Zwischenzeit kommen sie 1,3 Mal vor, das sieht man jetzt bei den Punkten noch nicht, aber die sind schon hochgegangen. Bei 1,5 Grad wären wir auf 1,5 Mal so viel und bei 2 Grad auf 1,7 Mal so viel und dann, wenn man weitergeht, geht es weiter hoch. Also man sieht, jedes Zehntelgrad, sogar zwischen 1,5 und 2 Grad sieht man einen Unterschied bei den Starkregenereignissen. Das hier ist jetzt natürlich global gesehen, regional können die Unterschiede durchaus noch größer sein. Bei der Intensität sieht man auch ganz schön, dass es zunimmt. Aktuell sind die Starkregenereignisse schon um rund 7% global hochgegangen im Vergleich zur präindustriellen Zeit. Bei 1,5 würden die 10% und bei 2 Grad 14% hochgehen. Auch wieder ein Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad. Bei den ökologischen und landwirtschaftlichen Dürren, da sieht man, dass die jetzt in der Zwischenzeit schon zweimal so häufig sind wie in der präindustriellen Zeit.
also 1,7 Mal, um ganz genau zu sein. Bei 1,5 wären sie dann zweimal häufiger und bei 2 Grad fast 2,5 Mal häufiger als in der präindustriellen Zeit. Also auch wieder ein klarer Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad. Und die Zunahme im Moment, das ist jetzt in Standardabweichungen ausgedrückt, im Moment sind sie um 0,3 Standardabweichungen trockener, wären 0,5 und 0,6 bei 2 Grad. Wieder ein Unterschied zwischen den zwei Levels, die ja auch im Pariser Abkommen abgezeichnet sind. Was auch beim neuen IPCC-Bericht interessant ist, es gibt sogenannte Regional Fact Sheets, also regionale Fakten, wo man sich dann anschauen kann für die einzelnen Regionen. Und wir haben auch eine für Europa. Oben dargestellt sind die Änderungen, die man jetzt in ganz Europa feststellt. Und da sieht man, dass effektiv die Temperaturen hochgehen. Das wird auch weiter so gehen. Man sieht aber auch, dass die Niederschläge eher im mediterranen Raum vor allem runtergehen, aber auch in den nördlichen Regionen, also auch dazu. Dann für die Extremniederschläge erwartet man, dass die weiter zunehmen mit der globalen Erwärmung und dass die globale Erwärmung in 1,5 Grad in allen Regionen überschreiten wird, außer im mediterranen Raum. Und man sieht auch, dass ein hoher Confidence-Level hier angegeben wird. Für West- und Zentraleuropa ist auch interessant, dass es hier sehr viel um Wasser geht. Einerseits sind zuerst mal die Temperaturen aufgezählt, dass man eben sind auch die Überschwemmungen, die mit 1,5 Grad und 2 Grad zunehmen werden in unserer Region. Also auch hier wieder ein Unterschied zwischen den zwei Levels. Man sieht aber auch, dass es danach noch weiter zunehmen würde, wenn wir 2 Grad überschreiten würden. Und auch bei den Trockenheiten sieht man, dass hier die Trockenheiten, hier dann auch die wasserbedingten Trockenheiten, dass diese weiterhin zunehmen werden, vor allem falls wir die 2 Grad Grenze überschreiten werden und dass auch egal welches Szenario wir einschlagen, dass es da effektiv noch eine Zunahme geben wird. Eine gute Nachricht, die aus dem Bericht rauskommt, ist natürlich, dass wir aber trotzdem ein Szenario ausgerechnet haben, in dem es noch möglich ist, auf 1,5 Grad zu beschränken. Also man hört manchmal in den Medien, dass es sehr schwierig wird, das ist keine Frage, aber manchmal auch, dass es so möglich ist und das hat der Weltklimarat so nicht festgehalten. Also es ist noch möglich, bis Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Grad zu limitieren, wenn die Emissionen die globalen Emissionen in den nächsten 20 Jahren um die Hälfte runtergehen und bis 2050 CO2 auf Netto Null runtergeht. Wie genau wir das erreichen können, wird dann im dritten Bericht, der nächstes Jahr, im dritten Arbeitsgruppenbericht, der nächstes Jahr publiziert wird, genau angeschaut. Und auch die Konsequenzen und die Adaptationsstrategien global werden auch im Bericht der zweiten Arbeitsgruppe nächstes Jahr angeschaut. Diese werden respektive im Februar und im März nächstes Jahr publiziert. Ich wollte aber zum Abschluss noch ein paar Sagen auch über den Klimawandel in Luxemburg geben, als Ergänzung zu den Informationen, die Bruno gerade gezeigt hat. Bei den Temperaturen, Bruno hat hier Temperaturen von einer Station in Luxemburg gezeigt. Wir haben ein Komposit von mehreren Stationen in Luxemburg gemacht und da sehen wir, dass diese um 1,6 Grad in der letzten Referenzperiode 1991-2020 im Vergleich zu 1861, 1890 hochgegangen sind. Der Wert ist höher, weil unsere Referenzperiode näher an den aktuellen Temperaturen liegen und Sie sehen ganz klar den Anstieg in der letzten Zeit und auch unsere Referenzperiode liegt weiter weg. Wie Bruno gesagt hat, die 10 wärmsten Jahre waren in den letzten 20 Jahren und die letzte Dekade war wärmer als die vorige und wärmer als jede Dekade, die wir seit 1840 hier in Luxemburg gemessen haben. Bei den Niederschlägen, wie gesagt, Bruno hat das auch gesagt, bei den jährlichen Niederschlägen sehen wir hier in Luxemburg keine klare Tendenz. Das wird auch hier dargestellt, eine Zeitreihe seit 1850.
Und hier in Luxemburg haben wir so einen Mittelwert von 812 Liter pro Quadratmeter. Da werde ich auch jetzt aber auch noch eine Verteilung zeigen. Bei den Starkniederschlägen allerdings sehen wir Unterschiede auch bei den saisonalen Niederschlägen. In Luxemburg-Stadt sehen wir eher eine Abnahme im Frühling mit 2,6 Liter pro Quadratmeter und eine Zunahme im Winter mit 19 Quadratmeter. Und was man hier auf der Grafik auch ganz schön sieht, das ist vor allem im Sommer und im Winter, dass hier die Starkniederschläge ganz klar zunehmen. Also hier aufgezeichnet ist der die Niederschläge pro Tag, wie viele Niederschläge und wie viele Tage. Und hier sieht man, dass die Tage mit Starkniederschlägen besonders im Sommer und im Winter ganz klar zugenommen haben. Dann, wie gesagt, die Niederschlagsverteilung in Luxemburg, da sehen wir einen ganz klaren Gradienten hier von Nordwesten nach Südosten. Und wir sehen auch, dass wir in Luxemburg der Gradient relativ ausgeprägt ist. Wir haben um die fast 1000 Liter pro Quadratmeter, 994 in dieser Region, während an der Mosel haben wir um die 700 Liter. Also wir haben einen relativ starken Gradienten hier in Luxemburg, den man nicht vergessen darf. Und als letzten Punkt würde ich noch die Änderungen der Dürren hinweisen. Hier ist ein Dürreindex, den wir jetzt für Luxemburg Stadt ausgerechnet haben. Und wenn dieser über 0,5 überschreitet, dann haben wir eine Dürre. Hier ist jetzt ein Mittelwert über 30 Jahre, respektive blau dargestellt 61,90 und orange 91,2020. Und man sieht, dass für die 61,91 hatten wir nur den Juni, wo wir im Mittel diese 0,5 überschritten haben, wo wir also im Mittel regelmäßig Dürren hatten. Während wir jetzt sehen, dass wir quasi alle Monate außer die Wintermonate diesen Wert überschreiten. Also wir haben in fast allen Monaten zwischen März bis November, außer im Juli, eine signifikante Zunahme der Dürreperiode in Luxemburg. Und damit würde ich meinen Vortrag abschließen. Vielen Dank, Andrew, für die sehr aufschlussreichen Zahlen und Daten. Gibt es hierzu eine Frage? Nein? Es war sehr klar, vielen Dank. Andrew, dann gehen wir weiter zu Dr. Andreas Marx vom Umweltforschungszentrum Helmholtz. Er ist dort Leiter des Klimabüros seit 2009, leitet auch den deutschen Dürremonitor am UFZ seit 2014 und seit 2018 ist er wissenschaftlicher Koordinator für die Klimawandelanpassung auch beim UFZ. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich in den Bereich der Wasserwirtschaft. Wir haben jetzt die Packung Wissen, was auf uns zukommt. Und jetzt schauen wir uns an, was das für die Wasserwirtschaft bedeutet. Ja, Dankeschön für die Einführung und für die Einladung hierher zu Ihnen. Es ist für mich ein halbes Heimspiel, da ich an der Mosel aufgewachsen bin. Deswegen bin ich natürlich besonders gerne hierher zu Ihnen gekommen. Ich werde versuchen, jetzt einen kleinen Überblick zu geben, ein bisschen mehr noch auf die Wasserwirtschaft einzugehen. Außerdem auch nochmal zu gucken, wie sich in hydrologischen Modellen die Veränderungen darstellen. Habe das natürlich nicht alles alleine gemacht, was hier gezeigt wird. Es waren Teile der Gruppe, vor allem aus dem Deutschen Dürremonitor, Herr Boeing, Herr Maller, Herr Huben und Frau Chan. Und aus der Helmholtz Klimainitiative das Team, das die Arbeiten um die Klimahydrologie-Simulationen durchgeführt hat. Ja, ich fange eigentlich ganz gerne damit an, was wir in den letzten Jahren so gesehen haben. Was Sie hier sehen, sind zwei Bilder. Ja, jetzt haben wir gerade
So ist besser. Was Sie hier sehen, sind 2 Bilder von meinem Arbeitsweg in Leipzig. Das ist der Stünzer Park, also in der Nähe des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Situation vom September 2019, wo wir 1,5 Dürrejahr hinter uns hatten, das Ende des zweiten Dürre-Sommers. Hier sieht man ein abflussloser See, der schöne Braunfärbung hat, das heißt eine Algenbelastung, sehr wenig Wasser, was letztlich auch Rückschlüsse auf die Grundwasserentwicklung zulässt. Auf der rechten Seite die Situation September 21, also noch nicht so lange her, wo wir mittlerweile wieder eine Erholung hin zu einem fast normalen Zustand sehen können. Wir kommen also aus einem großen Dürreereignis und um das Thema Klima und Dürre haben sich die meisten Diskussionen in den letzten 2 Jahren gedreht. Es ist, eigentlich muss man sagen, leider so, dass wir immer die gerade stattfindenden Extremereignisse diskutieren. Und wir hatten jetzt gerade das Hochwasser, jetzt ist im Ahrtal, jetzt ist der Fokus wieder sehr stark auf Hochwasser. Ich bin trotzdem froh, dass man zumindest sich dem Thema Dürre in Deutschland jetzt auf Bundesebene und auch auf Landesebene in vielen Bereichen annimmt. Und obwohl es jetzt quasi nicht mehr das aktuelle Extremereignis ist, trotzdem sich überlegt, wie man zukünftig mit diesem Thema umgehen kann. Ich werde versuchen, einen Überblick zu geben, was sich in der Vergangenheit geändert hat, was wir für die Zukunft erwarten und ein bisschen auf das Thema Wasserkonflikte eingehen. Von Herrn Alves haben wir gerade schon gehört, 40,8 Grad sind gemessen worden im Juli 2019. Und was Sie hier sehen, ist eine Europakarte, in der dargestellt ist, wie quasi ob Maximaltemperaturen in der Hitzewelle 2019 im Juli erreicht worden sind. Interessant für mich ist eigentlich, wir hatten 2019 in Deutschland 3 Hitzewellen, die 3-mal eigentlich ein großes mediales Ereignis gewesen wären in der Vergangenheit. Die erste und zweite Hitzewelle, die war noch ein großes Ding und über die dritte ist quasi nicht mehr berichtet worden. Das zeigt eigentlich, dass man quasi relativ schnell sich mit der aktuellen Situation auch mit Änderungen abfindet. Diese dunkelrote Färbung hier bedeutet, dass neue Maximaltemperaturen gemessen worden sind und entsprechend hellere Farben die 2., 3., 4., 5. höchste jemals gemessene Temperatur. Man sieht eben hier, dass große Teile Europas, einschließlich Luxemburgs, Deutschland, vor allem der Westen, betroffen waren. Medial natürlich Rekorde sind immer super zu kommunizieren. Interessant ist aber, dass es hier eine Studie gab von dieser World Weather Attribution Group. Die beschäftigen sich damit, wie groß eigentlich der Einfluss des Klimawandels auf so ein Extremereignis ist. Das wird so gemacht, dass man mit vielen tausend Computersimulationen die aktuelle Wettersituation nachspielt, mit und ohne Treibhausgase in der Atmosphäre der letzten 150 Jahre. Und auf der Basis konnte man feststellen, dass im Mittel die Wahrscheinlichkeit um den Faktor 10 gestiegen ist. Das heißt eigentlich nichts anderes als ohne die Treibhausgase, die anthropogen emittiert worden sind, hätte diese Hitzewelle so mit großer Wahrscheinlichkeit nicht stattgefunden. Ja, es ist aber nicht nur das Gieren nach den Rekorden, was interessant ist. Wir haben es auch für Luxemburg vorhin schon gesehen. Hier kann man es ganz kurz machen. Die Sommertage hier exemplarisch gezeigt für Erfurt haben in der Vergangenheit zugenommen. Von quasi 30-Jahre-Periode zu 30-Jahre-Periode sehen wir eigentlich flächendeckend in Deutschland eine Zunahme der Sommertage. Aber es ist nicht nur das. Wenn man sich dann Einzeljahre anschaut, hier mal dargestellt von 1960 an für Dresden, ist es so, dass wir immer neue Rekorde gesehen haben, vor allem die letzten Jahre, hier 2015, 2018 und 2019. In dem Fall jetzt hier nicht die Sommertage mit über 25 Grad, sondern die heißen Tage mit über 30 Grad. Sieht man, dass wir vor allem 2018 und 2019 statistisch irgendwo beim 3,5- bis 4-fachen waren, was wir eigentlich langjährig erwarten. Und Hitze ist ein extremer Treiber für letztlich, also zumindest die potenzielle Verdunstung, eine exponentielle Funktion der Temperatur. Wenn wir uns jetzt angucken wollen, wie das in Zukunft aussieht, haben wir die Treibhausgasszenarien als Grundlage. Und hier nochmal ganz kurz als Erklärung. Es gibt diese unterschiedlichen Treibhausgasszenarien
Szenarien, die letztlich berücksichtigen, wie wir uns zukünftig entwickeln, ob wir in eine nette grüne Ökowelt gehen oder in eine weiter so wie bisher Welt, in der letztlich jedes wirtschaftliche Wachstum mit zusätzlichen Treibhausgasemissionen verbunden ist. Und damit verbunden hat man verschiedene sogenannte Strahlungsantriebe. Das heißt, weniger Treibhausgase, weniger zusätzlicher Strahlungsantrieb. Das ist letztlich die Energie, die durch die Treibhausgase in der Atmosphäre zurückgehalten wird. Das sind dann diese RCPs 2.6. Das ist quasi diese untere Linie. Das ist dann so ein grünes Ökoszenario, ein Klimaschutzszenario. Da sind zusätzlich 2,6 Watt pro Quadratmeter, die in der Atmosphäre gehalten werden. Das weiter so wie bisher Szenario, das RCP 8.5, das heißt starker Treibhausgasanstieg in die Zukunft und dementsprechend ein Strahlungsantrieb von 8,5 Watt pro Quadratmeter. Übersetzt in Temperaturen bedeutet das hier in diesem Fall für Deutschland, das im Klimaschutzszenario, das ist quasi der blaue Balken hier, bis 2100 sich gegen Mitte des Jahrhunderts spätestens die Temperaturen auf einem bisschen höheren mittleren Niveau stabilisieren, während unter einem RCP 8.5, also weiter so wie bisher Szenario, die Temperaturen auch weiter ansteigen und dann im Mittel auf ungefähr 4 Grad Erwärmung landen. Was man hier auch sieht, ist, es gibt in den Modellen relativ große Bandbreiten bei einem 4K-Szenario von 2,8 bis 5,2 Kelvin Temperaturerhöhung. Wenn wir uns jetzt angucken wollen, wie zukünftig Hitze aussieht, ist es ja schon lange nicht mehr so, dass man einzelne Simulationen anguckt, sondern dass man eine Vielzahl von Simulationen sich anschaut. Wir haben bei uns im Haus 88 Klimasimulationen aus europäischen und aus deutschen Projekten, die wir nutzen, die jeweils von der linken Spalte angetrieben werden. Also letztlich die Treibhausgasszenarien füttern globale Klimamodelle. Mit den regionalen Klimamodellen werden dann Verfeinerungen gemacht auf eine Auflösung bei uns mittlerweile von 1,2 Kilometern ungefähr. Und auf der Basis können wir dann Auswertungen machen zu Niederschlag und Temperaturen, beziehungsweise dann eben zum Beispiel die Sommertage und die heißen Tage. Das haben wir ausgewertet in einem Auftrag für den Deutschen Verband des Gas- und Wasserfaches in dem Zukunftsprogramm Wasser. Was man hier sieht bei den Sommertagen unter diesem Klimaschutzszenario in der Vergangenheit haben wir natürlich Regionen, in denen es mehr Sommertage gab. Vor allem der Oberrheingraben ist hier relativ stark betroffen und man sieht unter dem Klimaschutzszenario, dass man quasi einen Anstieg hat, auch der Sommertage bis zur Mitte des Jahrhunderts, also bis 2065 hätte man auch im Oberrheingraben deutlich über 60 Tage pro Jahr, die wärmer als 25 Grad werden, das heißt letztlich 2 Monate, während aber dann in Richtung Ende des Jahrhunderts diese weitere Entwicklung nicht mehr stattfindet, sondern auch bei den eigentlich extremen Werten, Sommertagen, würde eine Stabilisierung stattfinden. Ohne Klimaschutzmaßnahmen sieht das anders aus. Also Sie haben hier eigentlich die Bilder bis 2065, sehen sehr ähnlich aus, aber das letzte Bild bis zum Ende des Jahrhunderts, hier sieht man dann, dass große Teile Mittel- und Süddeutschlands doch über 65 Tage, also über 65 Sommertage pro Jahr zu erwarten hätten. Wenn man die heißen Tage anguckt, also die mehr als 30 Grad warm werden, sieht man für die Vergangenheit, dass hier es natürlich Regionen gibt, in denen es gar keine heißen Tage gibt, die in höheren Lagen, wo die 30-Grad-Marke einfach nicht überschritten wird. Man sieht aber auch, dass wenn man gegen Ende des Jahrhunderts guckt und unter einem extremen Klimaszenario, dass man quasi selbst in höheren Lagen des Harzes, also deutlich über 1000 Meter, auch mit Größenordnung über 10 Tage über 30 Grad rechnen müsste. Das heißt letztlich, dass Hitzeindikatoren zukünftig genauso wie die mittleren Temperaturen steigen werden. Es macht für Deutschland einen Unterschied, und das letztlich auch für Luxemburg, für Mitteleuropa als Ganzes, ob wir es schaffen, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen oder nicht, weil es letztlich den Unterschied ausmacht, ob wir einen Anstieg der Hitzewellen nur bis zur Mitte des Jahrhunderts sehen oder ob das darüber hinaus noch weiter gehen wird. Was man auch sagen kann, der Wasserbedarf wird in jedem Fall ansteigen, aber darüber werden wir heute Mittag ja in einem Blog noch sehr viel mehr hören.
Ja, dieses Bild hier ist an der Mosel aufgenommen worden, in der Gemeinde Perl, wo ich aufgewachsen bin, 2019. Es zeigt mir eigentlich immer wieder, wie schnell man eigentlich vergisst, weil diese ausgedorrten Landschaften kannte man ja eigentlich auch bei uns in dem Maß nicht. Eine Weide, in der man einzelne Obstbäume hat, die es auch nicht geschafft haben, die kahl hier rumstehen. Und wir haben uns im Team des Deutschen Dürremonitors, den ich seit 2014 leite, mal angeguckt, wie außergewöhnlich eigentlich diese Situation war. Dazu haben wir eine Dürremagnitude berechnet, also basierend auf dem Bodenfeuchteindex haben wir uns angeguckt, wie lange innerhalb eines Jahres, also wie viele Tage sind unter Dürre, wie trocken ist der Boden absolut, und desto länger die Dürre andauert und desto trockener die Böden sind, desto größer wird diese dimensionslose Dürremagnitude. Was man da eigentlich sehr schön sieht, ist, es gab natürlich auch in der Vergangenheit Jahre, in denen wir eine starke Dürrebetroffenheit hatten. Das war regional sehr unterschiedlich. 63, 64 war zum Beispiel so ein Zeitraum, in dem wir große Probleme hatten in der sächsischen Trinkwasserversorgung, weil die Talsperren leer waren. 76 war ein Jahr, was vor allem die Landwirtschaft getroffen hat, flächendeckend in Deutschland, was ins Dürrejahr eingegangen ist. Dann sieht das Jahr 2003, war ein extrem heißes Jahr, wo aber von der Dürre vor allem Süddeutschland betroffen war. Und wenn man dann die letzten Jahre anguckt, 18, 19, 20, eigentlich 3 Jahre in Folge, da muss man nüchtern sagen, das haben wir bis zum Zweiten Weltkrieg zurück in den Daten sonst nicht gefunden. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man eigentlich, dass die Böden seit 2013 in vielen Teilen Deutschlands sehr trocken waren, was letztlich Folgen hatte für die Grundwasserstände. Und die Grundwasserstände mal raus, also die Grundwasserneubildung, hier mal auch aus dem Deutschen Dürremonitor rausgenommen. Auf der linken Seite ist dargestellt die Grundwasserneubildung, wie wir sie langjährig erwarten, also das Mittel 1981 bis 2010. Wir haben hier Jahreswerte, die sehr unterschiedlich sind. Mitteldeutsches Trockengebiet, wo sie teilweise unter 25 Millimeter Grundwasserneubildung haben, während wir natürlich in Mittelgebirgslagen zum Teil deutlich über 350 Millimeter Grundwasserneubildung haben. Was man aber 2018 und 2019 sieht, ist, dass diese Rotfärbung, also Bereiche, wo man unter 75 und zum Teil auch deutlich unter 25 Millimetern hat, also vor allem 2019 die ganz rechte Abbildung Sachsen-Anhalt, Brandenburg, der nördliche Teil Sachsens, eine ziemlich große Fläche, wo die Grundwasserneubildung im Sommer 0 war und im Winter im Winterhalbjahr sehr, sehr gering. Damit verbunden waren verschiedene Auswirkungen. Wir hatten 2018 Vorfälle vor allem auf die Gewässergüte. Wassertemperaturen sind natürlich ein großes Problem. Wenn im Sommer wenig Wasser in den Flüssen ist, wird das Wasser auch relativ schnell sehr warm. Wir hatten Probleme mit Algenblüten. Letztlich sind diese ganzen gelben Punkte, die Sie sehen, sind vor allem Events, die mit Algenblüten und Fischsterben zu tun haben. Die grünen Punkte sind Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Auf der rechten Seite sieht man, wie in der Trinkwasserversorgung darauf reagiert wurde. Also wir hatten Entnahmeverbote und Appelle, Wasser zu sparen, beziehungsweise dem Hinweis darauf, dass die Entnahmen generell genehmigungspflichtig sind. Die Landwirtschaft hört man eigentlich, wenn es um Trockenheit geht, immer als erstes, weil sie natürlich sehr gut organisiert ist. Was man hier sieht, ist für die Jahre 2018 und 2019 zum einen die Dürremagnitude, die Sie vorhin schon gesehen haben, und die Erträge im Winterweizen. Und hier ist es keine große Überraschung. 2018 war eigentlich für die Landwirtschaft das Katastrophenjahr, in dem auch viele regionale und sektorale Wasserkonflikte in Deutschland, die eigentlich unterschwellig schon immer da waren, also Niedersachsen in einem Schwerpunkt natürlich als Beispiel aufgebrochen sind und bundesweit diskutiert worden sind. Und darauf werde ich aber nochmal kommen. Ja, auch hier nochmal, wenn wir uns angucken, wie zukünftig das unter Klimawandel Wasserverfügbarkeit sich entwickelt, wieder viele Simulationen. Im ersten Schritt die Entwicklung des Jahresniederschlages. Hier ist ein Klimaszenario RCP 4.5, also ein mittleres Klimaszenario, wo wir in Deutschland bei knapp 3 Grad Erwärmung landen würden. Und eigentlich ist das
das Bild, das die gute Nachricht mitbringt: mit steigender Erwärmung in Deutschland rechnen wir mit leicht steigenden Jahresniederschlägen und auch mit steigenden Winterniederschlägen. Nicht gezeigt hier ist, und das ist aber Teil des Problems, die Sommerniederschläge stagnieren eher oder nehmen leicht ab. Dazu werde ich aber nochmal kommen. Wenn wir uns dann die Grundwasserneubildung angucken, unter demselben Szenario, das ist hier quasi der Median über 18 Klimasimulationen, die ein Wasserhaushaltsmodell MHM angetrieben haben, dann sieht man hier, dass es eine leichte Zunahme der Grundwasserneubildung gibt. Leichte Zunahme hier im Bereich von plus minus 10 Millimetern, heißt quasi fast unverändert. Aber die gute Nachricht ist zumindest, dass es keine Abnahmen gibt. Und da haben wir uns überlegt, was passiert dann, wenn man sich Hitzewellenindikatoren, wie in dem Fall die Zunahme der Sommertage, die geplottet ist, gegen die Veränderung der Grundwasserneubildung, wie das aussieht, für zwei unterschiedliche Klimaszenarien. Hier sind quasi 70 Klimasimulationen gezeigt, Mittelwert über ganz Deutschland, für jedes einzelne Klimahydrologie-Simulation die Informationen zur Veränderung der Sommertage gegen die Grundwasserneubildung. Da sieht man zum einen die blauen Punkte, Klimaschutzszenario, die Änderungen relativ klein, die Unsicherheiten weniger groß als bei diesen orangenen Punkten, während bei dem RCP 8.5, also im weiter so wie bisher Szenario, man doch deutlich sieht, dass quasi Unsicherheiten in der Grundwasserneubildung viel größer werden. Wir haben hier quasi Veränderungen von mehr als 125 Millimeter Zunahme pro Jahr bis hin zu minus 25 Millimetern. Das heißt, die Streuung ist sehr groß, und zum Zweiten sieht man auch, dass die Absolutwerte der Veränderungen viel größer sind. Generell kann man trotz alledem sagen, dass also im Median eben mit zunehmenden Temperaturen, also mit zunehmender globaler Erwärmung, der Jahresniederschlag steigt und zumindest die Grundwasserneubildung im Median leicht steigt. Die Frage ist jetzt, ist das alles gut? Und das ist, wenn man in unterschiedlichen Foren diskutiert, in der Landwirtschaft ist mir das passiert, wurde dann gesagt, naja, aber was wollt ihr denn? Dann ist doch alles kein Problem. Das kann man aber so nicht sagen, weil bis jetzt sind gezeigt worden Veränderungen auf langen Zeiträumen, 30-jährige Zeiträume, die miteinander verglichen werden. Und das ist was anderes, als wenn man sich Dürreereignisse anguckt, weil ein Dürreereignis ist ein temporär begrenztes, ein zeitlich begrenztes Ereignis. Und wenn auf lange Zeit die Veränderungen nicht groß sind, heißt das nicht, dass Extreme sich nicht verändern. Und das genau ist eigentlich auch das Problem. Was wir gemacht haben für eine europaweite Studie, das heißt, diese Daten liegen auch europaweit vor, wie sich die Zeiten unter agrarischer Dürre, unter Klimawandel verändern, und zwar unter unterschiedlichen Erwärmungsgraden. Wir haben hier 1,5 Grad Erwärmung auf der linken Seite, 2 Grad Erwärmung in der Mitte und 3 Grad Erwärmung auf der rechten Seite. Und ganz grundsätzlich kann man sagen, zwischen 1,5 und 2 Grad sind die Veränderungen relativ klein. Wir haben hier 60 Simulationen ausgewertet, das ist quasi der Median über diese 60 Simulationen. Da kommt man bei so knapp 20% längere Zeiten unter Dürre raus, während zwischen 2 und 3 Grad offensichtlich irgendwas im System passiert, weil wir hier unter die Dürrezeiten um die Hälfte verlängert sehen. Gerade im Südwesten, gerade Saarland und Rheinland-Pfalz ist eine Region, wo es eine Verdopplung der Dürrezeiten zu finden ist. Wir haben dasselbe gemacht für hydrologische Dürren. Hier ist Niedrigwasser gezeigt unter 1,5, 2 und 3 Grad. Oben die absolute Veränderung, unter 1,5 und 2 Grad ist im Niedrigwasserfall teilweise sogar ein bisschen mehr Wasser in den Flüssen in Deutschland zu finden. Unter 3 Grad Erwärmung auf der rechten Seite ist aber so, dass flächendeckend wir eine Abnahme haben. Unten ist hier einmal exemplarisch gezeigt, wir gucken uns natürlich auch immer an, wie die Unsicherheiten sind, mit zwei unterschiedlichen Gütemaßen ist die Robustheit dargestellt, und was man sieht, dass mit dem Grad der Erwärmung, also desto wärmer es wird, desto sicherer werden die Aussagen. Zweites Fazit, also Jahresniederschlag, Winterniederschlag nehmen mit zunehmender Erwärmung leicht zu. Entsprechend auch die langjährige Grundwasserneubildung. Wir haben aber gleichzeitig das Problem, dass die Extreme sich trotzdem verlängern, dass wir im Bereich der agrarischen und der hydrologischen Dürren Zunahmen sehen, vor allem wenn die Erwärmung 2 Grad übersteigt. Beim Bewässerungsbedarf
Das werden wir heute Mittag nochmal sehen. Der Bewässerungsbedarf in der Landwirtschaft wird mit großer Sicherheit steigen. Der industrielle Wasserbedarf ist schwieriger abzuschätzen. Ist aber klar, dass in agrarischen, hydrologischen Dürrephasen die bestehenden Wasserkonflikte sich verschärfen werden. Und es sind sektorale Konflikte, Tourismus, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft als Akteure zu nennen. Es sind aber natürlich auch regionale Konflikte, weil gerade die Großstädte können sich nicht selbst mit Wasser versorgen, sondern werden immer aus dem Umland besorgt. Also das heißt, letztlich habe ich einen regionalen Wassertransfer, der zukünftig noch größeres Konfliktpotenzial hat. Vor diesem Hintergrund ist im Juni die Wasserstrategie in Deutschland vorgestellt worden von unserer Umweltministerin Frau Schulze. Letztlich ist das ein Versuch und aus meiner Sicht die Hoffnung, dass man es schafft, jetzt zu regeln, wie in Zukunft in diesen Phasen, wo zu wenig Wasser für alle Akteure vorhanden ist, man schafft, Vorfahrtsregeln festzulegen und letztlich wird es wahrscheinlich nicht ohne harte Regelungen gehen, ohne Festlegungen, ab welchen Schwellenwerten Nutzer Wasser nicht mehr temporär nutzen werden dürfen. Damit bin ich am Ende dieses kleinen Vortrags angekommen. Ich möchte nochmal dem Team danken und danke auch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Marx, für diese Einblicke in die Konsequenzen für den Wasserhaushalt von den einzelnen Klimaszenarien, die wir heute Morgen schon gesehen haben. Gibt es hierzu Fragen im Raum? Ja. Brigitte? Warte, ich habe ein Mikrofon. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich habe da eine Frage zur Grundwasserneubildung. Und zwar sieht man, dass die Jahresniederschlagsmenge konstant bzw. sehr leicht steigend ist über das Jahresmittel. Aber die Extremereignisse, also Starkregenereignisse im Sommer und im Winter massiv zunehmen. Wir wissen ja, dass das Winterhalbjahr die Zeit ist, wo Grundwasserneubildung geschieht. Und da es ja auch im Winter zu einer Zunahme von Starkregenereignissen, also Zunahme von Hochwasserereignissen und nicht unbedingt Grundwasserneubildungsfördernden Ereignissen stattfindet, wollte ich fragen, wie das zu erklären ist, dass die Grundwasserneubildungsrate ansteigen wird, sollte. Danke. Also es gibt verschiedene Faktoren, die hier reinspielen. Das eine ist, dass im Winter der konvektive Anteil am Niederschlag generell geringer ist. Das heißt, der Niederschlag fällt ja quasi mehr als Landregen. Und auch wenn im Winter sich die Extremereignisse und Starkniederschlag insgesamt quasi erhöht, ist das kein maßgeblicher Treiber dafür, dass dann quasi Oberflächenabfluss auf längeren Skalen weniger werden würde. Das ist ein Faktor. Ein zweiter, den man nicht vergessen darf, im Winter sind natürlich alle Prozesse, die mit Schnee und Frost zu tun haben, spielen eine große Rolle. Und auch im Winter haben wir eine Erwärmung. Wir sehen ja nicht nur, dass die Sommertage und die heißen Tage sich verändern, sondern auch die Frosttage und die Eistage, die ganztägig gefroren sind, werden weniger. Das heißt, die Phasen, in denen das Wasser auch wirklich in den Boden rein kann, werden zusätzlich länger. Und das sind quasi die maßgeblichen Gründe, weswegen es bei leichter Zunahme des Winterniederschlags auch tatsächlich eine größere Grundwasserneubildung gibt. Aber was die beschrieben haben, ist eigentlich das große Problem des Sommers. Im Sommer hat man ja generell sehr wenig Grundwasserneubildung. Zum einen, weil die starken Niederschläge, die Niederschlagsintensität ist einfach so groß, dass das Wasser schneller oberflächlich wegläuft, als es in den Boden einsickern kann. Und natürlich haben wir jetzt den großen Treiber Verdunstung, der im Winter eben keine Rolle spielt. Gibt es sonst noch eine Frage zu diesem Thema? George, komm rüber. Okay, ich habe dann eine Frage ungefähr wie die Brigitte Lambert. Aber die Frage ist ja, die Grundwasserneubildung geschieht ja im Winter, aber die Vegetationsphasen im Sommer werden wesentlich länger. Das heißt, wir merken hier in Luxemburg, dass fast einen Monat früher schon die Vegetationsphase beginnt
Also müsste auch weniger Grundwasserneubildung sein, oder stimmt das nicht? Also was man sieht, ich habe das für die Europäische Umweltagentur gemacht, die Phänologie für Europa angeguckt, ist, dass das Frühjahr sich verfrüht. Also der Herbst wird ja eigentlich nicht länger, sondern es ist eigentlich die Frühjahrsverfrühung, die wir schon beobachten und die teilweise noch weitergeht. Das Frühjahr kann sich nicht unendlich weiter verfrühen, weil es zwei unterschiedliche Prozesse gibt. Also das Pflanzenwachstum und phänologische Phasen hängen zum einen natürlich an den Temperaturen, an Temperatursummenmethoden, die da benutzt werden, aber auch an Tageslängen. Also es gibt da das Problem, dass Proteine, die in Pflanzen produziert werden, ohne genügend Licht nicht stabil sind und wieder zerfallen, sodass zumindest da keine weitere Verfrühung in größerem Maße zu erwarten ist. Aber es stimmt, dass einer der Treiber für veränderten Wasserverbrauch ist natürlich die Frühjahrsverfrühung. Das ist einer der Gründe, weswegen 2018 die Produktivität der Wälder in Mitteleuropa eigentlich gar nicht so viel schlechter war als in Normaljahren, obwohl wir im Sommer Wahnsinnsdürre hatten. Da war es nur im Frühjahr sehr nass und schon früh sehr warm, sodass die Holzproduktion da früh angefangen hat. Also es ist ein Treiber, der eine Rolle spielt und letztlich ist ja eigentlich der Hinweis, es ist nicht nur das Klima, das hier eine Rolle spielt, sondern es ist auch die Landnutzung. Weil es da schon einen Unterschied macht, ob wir über Nadelwälder, Monokulturen sprechen oder Laub- oder Mischwälder. Also letztlich ist die Landnutzung hat einen großen Einfluss und wird auch im Bereich Anpassung an den Klimawandel zukünftig eine Rolle noch stärker als bisher spielen müssen. Vielen Dank. Es war noch eine Frage. Ja, super. Vielen Dank für den wirklich tollen Vortrag. Ich habe eher eine Frage noch dann vielleicht Richtung Luxemburg in dem Zusammenhang. Und zwar, ich fand die Folie sehr interessant, wo es um die Entnahmereglementierung ging und um die Appelle, weniger Wasser zu nutzen. Die hatte ich so noch nicht gesehen. Das fand ich super interessant. Und da wäre meine Frage auch an Luxemburg. Bei euch gibt es ja auch diese Phase Rouge, Phase Orange, wo man auch die Nutzung reglementiert. Ich weiß nicht, wer da der Ansprechpartner ist. Habt ihr da eine Zunahme gesehen in den letzten Jahren? Musste das vermehrt ausgesprochen werden oder hat sich das eigentlich nicht so dargestellt? Also es wurde nicht vermehrt ausgesprochen, aber es musste vermehrt darauf hingewiesen werden, dass es riskiert zu kommen. Es ist eben so, dass wir in verschiedenen Jahren, eben vor allem 18, 19, Brigitte kann mich aber korrigieren, da haben wir eigentlich eine Vorwarnung gegeben und gesagt, passt auf, fangt jetzt schon an, mit dem Wasser dementsprechend umzugehen, weil es riskiert, wenn das jetzt noch weiter so evoluiert, dass wir in eine Phase Orange kommen. Es musste aber keine explizit ausgesprochen werden. Es war in einer Gemeinde, glaube ich, oder ein kleiner Versorger, der musste kurzfristig unterbrechen, weil die Zufuhr nicht gegeben war. In dem Fall war es technisch, also infrastrukturbedingt. Aber der Verbrauch ist in Luxemburg auch ein bisschen spezifisch. Wir haben die höchsten Verbräuche typischerweise Juli, dann kommen die Sommerferien, dann stabilisiert es sich und dann haben wir Kollektivurlaub. Das heißt, die gesamte Baubranche hat einen Monat geschlossen. Und das ist von Ende Juli bis Ende August normalerweise, wo man auch noch sehr hohe Temperaturen hat. Und da bricht aber der Verbrauch ein, weil dann auch sehr viele von den Gastarbeitern in Urlaub sind. Und dadurch ist die ganze Aktivität geringer. Und deshalb also normalerweise, wenn wir es bis zum 15. Juli schaffen, dann schaffen wir es übers Jahr weil wir halt eben der Verbrauch dann im Hochsommer, sage ich, wird gebremst dadurch, dass die Aktivitäten eigentlich tiefer sind. Das ist ein bisschen der Grund. Ja.
Okay, gut. Vielen Dank. Vielen Dank für die Redner bis jetzt. Auch durch die Zeitdisziplin der Redner haben wir den ursprünglichen Rückstand einholen können und wir können dann fast pünktlich zur Kaffeepause übergehen. Das ist dort draußen vom Saal an rechts, wenn Sie rauskommen. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir uns um 11 Uhr wieder hier treffen für die nächsten Vorträge. Vielen Dank. So, dann wären wir soweit wieder bereit. Es ist schön zu sehen, dass wir auch nach 18 Monaten das Networking nicht verlernt haben. Das funktioniert auch noch. Den Test haben wir auch bestanden. Kommen jetzt auf den nächsten Vortragsblock, wo es um die Reaktionsmöglichkeiten geht. Und da mit den beiden Vorträgen decken wir dann sowohl zu viel Wasser als zu wenig Wasser ab, wie wir das ja auch schon in den beiden Szenarien, die uns ja in Zukunft blühen werden, wie wir das in den vorgegangenen Präsentationen gesehen haben. Der nächste Vortrag wird gehalten von Claude Maisch. Er arbeitet als Chargé d'études im Wasserwirtschaftsamt und kümmert sich dort um Risikomanagement von Starkregen in Luxemburg. Er hat Ressourcenmanagement. Gut. Ja, dann danke auch von mir. Ich entschuldige auch Frau Bastian, die sollte eigentlich den Vortrag halten, meine Chefin. Aber nach dem Hochwasser ist sie so beschäftigt, eben vom Juli-Hochwasser, dass wir uns da ein bisschen aufteilen müssen. Der Kontext, also heute, ich will euch quasi Handlungsoptionen zum Starkregenrisiko oder im Starkregenrisikomanagement zeigen. Zum Kontext, da glaube ich, brauche ich jetzt nicht groß eingehen. Wir haben die Szene ja schon gesettet. In dem Sinne, Herr Ferrone und auch Herr Alves haben das schon sehr gut gemacht. Wir haben eine Zunahme von Extremereignissen als Klimawandelfolge im Klimawandeladaptationsplan oder in der Klimawandeladaptationsstrategie als prioritäre Klimawandelfolge identifiziert. Wir haben den zweiten Hochwasserrisikomanagementplan aktualisiert, sind gerade da dabei und wurden auch jetzt 2016, 2018 und auch 2021 mehrmals von Starkregenereignissen getroffen, so dass wir da quasi jetzt ein nationales Starkregenrisikomanagement in diesem als Teil des Hochwasserrisikomanagementplans initiieren oder initiiert haben und das sich aber auf kommunaler Ebene abspielt. Starkregen, da gibt es jetzt auch sehr viele Worte dafür. Wir kennen Urban Flooding, Pluvial Flooding, Starkregen. Im Französischen redet man von Flash Floods, Sturzfluten. Nur einmal kurz, um da die Charakteristiken oder die von Starkregen zu setzen. Sehr große Niederschlagsmengen in sehr kurzer Zeit, das heißt sehr große Intensitäten. Oft in kleinen Einzugsgebieten sehr lokale Ereignisse, sehr lokale Niederschlagsereignisse, sogenannte so Cloudbursts, konvektive Ereignisse, auch oft eher im Frühjahr und im Sommer. Es ist auch oft so, dass es mehr regnet, als die Infiltrationskapazität des Bodens aufnehmen kann. Also wir haben dann quasi hochtonischen Oberflächenabfluss oder aber auch gesättigten Oberflächenabfluss. Auch da sind aber auch die Prozesse noch in der Erforschung quasi, also je nachdem, welchen Experten man quasi fragt, kriegt man da andere Antworten, dass die Prozesse quasi wären. Es sind sehr schnell und ansteigende Hochwasserlagen, gerade bei uns. Wir sind ein Land, was quasi hauptsächlich aus Kopfeinzugsgebieten besteht, so dass auch da Starkregen oder Sturzfluten nach Starkregen sehr wahrscheinlich sind oder eine hohe Gefährdung darstellen. Dann auch die konvektiven Ereignisse im Sommer sind kaum vorhersagbar. Man kann sehr gut ein Potenzial identifizieren, aber halt sehr, sehr schlecht jetzt genau sagen, wann, wo und an welchem, also wann und an welchem Ort ein Niederschlagsereignis dann runtergeht und mit welcher Intensität.
Es gibt wenig Frühwarnsysteme, also wir haben im normalen Hochwasser ja sehr gute Vorwarnsysteme, wo wir quasi sehr gute hydrologische Modelle haben, wo, wenn die Meteorologie dann stimmt und dass der Input auch gut ist, wir hydrologisch eigentlich wirklich sehr, sehr gut da stehen. Beim Starkregen sind wir da quasi auch noch nicht ganz so weit. Das ist aber dann auch noch gewässerunabhängig, also es gibt jetzt keine kleinen Einzugsgebiete, die jetzt mehr gefährdet werden als andere. Natürlich kann man aber sagen, wenn da halt großer Discharge ist, ist da natürlich die Pufferkapazität von einem großen Fluss groß. Nichtsdestotrotz sind die kleinen Sturzfluten an den kleinen Einzugsgebieten trotzdem noch, gibt es da kein signifikantes Risiko, also kein Einzugsgebiet wäre signifikanter belastet als andere. Zudem dann die potenzielle Zunahme, die wir jetzt schon öfter da gehört haben. So dass wir uns gedacht haben, dann setzen wir eine Starkregen-Risikomanagementstrategie auf. Wie gehen wir da ran? Wir wollen erst quasi die Gefahr erkennen, das Risiko dadurch bewerten. Also eine Gefahr ist ja jetzt nicht immer ein Risiko, das haben wir auch schon heute gehört. Wenn wir das aber dann bewertet haben, können wir geeignete Maßnahmen treffen. Man muss aber auch wieder messen, ob das dann jetzt wirkt. Wir sind im Klimawandel, das heißt, wir haben eine nicht stationäre Situation. Das heißt, man muss eigentlich immer wieder, auch angepasst natürlich an die Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, zyklisch bewerten, ob wir eigentlich da irgendwie auf einem guten Weg sind oder nicht. Und wie machen wir das? Wir müssen das Phänomen verstehen. Auch beim Starkregen hat man das Problem, dass man immer wieder die Ereignisse quasi gar nicht richtig zu fassen bekommt. Also wir versuchen dann mit Radarmesstechniken abzuleiten, inwiefern, wie viel jetzt da gefallen ist. Aber wir haben auch hier in Luxemburg eins der dichtesten Messnetze in Europa und trotzdem haben wir noch nicht ein Starkregenereignis wirklich, dass wir ein Zentrum getroffen hätten und genau sagen könnten, da ist in dem Moment da so viel gefallen. Und dann ein weiterer Punkt aus dieser Überlegung heraus ist natürlich dann auch in dieser Risikomanagementstrategie auch die Forschung, um da unterstützend zu wirken. Wie haben wir jetzt, dann oben sieht man beim Punkt Erkennen, wie wollen wir das erkennen? Da hat Herr Alves auch schon kurz darauf hingedeutet, wir haben Starkregen-Gefahrenkarten erstellen lassen, wird ja auch europaweit sehr viel gemacht. Das haben wir 2018 bis 2020 gemacht, das Projekt umgesetzt. Wir haben da mit EPI gearbeitet, das Modell Flood Area von Geomer, vielleicht kennen es ja einige. Und da haben wir für das ganze Land, also für das ganze großherzogliche Territorium von Luxemburg, auf eine Auflösung von 2x2 Metern Starkregen-Gefahrenkarten erstellen lassen. Als Input kann man da nur sagen, noch kurz, da sind quasi eine LIDAR-Beflegung eingeflossen, also ein sehr gutes DGM, digitales Geländemodell. Die Niederschlagsdaten haben wir aus einer Extremwertstatistik abgeleitet, sodass wir auch diesem West-Ost-Gradienten, wo auch Herr Ferrone schon drüber geredet haben, gerecht werden, auch in den Starkregen-Gefahrenkarten. Dann ein weiterer Punkt sind aber dann die Durchschlässe, wo wir halt an den kritischsten Stellen uns Informationen fehlen, sodass wir da nacharbeiten mussten. Das sind halt immer wieder diese Stellen, wo quasi anthropogen veränderte Gewässerläufe eingekesselt werden oder quasi verengt und verrohrt sind, das sind natürlich dann genau da die Hotspots, wo das Wasser oder die Kapazität irgendwann erschöpft ist bei einem Starkregen und dann das Wasser sich neue Wege sucht, wenn genug Regen fällt. Deshalb das Abflussverhalten wird dadurch deutlich verändert und auch die Rückstaueffekte sind dadurch dann maßgeblich beeinflusst. Man muss sich da natürlich vorstellen, man hat einen Durchschlass im Geländemodell drin, dann fließt das Wasser da durch und unterhalb wird ein Haus getroffen, ist der Durchschlass nicht drin, verändert das die Überschwemmungssituation und die Überschwemmung wird falsch angezeigt. Auch ähnlich sind es dann natürlich Mauern oder Verengungen. So, dann haben wir uns gedacht, wie gehen wir das jetzt an? Jetzt machen wir das fürs ganze Großherzogtum. Jetzt bräuchten wir eigentlich alle Durchschlässe, am besten auch noch mit der Kapazität der präzisen Lokalisation. Aber diese Daten waren aber nicht verfügbar, sodass wir dann einen großen Plausibilisierungsprozess gestartet haben, sodass wir da 2019 im Oktober so eine Online-Plattform, also quasi eine kleine Abwandlung von
von geoportal.lu an die Gemeinden geschickt haben und da online gefragt haben, dass sie da auf den Karten eintragen sollen, wo welche Durchschlüsse und Strukturen und so weiter quasi fehlen oder unplausibel wären oder Abflussprozesse anders beobachtet werden als normal. Da hatten wir aber das Problem, und das lag vielleicht auch an dem Tool, was wir da gebastelt haben, keinen großen Rücklauf gekriegt, sodass wir dann im Juni 2020 nochmal quasi die Strategie geändert haben. Dazwischen kamen aber auch dann wieder neue Daten rein. Das DGM wurde nochmal verbessert, und sodass wir da nochmal gesagt haben, wir nehmen das jetzt nochmal alles mit und wir verändern. Wir haben dann quasi die Strategie der Plausibilisierung nochmal geändert und wirklich mit Telefonanrufen und E-Mails den Gemeindevertretern angerufen und quasi dafür Feedback gefragt und wirklich auf den Karten, teilweise sind wir da hingefahren, ausgedruckt und mit denen dann angeschaut, wo was wie plausibel ist oder auch nicht. So dass wir nachher alles in allem 3.800 oder fast 3.900 Anpassungen im DGM gemacht haben, das teils automatisiert, aber auch dann sehr viel per Hand. Ja, bei den letzten Ereignissen kann man eigentlich auch sagen, dass unsere Starkregenkarten, oder behaupte ich jetzt mal, so in dem Sinne sehr gut waren. Es gibt aber ja immer noch Sachen, also das erste Mal, wo die publiziert wurden, das erste, was ich aufgemacht habe, habe ich gleich einen Durchschluss gesehen, der fehlte. Also es ist so wie das immer so ist. Dann haben wir uns überlegt, wie wollen wir die denn jetzt darstellen? Dann haben wir diese Gefahrenkarten quasi anhand von einer Gefährdungsmatrix dargestellt. Man könnte ja jetzt, also Output aus dem Modell sind quasi Überschwemmungsausdehnung, Wassertiefe, Fließgeschwindigkeit. Und jetzt haben wir dann die Fließgeschwindigkeit mit der Wassertiefe verschnitten, um da quasi eine Gefährdung darzustellen, weil auch nicht nur Wassertiefe allein, aber auch nicht nur Fließgeschwindigkeit allein aussagekräftig ist. Genau, da geht es halt darum, wirklich die Gefahr darzustellen. Und so Sachen wie Trittsicherheit oder auch, wann schwimmt ein Auto auf, sind dann halt quasi so Werte, an denen wir uns da orientiert haben. Genau, und das ist die Methodik ist auch aus dem Starkregen-Risikomanagement aus Baden-Württemberg. Die Risikokarte, dann haben wir auch eine Risikokarte erstellt. Das ist quasi dann eine Verschneidung der Wassertiefen mit der Landnutzung, die dort herrscht. Aber ein entscheidender Unterschied ist, dass wir auch sensible Orte und Gebäude da verschnitten haben, sowie für Krisenmanagement potenziell relevante Gebäude. Das wären dann Feuerwehrzentralen zum Beispiel oder Polizeizentralen oder aber auch mit potenziell großen Menschenmengen, Stadion, Theater oder Museen oder auch potenziell sensible Bevölkerungsgruppen wären dann wie Kindertagesstätten oder Altersheime. Genau, jetzt haben wir dann quasi die Bewertung in dem Sinne soweit gemacht. Wir wissen jetzt, was kann passieren. Wir haben die Gefährdungssituation eingeschätzt mit den Starkregenkarten. Jeder kann die öffentlich einsehen. Die sind öffentlich auf dem geoportal.lu zu finden. Wenn wir die Daten hätten, könnten wir jetzt auch noch eine Analyse zur Widerstandskraft machen. Exposition ist ja in dem Sinne schon drin. Jetzt definieren müssen wir uns noch fragen, was darf denn passieren eigentlich? Also was sind unsere Schutzziele, und dementsprechend, was sind unsere Schutzdefizite, um dann daraufhin Maßnahmen zu entwickeln. Das heißt, wir haben dann quasi schon erkannt, bewertet und jetzt müssen wir quasi noch handeln. So, wie gehen wir das jetzt an? Also das haben wir da gesagt, dass wir das als integrales kommunales Handlungskonzept machen. Das heißt, das hat was damit zu tun, dass hier die Gemeinden eigentlich da in der Landnutzung am meisten Einfluss haben und so dass wir da ansetzen und in den Gemeinden quasi diese Handlungskonzepte umsetzen wollen. Sodass wir da erstmal eine Bestandsaufnahme machen. So Risiko haben wir jetzt schon kurz drüber gesprochen. Wir kennen jetzt die Gefahr mit den Starkregenkarten. Wir kennen auch die Vulnerabilität in dem Sinne und wo sind welche Gebäude inwiefern wie viel getroffen, sodass wir dann quasi schon eine Einschätzung der Gefahrensituation haben. Ein weiterer Punkt ist aber auch Gewässerökologie. Ich habe es vorhin schon mal angeschnitten. Es ist quasi es sind ja immer wieder diese Durchschlüsse oder überall dort, wo Verengungen sind oder Gewässerläufe verrohrt wurden, wo diese Hotspots sind, sodass wir uns da auch einfach ökologische Anforderungen
ansehen müssen, um einfach auch diese Nature-Based Solutions oder wieder auf den Weg zu kommen, eine möglichst resiliente Fließgewässermanagement herzustellen. Und dann die Rahmenbedingungen, auch noch Bestandsaufnahme der Rahmenbedingungen, welches Einzugsgebiet haben wir, gibt es da Altlasten, ist es eher urban geprägt, ist es eher landwirtschaftlich geprägt, ist es eher forstwirtschaftlich geprägt? Das sind ja alles Punkte, die wirklich einen Einfluss haben auf das Risikomanagement in einem Einzugsgebiet. Danach kann man dann quasi alle Handlungsoptionen erfassen. Wie sieht das aus? Und das ist auch dann wieder ein sehr springender Punkt. Da müssen dann quasi alle Akteure mit eingebunden werden, was wirklich einer der Haupt-Challenges ist, sag ich mal. Alleine durch die interdisziplinäre Anordnung dieses Unterfangens, da alle Akteure mit einzubinden, gibt es schon sehr viele Probleme bei der Verständigung oft. Also man muss sich da mal überlegen, was für den einen also ein Unterschied zwischen Ingenieuren und Biologen und Ökologen und zwischen Ingenieuren und Landwirten, aber auch zwischen Architekten, wo man eigentlich dann alle zusammenarbeiten muss, um quasi diese Überflutungsvorsorge dann hinzukriegen und zu gucken, was für Maßnahmen umgesetzt werden können. Die Handlungsfelder, ist jetzt nur eine grobe Auflistung. Ich glaube, das kennt ja auch jeder. Das können bauliche Maßnahmen sein, nicht bauliche Maßnahmen natürlich, raumplanerische Vorsorge, auch in Luxemburg sehr wichtig, Objektschutz, um das Restrisiko noch abzufedern, und aber auch setzen wir einen großen Aufwand in die Sensibilisierung. Wie können so bauliche Maßnahmen aussehen? Das können Treibgutreschen sein, das können aber auch Einlaufbauwerke sein, kleine Zwischenretentionen oder einfach nur Optimierung von genau diesen kritischen Stellen, die es dann bei Starkregenereignissen oft in der Kapazität nicht mehr schaffen. Im Einzugsgebiet natürlich ähnlich, überall da, wo es Wasser entlangläuft, hat man quasi einen Einfluss auf die Retentionskapazität oder auch die Infiltrationskapazität, und überall dort kann man quasi mit kleinen Maßnahmen ansetzen, um das Wasser möglichst lang im Einzugsgebiet zu halten. Raumplanerisch kann das natürlich auch so aussehen. Wir können, da geht es genau ähnlich darum, dass man versucht, die Retentionskapazität so lange wie möglich im Einzugsgebiet, im Bebauungsgebiet quasi zu halten und nicht so ein bisschen weggeht davon, schnell abzuleiten, sondern versucht mit multifunktionalen Nutzflächen, wo dann zum Beispiel im Trockenwetter ein Spielplatz sein könnte, dann bei Regen quasi, der überflutet werden könnte. Genau, es geht dann auch, oder zum Beispiel auch einfach, das ist halt ein Hauptpunkt, dass man einfach versucht, nicht in die Talwege reinzubauen, oder wenn man in die Talwege reinbaut, dass man dann Notwasserwege freilässt. Genau, das ist halt auch in Luxemburg eine schwierige oder mehr oder weniger nicht ganz so einfache Aufgabe, weil wir da auch bei den Starkregenkarten im Moment noch keine reglementarische Kraft haben oder irgendwie das reglementarisch durchsetzen können, sodass wir sehr auf Mitarbeit der Leute angewiesen sind. Und dann am Ende geht es dann halt wirklich darum, in die Zukunft die Sachen, die Planungen schon so weit voranzutreiben, dass man anfängt von alten Techniken, dass man Flüsse quasi verrohrt hat, die aufzulegen, damit die Platz haben, damit man das Wasser sich ausdehnen kann, aber natürlich schadfrei ausdehnen kann, damit man die Abflusswelle bei einer Sturzflut quasi, also den Hochwasserscheitel drücken kann. Beim Objektschutz ähnlich, da ist dann bei Starkregen natürlich immer die Frage, will man eher ein sich selbst aufbauendes System, ein mobiles oder ein festes Objekt. Dann gibt es bei den festen natürlich auch die sich aufstellen, oder man muss sich selbst aufstellen. Das hat dann immer etwas mit Wartungsaufwand zu tun oder auch mit
Wartungsaufwand gegen Reaktionszeit. Da muss man natürlich bedenken, dass man bei Starkregen nicht viel Reaktionszeit hat. Das heißt, wenn dann so eine Sturzflut kommt, dann muss man auch zur Stelle sein, was dann natürlich für ein sich schnell aufstellendes Klappschott sprechen würde, aber die sind halt wartungsintensiver, sodass man da immer ein bisschen gucken muss, was man auswählt. Dann in diesen Starkregenkonzepten gehen wir aber auch ganz offensiv auf die Bevölkerung zu, sodass wir da immer auch einen Teil Sensibilisierung vorsehen, wo wir dann quasi mit Flyern und Broschüren schon mal versuchen, die Eigenvorsorge anzustoßen mit Fragebögen. Wissen Sie eigentlich, dass Sie in so einem Fließweg wohnen zum Beispiel? Da haben wir aber auch anfangs noch sehr viel so Informationsveranstaltungen gemacht. Da waren natürlich jetzt mit dem Corona, mit dem Covid, ist das ein bisschen langsamer gegangen. Da haben wir aber auch die Erfahrung gemacht, zum Beispiel in Luxemburg, dass in den Informationsveranstaltungen oft währenddem dann nicht so offen geredet wird. Also wenn da eine Fragestunde ist, dann sagt noch keiner was. Aber wenn wir dann nachher Beratungsgespräche angeboten haben, dass dann die Leute da so im Zweiergespräch sehr, sehr kommunikativ sind, sodass wir da auch immer mehr auf Beratungsgespräche setzen, sodass wir jetzt eine Informationsveranstaltung machen, oft in denen wir erklären, was ist die Bemessungsgrundlage von einem Kanal und einfach diese ganzen Sachen erklären. Warum ist ein Kanal nicht unbedingt für Starkregenschutz ausgelegt? Was sind das sind einfach verschiedene Sachen, um da auch einfach mal die Fakten klarzulegen und auch Sachen zu erklären einfach. Und dann nachher dann wieder wirklich auch Beratungsgespräche anzubieten, wo dann so quasi man sich anmelden kann für eine Sprechstunde und dann mit den Ingenieuren, die das Projekt umsetzen oder auch mit uns wirklich sich die Situation anzugucken und sich beraten zu lassen. Wenn wir jetzt alle Handlungsoptionen natürlich aufgesetzt haben, geht es darum, auch die Maßnahmenalternativen einmal zu prüfen. Da soll es wirklich darum gehen, dass man nicht bauliche Maßnahmen mit baulichen Maßnahmen kombiniert. Kann ich vielleicht mit Bewirtschaftungsmaßnahmen im Einzugsgebiet, wassersensible Bewirtschaftung unten, eine bauliche Maßnahme dementsprechend anders auslegen, weil ich quasi dann, also so auch einfach um auch die Symptome, nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern auch die Ursachen wirklich an der Wurzel zu packen. Da geht es auch darum, Wechselwirkungen zu sehen, je nachdem. Bei Starkregen ist das einfachste Beispiel mit der Mauer. Ich schütze mich selbst, leite das Wasser zu einem anderen der dann dadurch den Schaden kriegt. Das sind aber einfach Sachen, die das Ganze sehr komplex machen. Und dann geht's, genau, nachher haben wir dann ein Maßnahmenkonzept. Das ist eigentlich wenn man so will, eine Liste mit priorisierten Maßnahmen, die nach Nutzenaufwand oder Kostenaufwand oder Flächenverfügbarkeit oder Impact auf die Ökologie priorisiert werden sollen, wo dann halt wirklich von der einfachsten Maßnahme, die am meisten bringt, angefangen werden kann, um dann wirklich so die Maßnahmen umzusetzen in der Gemeinde, in der Kommune. Und dann der nächste Punkt natürlich in der Strategie ist dann halt messen und verstehen. Ich habe schon gesagt, das ist einfach nur in Anlehnung auch an die Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, wo es darum geht, auch die Daten zu sammeln, diese Prozesse und Abläufe und Phänomene auch zu erfassen. Also auch jetzt noch gibt es sehr viele Diskussionen, da gibt es diesen Pisteneffekt, wie viel Wasser ist eigentlich alt bei einem Starkregen, wie viel wird da durch den Boden gedrückt, wie viel fließt oberflächlich ab, was ist gesättigter Abfluss, Oberflächenabfluss oder hochtonischer, um dann da auch wirklich das Wissen zu entwickeln, weil je nachdem, was für Erkenntnisse man hat, kann man auch wieder die Maßnahmen gezielter ansetzen, was dann auch mit einer gewissen Erfolgskontrolle und Evaluierung quasi das Risikomanagement immer wieder adaptiert. So haben wir dann auch bei den letzten 2 Starkregen, den größeren Starkregen oder Sturzfluten, die wir haben, mit dem Forschungsinstitut hier gleich nebenan, quasi die Starkregenereignisse evaluieren lassen. Genau, und dann zum Schluss, ja, wir kommen da mit dem Starkregen an die Grenzen vom technischen Schutz und haben dadurch ein sehr hohes Restrisiko,
was natürlich so, dass es da auch keine schnellen und keine einfachen Lösungen geht. Es ist eine interdisziplinäre Aufgabe. Es gibt sehr viele Wechselwirkungen, was da in Konsequenz dann wieder eine ganzheitliche Herangehensweise erfordert. Der wiederum erfordert wieder ein bisschen einen Paradigmenwechsel in der Gesellschaft, was aber im diametral dann wieder dazu steht, dass wir ein sehr hohes Schadenspotenzial haben. Das heißt, wir haben eigentlich ein sehr hohes Schadenspotenzial, einen sehr hohen Betätigungsdrang. Und dann, was wir sagen wir, ja, lass mal ein FC Überflutungsvorsorge gründen und dann erstmal reden. Aber das ist natürlich dann, da werden oft schnelle Lösungen gefordert, aber die Herausforderung ist dann, um dann zu sagen, ja, wir müssen uns alle an den Tisch setzen und schauen, dass wir alle an einem Strang da irgendwie ziehen, was natürlich dann nicht schnell ist. So. Ja. Genau, das war's. Danke, Claude, für deinen Vortrag. Gibt es Fragen hierzu zu diesem Starkregenmanagement? Ja, einen Moment, ich suche das Mikrofon. Ja. Ja, danke, Jörg London von der Bauhaus-Universität in Weimar. Wäre es oder ist es eine Option, die Versicherungswirtschaft mit einzubeziehen in sozusagen die gesellschaftlichen Prozesse, um den Handlungsdruck ein wenig zu erhöhen, dass man sich selber schützt oder vielleicht da gar nicht baut? Ja, das ist, also machen wir schon. Wir stehen auch in Kontakt mit den Verhandlungsgesellschaften. Es ist aber so, dass das ja eine Versicherung nicht immer so funktioniert, dass man sagt, okay, wenn man jetzt eine Alarmanlage baut zum Beispiel, dass man dann sich seine Versicherung billiger machen könnte oder so, dass es da quasi in der Herangehensweise schon Unterschiede gibt. Ja. Es ist auch, Luxemburg ist dann auch wieder ein bisschen typisch. Wir haben das gesehen bei den Hochwasser, also im klassischen Hochwasserversicherungen, die wurden bis 2018 überhaupt nicht angeboten in Luxemburg, weil die gesagt haben, das ist für uns ein zu hohes Risiko, weil wenn es eine Hochwasserlage gibt, dann ist das ganze Land betroffen. Und damit haben wir so hohe Rückversicherungssummen, dass man sich nicht ausgleichen kann. Wenn das in Deutschland, einer großen deutschen Versicherung passiert, dann gibt es vielleicht ein Hochwasser im Rheineinzugsgebiet oder eher in Nordostdeutschland, aber es ist nie das gesamte Territorium betroffen und somit sind die insgesamten Schadenssummen, kann sich das ausgleichen. Das heißt, die haben dann gesagt, ja, wenn wir das machen, dann werden die Versicherungssummen so hoch, dass niemand es nehmen will. Es gab dann aber von der Regierung wurde dann im Nachlauf von den zwei Starkregenereignissen wurde ein bisschen der Druck erhöht auf die Versicherungen und gefragt, sie sollten dann doch bitte etwas anbieten. Und dann wurde etwas angeboten und es ist jetzt so, dass es jetzt flächendeckend eine Hochwasserversicherung gibt, die man freiwillig abschließen kann. Es ist aber so, dass die Versicherungssumme, die die Versicherung auszahlt im Schadensfall, die ist gedeckelt, wenn man sich in einem ausgewiesenen Hochwasserbereich befindet und sie ist wesentlich höher, wenn man sich außerhalb dem Bereich befindet. Das heißt, wenn man dann Schaden durch ein Starkregenereignispotenzial hat, ist man höher und man nicht eben in einer HQ 100 Fläche, ausgewiesenen Fläche liegt, dann ist die Schadensdeckung höher. Jetzt fangen wir da an. Okay. Ich habe eine kurze Frage. Eine Möglichkeit wäre ja auch in der Landwirtschaft, das Wasser zurückzuhalten. Wie gehen Sie da vor? Also Sie hatten ein Beispiel gezeigt mit so einer neuen Heckenstruktur. Wie kriegen Sie die Landwirte dazu, möglicherweise Retentionsflächen? Das würde mich interessieren. Ja. Ich komme aus der Landwirtschaft, deswegen würde mich interessieren, nee, luxemburgische Sicht. Nee, das ist auch also eine Schwierigkeit. Ich habe ja auch gesagt, dass die auch nach Flächenverfügbarkeit priorisiert werden. Aber es ist, ja, wir versuchen
Maßnahmen da anzubieten, wo es geht, zum Beispiel mit Wallhecken oder wie sagt man das, Faschinen oder also irgendwie auch erosionsmindernde Maßnahmen oder ja, Ackerrandstreifen aber es ist halt immer wieder die Flächenverfügbarkeit und auch der Nutzungsdruck, der auf diesen Flächen liegt, der das Ganze schwierig macht. Aber dann im anderen wiederum geht es auch viel über die Informationsveranstaltungen, wo wir innerhalb dieser Informationsveranstaltungen auch wirklich versuchen, alle an den Tisch zu kriegen, wo dadurch, aber hoffen wir es ein bisschen auch so also die Leute auch erkennen, was die Auswirkungen von einer nicht wassersensiblen Bewirtschaftung wirklich auf die Unterliege haben. Und da haben wir wirklich teilweise ganz konkrete Probleme, wo dieser klassische Fall in Fließrichtung gepflügt wird oder so. Und wenn das dann aber auch nur mal gesehen wird oder verstanden wird, oft ist das auch wirklich ein Aufklärungsbedarf da, dass man wirklich auch sagt, ja, wenn man das so pflügt, dann schießt man dem das Wasser in den Garten rein. Oder, ja. Ja. Wir sind aber da auch immer wieder das ist dann auch wieder, wir müssen da auch mit dem wie sagt man das, mit der AStA zum Beispiel zusammenarbeiten, um da halt quasi geeignete Umweltmaßnahmen oder Agrarumweltmaßnahmen zu finden, die man da umsetzen könnte. Danke. Es gab noch 2 Wortmeldungen da und da. Ja, okay. Also nächstes Mal nehmen wir einen nicht so steilen Hörsaal. Das hält Sie doch fit. André Niemann, Universität Duisburg-Essen. Schönen guten Tag. Herr Maisch, wunderschön, also schöne Arbeit. Erstmal Glückwunsch. So genau zu arbeiten ist nicht selbstverständlich und dann für ein ganzes Land. Also wirklich ein tolles Arbeitsergebnis. Ich habe aber eine Frage zur Kommunikation, weil ich glaube, Kommunikation ist ein Schlüssel, nicht nur mit den Bürgermeistern und den Gemeinden, sondern eben auch tatsächlich mit den Kammern, Ingenieurkammern oder Landwirtschaftskammern und eben den offiziellen Einrichtungen, die dann wieder ihre Mitglieder informieren, aber auch mit dem Bürger. Ich habe gesehen, das haben Sie so strukturiert gemacht. Unsere Erfahrung ist, ne? Und gibt es da noch ein Extra sozusagen, da jetzt den Schritt zu machen? Weil die Erfahrung zeigte, wir haben alle HAKO 100-Karten gesehen und dann wird gebaut und gemacht, aber Extremhochwasser hat keiner auf dem Radar. Aber es ist ja jetzt passiert und jetzt ist die große Diskussion im Gang, wie gehen wir jetzt weiter? Ne? Also im Ahrtal 34 Häuser werden nicht wieder aufgebaut, es sind aber auch nur 34 Häuser. Ne? Ja. Muss man auch mal so sehen. Ne? Und was machen Sie da? Was ist da angedacht? Also gibt es da sozusagen, behalten Sie das im Blick oder wie läuft das? Hier und Vorträge. Ja, die kommen ja auch an. Ja, ja, nee, ich versuche es so wirklich tatsächlich dann mit Vorträgen und Informationsveranstaltungen, das ist ja wirklich das, was wir dann machen, wo wir den Leuten sagen, hier, es gibt Starkregengefahrenkarten und dann, ja, guckt euch die mal an. Aber ja, wir haben jetzt nicht irgendwie vor, da Werbung für zu schalten oder irgendwie sowas gibt es jetzt im Moment derzeit nicht. Also es ist wirklich eine riesige Herausforderung, weil als wir bei dem ersten Hochwasserrisikomanagementplan mit den Karten in die Öffentlichkeit gegangen sind, da standen wir vor solchen Sälen und da hat uns jeder angeschaut und hat gesagt, was uns denn angehe, jetzt hier die Grundstückspreise abzuwerten, weil da hat ja noch nie jemand Wasser gesehen und der Großvater hätte dort schon gewohnt und das sei ja eine Frechheit, was wir da machen würden und ob der Staat sie dann jetzt entschädigen würde, wenn sie jetzt und dann haben wir gesagt, ja, es ist vor allem mal eine Information. Das heißt, dass man weiß, was passieren kann. Es wurde aber wirklich, also da hatten wir sehr starken Gegenwind. Jetzt ist es dann eingetreten, die Karten haben wir für den zweiten Zyklus komplett überarbeitet und die sind wirklich sehr präzise gewesen. Jetzt sagen uns die Leute, wir haben nie gewusst, dass da Wasser hinkommen könnte. Die Gemeinden sagen das zum Teil, die Bauherren sagen das, weil wir geben ja dann Auflagen, wenn in diesen Bereichen gebaut wird, dass da keine Wohneinrichtungen hinkommen dürfen. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass, obwohl wir das in verschiedenen Genehmigungen stehen haben, das ist exklusiv Kellerabstellraum oder so, dass trotzdem Wohnraum illegalerweise reingepfercht wurde.
Deshalb, Gott sei Dank, ist in Luxemburg niemand ums Leben gekommen, aber es war in verschiedenen Fällen doch sehr knapp. Das heißt, es ist jetzt eher so, dass jetzt die Leute auf uns zukommen oder die Gemeinden auf uns zukommen und jetzt alle sofort etwas wollen, was wir natürlich auch nicht stemmen können. Aber ich denke, es ist jetzt wieder mal so, dass es ist jetzt wieder präsent und wo vorher es überhaupt kein Thema war, irgendwie ein Grundstück für eine Renaturierungsmaßnahme zu bekommen, dass die Gemeinden zumindest mal wieder bereit sind, auf das Terrain zu gehen und zu reden. Es wird nicht ewig lang anhalten. Das wissen wir auch aus den Erfahrungen aus den Starkkriegen, Ereignissen 2018. Da gab es auch wurde auch gesagt, um Gottes Willen, hier können wir nie wieder was machen. Das hat dann 3, 4 Monate gedauert. Dann hatten wir die ersten Unterlagen wieder auf dem Tisch, um die zu begutachten. Das heißt, es ist wirklich so ein stetiger Prozess. Ja. Dann noch die letzte. Ja, hier Philipp Birger von der Naturverwaltung Luxemburg. Vielen Dank für die gute Arbeit und die sehr interessante Präsentation. Also ich arbeite auch im Bereich der Landwirtschaft und ich habe da ein paar Sachen, also eher einen Kommentar zu sagen. Also ich war auch sehr stark vom letzten Hochwasser betroffen. Mein Haus wurde 1,80 Meter überflutet im Rez-de-chaussee. Aber es muss, wie Sie sagen, die Symptome müssen bekämpft, also nicht die Symptome müssen bekämpft, sondern die Ursache muss bekämpft werden. Und das ist eben das sehr wenige Retentionsvolumen, was unser Land hat. Ne? Und hier muss man massiv vorgehen, um Flächen zu renaturieren. Und ich spreche nicht nur von Flüssen, sondern auch von Feuchtflächen, wo Drainagen gelegt werden. Läuft das Wasser sofort in Kanäle ab und wird in den Fluss oder in kleinere Bachläufe reingeleitet. Man muss da massiv Drainagen zumachen oder so, um hier wieder Retentionsvolumen zu schaffen. Man muss auch wieder viel mehr Weiher graben und wirklich, man müsste vielleicht mit dieser Karte kann man wirklich sagen, hier bräuchte man ein Weiher, um so ein temporäres Retentionsvolumen zu schaffen. Ja? Und das kann auch sehr interessant sein für Natur natürlich, für Amphibien, aber für den Schutz der Leute ist es sehr, sehr wichtig. Und mit Klimawandel also mit Starkregen hat man auch ein sehr großes Kommunikationspotenzial. Also wenn man den Leuten klar machen kann, jedes Haus kann davon betroffen sein. Mit Klimawandel ist es so, es wird wärmer, das ist sehr schön, dann haben wir mehr Sommertage, das ist ja ganz agreeabel. Aber mit Starkregen kann man wirklich sehr, sehr stark arbeiten. Also hat man viel bessere Argumente, denke ich, bei den Leuten, um die Leute wirklich darüber zu sensibilisieren. Ne? Und ich muss leider enttäuschen bei den neuen Agrarumweltmaßnahmen, die jetzt für die nächsten 7 Jahren oder 8 Jahren proposiert werden. Da gibt es nicht eine einzige Maßnahme, die gegen Starkregen helfen könnte. Gut, es gibt Randstreifen oder sowas, das ist vielleicht gegen Erosion gut oder auch Heckenpflanzen ist gut, aber wirklich Retentionsvolumen schaffen, das fehlt. Ne? Hier müsste man wirklich sehr proaktiv vorgehen, renaturieren und Weihergraben. Und dann noch eine Frage, ich weiß nicht, es gibt keine legale Obligation, wenn man versiegelt. Ne? Also in Luxemburg werden ja pro Tag praktisch 3 Hektar versiegelt im Schnitt. Hier es muss Retentionsvolumen geschaffen werden, wenn man auftürmt, also ein Hügelchen baut irgendwo, aber wenn man versiegelt, muss man gar nichts kompensieren. Und das wird auch irgendwann in der Zukunft kommen. Also wenn man versiegelt, da kann kein Wasser einziehen. Wie kann man das irgendwie besser rüberbringen? Ja, genau. Also ich denke, mit Nature-Based Solutions und so kann man da sehr viel machen. Ob jetzt überall Weihergraben und so die richtige Lösung ist natürlich, da haben wir dann auch natürlich andere Gesetzgebungen, die das auch einfach teilweise nicht erlauben, dass man da innerhalb von Flussläufen jetzt zum Beispiel Weiher graben würde oder Retentionen machen würde, um da Wasser zurückzuhalten. Also das ist dann im Nachhinein dann doch wieder nicht so einfach und dann hängt es wieder an anderen Anforderungen, die wir aber auch einfach haben, wo wir auch noch aufarbeiten müssen, um auch noch wirklich also Begradigungen und so wieder quasi nicht gerade zu biegen, aber wieder andersrum, ja, krumm zu biegen. Und
Zur Versiegelung, also da gibt es ja schon ganz klare Regeln, wie da die Auffangbecken dimensioniert werden. Und da ist dann wiederum die Sache, dass quasi da ein Regenwasserkanal jetzt nur begrenzten Schutz bieten kann gegen Starkregen. Und wir können jetzt auch einen Regenkanal bauen, der 100-jährig abläutet, aber dann haben wir ein Problem im Sommer oder weil da die Fließgeschwindigkeiten nicht erreicht werden und es rechnet sich auch einfach nicht. Und dann haben wir wieder nicht das Problem quasi an der Wurzel angepackt. Und das sind ja dann wieder die Sachen, wenn dann jetzt in 10 Jahren ein 100-jähriger, ein 50-jähriges Ereignis wäre, ja, dann passt der Kanal ja wiederum nicht. Dann fangen wir da nochmal an, gehen da nochmal, dann sind wir da an den Stellschrauben zu drehen, sodass es wirklich darum gehen muss, Sachen wirklich gar nicht, also meiner Meinung nach ist einfach der technische Schutz da sehr begrenzt bei Starkregenereignissen, weil bei so extremen Wettern sich so mit technischen Lösungen gegen die Natur zu stellen, weiß ich nicht, ob das da, also die Bemessungsgrundlage, das ist ja immer auf eine Bemessungsgrundlage ausgelegt und potenziell wird die immer überschritten. Und ja, genau. Sonst, ja, genau. Also Vielen Dank. So, dann kommen wir zum letzten Vortrag für heute Vormittag. Wenn wir jetzt von zu viel Wasser geredet haben, reden wir jetzt von zu wenig und wie man darauf reagieren kann. Und ich denke, da wird auch die Kommunikation, spielt da sicherlich auch eine Rolle. Wer darf wann was nutzen zum Beispiel, ist sicherlich da auch ein Thema. Und dieser Vortrag wird gehalten von Herrn Dr. Thomas Riedel. Er ist Mitarbeiter am IWW. Hat promoviert am Institut für Chemie und Biologie des Meeres und war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut und am Institut für Geökologie der TU Braunschweig. Ja, vielen Dank für die Einladung heute. Wie mache ich das? So, genau. Wie macht man hier das Vollbild? Ach da, alles klar, wunderbar. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, heute ein Projekt vorstellen zu können, mit dem ich mich in den letzten 1,5 Jahren beschäftigt habe. Und nicht nur ich, sondern eine ganze Reihe von anderen Leuten auch bei uns am Institut und auch Mitarbeitern der Universität Duisburg-Essen. Da geht es um das Thema Niedrigwasser und Dürre. Wir springen heute also auch thematisch ein bisschen her, spiegeln so ein bisschen die klimatische Variabilität auch wieder, die man manchmal so beobachtet. Das ist ein Thema, was wir für das Umweltbundesamt bearbeitet haben, nachdem also über mehrere Jahre hinweg in Deutschland eigentlich das Thema Hochwasser lange viel bearbeitet wurde, ist man dann so durch die Jahre 2018, 2019, die doch sehr trocken waren in Deutschland, auch so ein bisschen betroffen gewesen und hat gesagt, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen schauen, dieses Thema Niedrigwasser oder auch Dürre mal ein bisschen koordinierter anzugehen und dafür so eine Sachgrundlage zu schaffen, war letztlich unsere Aufgabe. Also erstmal einen Bericht zu verfassen, wie kann man eigentlich, wie ist der Sachstand, wie könnte man auf solche Ereignisse reagieren, um dadurch also quasi in Zukunft dann diese ganze Diskussion um den Umgang mit Dürreereignissen so ein bisschen koordinierter angehen zu können. Also das ist quasi so eine Art Aufschlagarbeit, dass es dann von da aus weiter in die politischen Arbeiten getragen werden soll. Ich knüpfe damit also so ein bisschen an die Arbeiten und auch den Vortrag gerade von Andreas Marx an und versuche da so ein bisschen nochmal in einzelne Punkte so ein bisschen weiter reinzuzoomen. Wenn man anfängt mit einer Literaturstudie, dann fängt man gleich am Anfang sich erstmal an zu fragen, was ist eigentlich eine Dürre? Und das ist gar nicht so einfach zu definieren, weil Dürren eigentlich so schleichende Ereignisse sind. Die bauen sich so langsam auf und manche verschwinden auch langsam wieder. Die betreffen unterschiedliche Bereiche. Es ist nicht so ein Starkregen, wo man ganz gut messen kann, jetzt hat er eingesetzt und jetzt hat der Regen wieder aufgehört. Und so ist es dann auch in der Literatur, die man sich anschaut. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Definitionen. Der eine schreibt, jetzt hat es tagelang nicht geregnet, der andere schreibt, meine Pflanzen sind verdorrt. Aber so eine richtige griffige Definition gibt es eigentlich bis heute gar nicht, auf die man dann also quasi aufbauen könnte oder so Literatur zum Beispiel sortieren könnte oder Ereignisse zuordnen könnte.
Es gibt in der Wissenschaft wohl die Ansätze, dass man also zumindest nach bestimmten Sektoren gliedert, also meteorologische Dürren, also wenig Niederschlag, oder man sagt hydrologische Dürren, das sind dann Niedrigwasserereignisse, die man an Niedrigwasserkennzahlen festmachen kann, oder vielleicht auch landwirtschaftliche Dürren, die man zum Beispiel an der Bodenfeuchte festmachen kann, wie das zum Beispiel auch ganz plakativ am Dürremonitor des UFZ geschieht, oder auch die sozioökonomischen Dürren, also das, was dann an Auswirkungen auf uns zukommt. Grundsätzlich, wenn man aber so ein bisschen weiter einen Schritt zurück macht, ein bisschen globaler das Ganze betrachtet, dann kann man das auch ganz mathematisch einfach so formulieren, dass eigentlich während einer Dürre der Wasserbedarf nicht mehr gedeckt ist. Also da nimmt man dann also quasi dieses Ungleichgewicht mit rein bei dieser Definition zwischen dem, was eigentlich gebraucht wird und dem, was eigentlich wirklich zur Verfügung steht. Und dann kann man letztlich sagen, also die Atmosphäre könnte zum Beispiel mehr Wasser aufnehmen, als eigentlich durch Niederschlag gefallen ist. Das wäre eine Dürre, oder eine Pflanze braucht mehr Wasser, als in der Boden eigentlich zur Verfügung stellt und so weiter. Also in diesem größeren Sinne bewegen wir uns dann auch quasi in diesem Bericht. In den letzten Jahren, wir hatten das ja vorhin schon mal gesehen, gab es ja eine ganze Reihe von Dürren in Deutschland, und vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren hat sich ein bestimmtes Muster da entwickelt, was relativ, was eigentlich in den Jahren 2003, 2018, 2015 relativ prominent war. Im Endeffekt ist es immer so gewesen, dass also das Frühjahr relativ warm und trocken war. Der Monat April ist relativ trocken gewesen. Es gab wenig Niederschlag, die Vegetationsfasern eingesetzt, die Bodenspeicher sind entleert worden. Es gab eine frühe Schneeschmelze, dadurch stand also im Sommer zur Niedrigwasseraufhöhung aus den Bergen relativ wenig Wasser zur Verfügung, sodass da also Niedrigwasserereignisse dann grundsätzlich stärker sich ausprägen können. Der Verdunstingsanspruch der Atmosphäre also relativ hoch, schon im Frühjahr, und dann kommt im Sommer eine Blockade des Feuchtetransports vom Atlantik hinzu. Also da setzt sich quasi ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa ab und leitet den Niederschlag letztlich dann über Skandinavien und Südeuropa um. Und das hat dann oft zur Folge, dass man also mehrere Tage, teilweise auch wochenlang schönes Wetter hat, blauer Himmel, enorm hohe Sonneneinstrahlung, die dann auch die letzten Wassertropfen noch aus dem Boden raussaugt. Und dann mehr oder weniger auch diese Art von heißen Dürren, also diese sommerlichen Dürren, sich entwickelt haben in Deutschland. Und das wird sicherlich auch in Zukunft sich noch weiter so in diese Richtung entwickeln. Wenn man sich mal ein bisschen längere Zeitserien anschaut, und das haben wir hier mal getan, das ist anhand eines Indexes, der nennt sich SPY, also das ist im Prinzip nichts anderes wie die klimatische Wasserbilanz, normalisiert, standardisiert auf bestimmte Werte. Hier aufgetragen von 1950 an bis 2018, das wird jetzt hier so ein bisschen überdeckt. Dieser Messwert oder dieser Index gibt letztlich an, wie stark also eine Dürre oder die klimatische Wasserbilanz sich entwickelt hat. Sehr negative Werte bedeuten also starke Dürre, sehr positive Werte, also besonders feuchte Jahre oder vielleicht auch Monate. Und hier sehen Sie mal aufgetragen dann auch über die einzelnen 12 Monate der einzelnen Jahre. Und zunächst mal sieht man also, dass eine Dürre an sich nicht ungewöhnlich gewesen ist in Deutschland. Also insgesamt hatten wir in den letzten 70 Jahren so roundabout 10 Dürren in schöner Regelmäßigkeit, also Jahre, in denen also die klimatische Wasserbilanz besonders negativ ausgefallen ist. Was aber auffällt, ist, dass wir also früher vielleicht häufiger mal so winterliche Dürren hatten, also wo in den Wintermonaten also der Niederschlag ausgeblieben ist, was ja wasserwirtschaftlich auch relevant ist, weil da ja Grundwasserneubildung stattfindet, hatten wir heute schon gesagt, und auch die Talsperren gefüllt werden letztlich. Und jetzt erleben wir also, dass in den Jahren 2003, 2018 auch mal eher so sommerliche Dürren sich ausprägen, also da, wo die Wasserwirtschaft eher von der Nachfrageseite her gefordert wird. Also dass wir quasi sehen, jetzt ist der Wasserbedarf hoch. Der Winter war zum Glück feucht, aber der Wasserbedarf im Sommer ist hoch, und jetzt wird quasi die technische Seite beansprucht. Das ist also quasi die Entwicklung der meteorologischen Dürren in den letzten 70 Jahren, und wie pausen die sich dann im Wasser durch? Auch da hatten wir ja vorhin schon mal so ein paar Informationen zu gesehen. Ich bin immer großer Freund von Messdaten, echten Messdaten, und es gibt vom Umweltlandesamt in Nordrhein-Westfalen eine lange Zeitserie, die betreiben seit den 60er Jahren ein Lysimeter, ein Großlysimeter, also so richtig mit Baumbeständen drauf und so weiter, wo man sich mal Sickerwasserentwicklungen anschauen kann. Und da sehen Sie mal hier über die Dekaden gemittelte Grundwasserneubildung oder Sickerwasserraten letztlich für die letzten 50 Jahre. So im Mittelwert, klar, Grundwasserneubildung in den Wintermonaten hoch, in den Sommermonaten eher niedrig. Nie ganz null, aber auf jeden Fall deutlich niedriger als im Winter. Und wenn wir uns mal das Jahr 2018 anschauen, was ja eine extreme Dürre war in Deutschland,
Dann sehen wir, dass es relativ feucht angefangen hat. Da kann ich mich noch gut daran entsinnen, dass ich da also im Raum Hannover Grundwasserproben nehmen wollte und die Messstellen eigentlich alle überflutet waren und ich gar nicht anfahren konnte. Also da hat auch keiner geahnt, wie trocken das Jahr eigentlich werden wird. Und dann ging es also stark runter und bereits im April waren dann die Sickerwassermengen schon deutlich unter dem langjährigen Mittel. Und dann hat es eigentlich für den ganzen Rest des Jahres keine Sickerwasserbildung mehr gegeben. Und weil es so extrem trocken war, waren die Böden so ausgedörrt, dass also die ersten Niederschläge dann im folgenden Winter auch nicht ausgereicht haben, die Sickerwasserbildung in Gang zu setzen, sondern da ist quasi die Grundwasserneubildung im Jahr 2019 auch erst so richtig dann im Februar angefangen. Also da sind ganze 2 bis 3 Monate Grundwasserneubildung einfach weggefallen durch so eine sommerliche Dürre. Und das hat dann letztlich auch Folgen, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben an so ein langjähriges Mittel Ihren Wasserrechtsantrag orientiert und und Ihre Wasserentnahmerechte quasi dran orientiert. Und dann kommt so ein Jahr rein, wo quasi 50% der Neubildung einfach wegbricht. Dann können Sie in diesen Jahren damit rechnen, dass da auch dann zum Beispiel die Grundwasserstände deutlich sinken werden und die Vorräte deutlich anders beansprucht werden. Man kann noch ein bisschen in die Fläche gehen. Also Lysimeter sind ja punktuelle Daten. Die NASA misst ja relativ fleißig mit den GRACE-Satelliten immer, wie es mit den Anomalien im Erdschwerefeld aussieht. Und daran kann man ja ganz gut festmachen, wieso die Feuchte eigentlich in der Erdkruste, der oberen Erdkruste sich entwickelt. Und hier sieht man mal so ein bisschen, das nennen die Wetness-Perzentile, also im Prinzip auf langjährige Zeit rein normierte Anteile, wie viel Feuchtigkeit steckt da eigentlich im Boden. Und da sehen wir mal für den Dezember 2018, also das ausgehende Trockenjahr 2018, dass wir hier relativ große Teile von Europa, also dass wir da so diese zwei Perzentile erreicht haben, also im Prinzip 50-jährige Trockenheitsereignisse im oberen Boden und im oberen Grundwasserleiter da schon erreicht hatten. Und dass das von Frankreich bis fast in die Ukraine geht. Ne? Also dass es also so eine Dürre durchaus einen überregionalen Aspekt hat, der auch ganz wichtig ist, wenn man also später über Maßnahmen sprechen möchte. Denn wenn jetzt hier die Landwirte zum Beispiel Probleme bekommen, Agrarprodukte zu produzieren, dann können wir nicht unbedingt auf unsere Nachbarn zugreifen, wenn die auch eine Dürre haben. Und dasselbe gilt zum Beispiel auch bei wasserwirtschaftlichen Problemen. Also wenn dann der eine wasserwirtschaftliches Problem hat, kann man nicht einfach beim Nachbarn nachfragen, können uns Wasser rüberleiten, zum Beispiel über Talsperrensysteme oder Überleitungssysteme und so weiter. Also das hat auch schon deutliche Implikationen für das, was dann vielleicht auch an Maßnahmen vielleicht auch über die deutschen Landesgrenzen hinaus dann entwickelt werden muss in Zukunft. Nur mal ein kurzer Blick, wie ist der aktuelle Stand? Also das ist das Foto, Foto ist es ja nicht, das ist das Bild, was die NASA also vor 3 Wochen mal hochgeladen hat. Also wir sehen, dass mittlerweile irgendwie ganz Europa eigentlich in irgendeiner Form eine unterdurchschnittliche Wassermenge im oberen Kompartiment, also Boden- und oberen Grundwasserleitern hat. Das ist etwas, was in letzter Zeit sich so ein bisschen verstärkt hat. Also dass wir sehen, dass der atmosphärische Wasserkreislauf sich intensiviert hat und im Prinzip Niederschlag relativ schnell wieder zurück in die Atmosphäre geht. Und der unterirdische Wasserkreislauf hat sich ein bisschen verlangsamt. Also es findet immer weniger Grundwasserneubildung statt aktuell und das auch europaweit, wodurch dann also quasi die Wassermengen unter der Erde ein bisschen weniger werden, dadurch, dass mehr oder weniger der oberirdische Kreislauf sich so intensiviert hat. Und das erhöht natürlich dann auch letztlich die Dürregefahr. Auswirkungen hat das natürlich für viele Bereiche gehabt. Jetzt mal hier nochmal so ein Beispiel, die Daten des Bundesministeriums zum Thema Waldschäden. 2% der gesamten Waldfläche sind 2018 also betroffen gewesen, beziehungsweise dann auch im Folgejahr 2019, größtenteils Nadelhölzer, das hatten wir heute auch schon gehört, die da also quasi extrem geschädigt wurden. Da sind also die Nadelholzpreise auf 10% oder so gefallen dessen, was man eigentlich dafür kriegen könnte am Markt. Und Schadholz ist auch schwer loszuwerden. Also die meisten Waldbesitzer haben dann eigentlich im Prinzip nur damit zu kämpfen gehabt, vielleicht, wenn sie Nadelhölzer hatten, den Borkenkäfer zu entfernen und konnten aber mit dem Holz eigentlich gar nicht wirklich was anfangen. Wie das aussieht, ist konnte ich hier mal 2020 mal im Januar sehen, also nach 2 Dürrejahren. Da habe ich ein Foto gemacht auf der Paderborner Hochfläche. Da sieht man eigentlich ganz nett, mit welcher Hingabe der Borkenkäfer sich also dem Klimawandel widmet. Er hatte also quasi ganze Flächen an Fichten entfernt, beziehungsweise so zu Schadholz verwandelt, dass die eigentlich dann alle weggerodet werden mussten. Und das hat dann letztlich auch Implikationen für die Wasserqualität, weil stellen Sie sich vor, wenn so große Mengen Holz auf einmal gerodet werden, dann bleibt ziemlich viel Material im Boden zurück, ziemlich viel organisches Material. Das mineralisiert dann und dann kommen relativ große Mengen Organik plötzlich in den Grundwasserleiter rein oder auch in den nächsten Oberflächengewässer und der Stickstoff wird in Nitrat umgewandelt und das gerät dann auch alles mehr oder weniger ins System hinein und dann kann das durchaus sein, dass wir dann mal so 1, 2 Jahre so einen Puls haben mit extrem hohen Werten,
DOC, was dann hygienische Probleme im Netz verursachen könnte, oder auch hohe Nitratwerten, wo sie plötzlich aktiv werden müssen. Das heißt also, dieser qualitative Aspekt von Dürren, den kann man sicherlich oder muss man sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle aus wasserwirtschaftlicher Sicht sich anschauen. Auch für den Wald besonders interessant, die Waldbrandgefahr. Also das ist ein Thema, was in Deutschland noch relativ wenig behandelt wird. In Dürrejahren geht die Waldbrandgefahr deutlich rauf. Also hier 2003, 2015 und 2018 waren schon überdurchschnittlich viele Landesflächen betroffen. Bisher ist das noch kein großes Thema, weil letztlich also die Wald- und auch Moorbrände in irgendeiner Form bewältigt werden konnten, sodass es nicht übergetreten ist auf Siedlungsgebiete. Aber wir können sicherlich davon ausgehen, wenn das noch häufiger auftreten wird und sich möglicherweise die Waldbrandanzahl auch erhöhen wird, dann wird in Deutschland sicherlich auch irgendwann mal der Punkt kommen, dass auch Infrastruktur möglicherweise geschädigt wird. Das heißt also, hier muss man dann in Zukunft möglicherweise auch mal mehr die Feuerwehren briefen, schauen, dass man mehr Lehrgänge zum Thema Waldbranddynamik macht und so weiter. Ja. Aus landwirtschaftlicher Sicht, wir hatten das heute ja schon mal gesehen, sind Dürrejahre natürlich auch relativ unerfreulich. Also wir haben in der Regel, das sind jetzt hier mal so Hektarerträge für Körnermais und für 3 verschiedene Bundesländer und das Hektarerträge Kartoffeln für die Jahre für die Jahre seit 2001. Und man sieht, dass es immer so Einbrüche gibt, aber 2003 und 2018 sind schon sehr prominent. Also das sind die Dürrejahre, die sich da durchpausen. 2006 ist eher so ein relativ heißes Jahr gewesen, wo es dann auch im Frühjahr nochmal zu einem Frosteinbruch kam. Das heißt, die landwirtschaftlichen Kulturen waren schon so ein bisschen geschädigt. Da haben dann andere Faktoren reingespielt, genauso wie 2013. Aber man sieht halt, dass da so Dürrejahre schon einen erheblichen Einfluss haben, auch auf die Produktion eigentlich von landwirtschaftlichen Gütern. Ein großes Problem ist die Tierfutterknappheit gewesen. Also in Niedersachsen ist es so gewesen, dass statt 3-mal eine Wiese mähen nur einmal in 2018 möglich war. Das heißt also, man musste da also sehr viel Tierfutter importieren oder hat da auch dann eine spontane Landesbörse ausgerufen, also so eine Art Viehfutter-Ebay, was da etabliert wurde, um dann diese Tierfutterknappheit überbrücken zu können. Viele Landwirte haben dann so eine Dürrebeihilfe vom Ministerium bekommen, um also die Schäden irgendwie auffangen zu können, die sie da hatten durch die Ertragseinbußen. Aber teilweise ist das nur bis zu 20-30% pro Bundesland ausgezahlt worden. Also die meisten Landwirte mussten sich also anders irgendwie orientieren, also haben Verkauf von Nutztierbeständen durchführen müssen, mussten Darlehen aufnehmen oder haben vielleicht auch einfach von ihren Rücklagen gelebt. Teilweise ist es aber auch so, dass einige Produkte sogar besser geworden sind in ihrer Qualität und dadurch, dass sie dann, dass das Angebot aber geringer war, sind dann höhere Preise erzielt worden, sodass die Landwirte also da noch in irgendeiner Form eine gewisse Kompensation erhalten haben. Bei der Trinkwasserversorgung ist es vor allen Dingen so gewesen, gerade im Dürrejahr 2018, da gab es eine große Umfrage, die der DVGW da durchgeführt hat, dass es im Wesentlichen Wassergewinnungen waren, also die eine Quellfassung hatten, also in Mittelgebirgslagen. Das sind dann also quasi im Festgestein Grundwasserleiter, die relativ schnell auf hydrologische Variationen reagieren. Und in dem Moment, wo also sehr lange Niederschlag ausbleibt, fallen diese Quellen dann unter Umständen trocken. Und häufig sind es dann auch Kommunen gewesen, die also keine Verbundstrukturen hatten, also wo also nicht der Wasserversorger von nebenan über eine Leitung oder vielleicht sogar über eine Fernleitung noch Wasser dazu schießen konnte. Das heißt, die waren dann sehr solitär und waren dann mehr oder weniger von der Trockenheit so betroffen, dass dann also Tanklaster kommen mussten. Das gab es dann also in der Eifel, das gab es im Thüringer Wald und auch an einigen anderen Orten noch in Deutschland, wo dann also quasi die Trinkwasserversorgung kurzfristig unterbrochen war, weil halt die Quellen nicht mehr genug Wasser geliefert haben. Wir hatten aber auch einige Wasserversorger dabei, die haben erzählt, dass sie zeitgleich im Jahr 2018 im Sommer Wartungsarbeiten vorgenommen haben, also die Brunnen quasi regeneriert haben oder die Pumpen ausgebaut hatten oder einen Hochbehälter gerade regeneriert hatten. Und dann sind ist diese ganze Versorgungssicherheit quasi dadurch gefährdet gewesen, dass also einzelne Elemente der Wassergewinnung ausgesetzt waren und dann gleichzeitig die extrem hohen Bedarfe auf die Menschen zugekommen sind oder die auf die Wasserversorger zugekommen sind, sodass also quasi dann so eine Art technische Dürre entstanden ist, sodass viele jetzt beschlossen haben, also solche Wartungsarbeiten nur noch in den Wintermonaten durchzuführen und nicht mehr in den Sommermonaten, also so elementare Dinge der Wasserversorgung anzugehen. Ja. Ja, viel häufiger, als dass die Wasserversorgung wirklich oder unterbrochen war, war halt, dass der Leitungsdruck reduziert werden musste. Das war eigentlich in relativ vielen Kommunen in Deutschland der Fall.
Das ist im Grunde genommen erstmal, wenn man das so hört, so nicht wirklich ein großes Problem, hat aber zum Beispiel Implikationen für die Löscharbeiten. Also in dem Moment, wo der Leitungsdruck nicht mehr hoch genug ist, kann man halt einfach nicht mehr genug Wasser aus den Hydranten nehmen. In Dithmarschen, also in Norddeutschland, ist das auch einfach dann eine Kita abgebrannt. Die musste man dann einfach abbrennen lassen, weil halt das Wasser nicht mehr aus dem Hydrant rauskam. Es gab gar keine Möglichkeit, da noch Löschwasser heranzutransportieren. Also solche Probleme können dann auch in Dürrejahren dann auftreten. Talsperren, rund 30% der deutschen Trinkwasserversorgung gehen ja über die Talsperren, sind eigentlich ganz gut gewappnet für solche Ereignisse. Hier sehen wir mal so ein Beispiel aus der Landestalsperrenverwaltung in Sachsen. Also es sind 2 Talsperren, die für Freiberg und Pirna verantwortlich sind, also mittelgroße Städte in Ostdeutschland. Da sieht man, dass also die Stauziele in 2002 reduziert wurden. Das hat damit zu tun, dass da so ein Hochwasserereignis war. Und dann hat man gesagt, okay, so eine Talsperre sollte vielleicht auch Hochwasserschutz bieten. Und dann kam 2003 direkt ein Trockenjahr hinterher und dann sind teilweise einige der Talsperren, also bis auf 50% entleert worden. Aber weil da halt eine Gesamtbewirtschaftung gemacht wird, also die Talsperren stehen alle miteinander in Kontakt und man kann Wasser von der einen in die andere Talsperre überführen und weil in Ostdeutschland auch ein gewisser Bevölkerungsrückgang ist, ist es also nicht so ein großes Problem gewesen für die Landestalsperrenverwaltung, hier die Trinkwasserversorgung aufrechtzuerhalten. Also diese Systeme funktionieren extrem gut in Dürrejahren und sind auch hoffentlich in Zukunft noch weitergehend so stabil und haben auch genug Freibad nach oben und nach unten, dass sie also Hochwasser- und Niedrigwasserereignisse gut wegpuffern können. Was kann man jetzt tun? Also eine unserer Aufgaben war es auch nicht nur die Bestandsaufnahmen zu machen und so die Betroffenheiten so ein bisschen zusammenzufassen, sondern auch zu schauen, was gibt es denn für Aspekte, und wir haben da sehr viele Maßnahmen rausgeschrieben. Ich will jetzt nur mal 2, 3 mal ansprechen. Grundsätzlich gibt es eigentlich schon Richtlinien in Deutschland, in Europa auch sogar, die so ein bisschen darauf hinweisen, was könnte man denn machen? Also die Wasserrahmenrichtlinie eigentlich als eigentliches Instrument spricht Dürre eigentlich gar nicht an. Das ist erst nachgetragen worden in 2007, wo dann also quasi gefordert wurde, dass man die Bewirtschaftungspläne für die einzelnen Einzugsgebiete eigentlich um Dürremanagementpläne erweitern müsste. Also so wie es beim Hochwasserschutz ist, sollte man eigentlich auch beim Niedrigwasser so ein bisschen mehr in die Bewirtschaftung schauen. Was kann man eigentlich in den Einzugsgebieten machen? Wie kann man da eigentlich so ein bisschen mehr auf das jetzt aufgrund der Zeit nicht so im Detail darauf eingehen, die auch nochmal sich damit beschäftigt haben. Eine eigene Richtlinie, wie es für das Hochwasserrisiko gibt es fürs Niedrigwasser noch nicht und wird wahrscheinlich auch nicht kommen, soweit wie ich das verstanden habe. Das heißt, das ist mehr oder weniger dann so ein bisschen Länderaufgabe, sich um dieses Thema Dürre in Zukunft mit diesem Thema zu beschäftigen. So, ich überblätter die mal, um die nicht im Detail anzugehen. Fangen wir mal mit der Forstwirtschaft an. Also was können die Forstwirte machen? Letztlich ist da häufig immer im Gespräch, diese trockentoleranteren Sorten zu nehmen. Also entweder Baumbestände, die in trockenen Regionen der Welt wachsen, dass die vielleicht eher gepflanzt werden sollten, um damit mit Trockenheit, die dann mit Trockenheit umgehen können. Oder man nimmt die Bestände, die man schon hat. Also wenn man jetzt unbedingt noch wieder eine Kiefer anbauen will, dann nimmt man aber eine Kiefer aus den trockenen Regionen, zum Beispiel aus Ostdeutschland, und nimmt dann von den Ablegern und baut die dann an, dass sie dann quasi in der Form schon Pflanzen neu ansiedeln, die an trockenere Klimate gewöhnt sind. Wir haben das Problem gehabt, dass viele der Verluste, die es in 2018 gab, auch in den Baumschulen stattgefunden haben. Also gerade die jungen Bäume, die noch ganz, ganz kleine Wurzelwerke haben, die noch nicht tief in den Boden gehen, sind am schnellsten, am ehesten abgestorben. Da kam dann auch die kuriose Nachricht im Sommer 2018 in den Nachrichten, dass in 7 Jahren also die Tannenbäume teurer werden für den Weihnachtsbaum, weil die Tannenbäume, die dann gesetzt wurden, in 2018 alle verdorrt sind. Das sind also Probleme, die da eigentlich in den Baumschulen aufgetreten sind. Man könnte selektiver durchforsten. Also es gibt durchaus Leute, die der Meinung sind, wenn wir jetzt also die vertrockneten Bäume rausnehmen, dann wird rein epigenetisch gesehen, die Bäume, die da geblieben sind, sind dann besser angepasst, haben ja ein Trockenjahr überlebt und können so also sich dann vermehren, und trockenresistente Bäume können dann eher in einem Forstgebiet sich etablieren. Die Frage ist aber, inwiefern also Waldbesitzer handlungsfähig sind, weil häufig ist das so, wenn nach so einem Trockenjahr wie 2018 die Bestände weg sind oder verdorrt sind und letztlich auch gar kein Geld gebracht haben, inwiefern sie dann eigentlich wirklich
wirklich einen Waldumbau vollziehen können, denn viel Forst in Deutschland ist halt im Privatbesitz und da ist also wenig durch die öffentliche Hand zu erwarten. Was kann man beim Waldbrandrisiko machen? Und ich hatte da gerade schon mal kurz darauf angesprochen. Also man kann versuchen, die Waldbrandursachen zu bekämpfen. Das ist aber nicht mal so ganz einfach, weil die manchmal sehr diffus sind und man auch nicht in jedem Fall herausfinden kann, warum so ein Waldbrand eigentlich sich entwickelt hat. Man kann aber versuchen, zumindest die Bevölkerung bei so Warntafeln zum Beispiel so ein bisschen mehr dem Risiko näher zu bringen und zu sagen, okay, jetzt ist gerade problematisch, bitte kein Feuer, keine Zigaretten und so weiter. Frühwarnung ist ein ganz wichtiges Thema. Also je früher ich also einen Waldbrand entdecke, desto schneller kann ich ihn auch dann in den Griff kriegen. Wenn es noch ein kleiner Schwelbrand ist, dann kann ich sehr viel schneller arbeiten, als wenn ich schon einen großen Wipfelbrand habe. Dann habe ich fast keine Chance mehr, da noch groß einzugreifen. Ich habe zum Beispiel mit der Nationalparkverwaltung im Harz mal ein Interview geführt. Die haben gesagt, eigentlich die beste Frühwarnsysteme, die wir haben, sind unsere Touristen, weil die laufen durch den Wald, die nehmen die Wanderwege und sehen als erstes den Brand und können dann Bescheid sagen, dass da Handlungsbedarf besteht. In der Landwirtschaft, großes Thema, wir hatten das heute auch schon mal, gerade in diesen Trockenjahren, die Frage nach dem Wasser, was die Landwirte vielleicht nehmen können, um Ertragseinbußen reduzieren zu können. Hier sieht man mal so eine Karte, die ist aber auf Daten von 2010, also relativ veraltet. Wie viel, ja, da sollte eigentlich stehen Flächenanteil mit künstlicher Bewässerung, also der prozentuale Anteil von Fläche in Deutschland, die bewässert wird oder wo zumindest Technik vorgehalten wird. Und da sieht man Nordostniedersachsen, sehr sandige Böden, trockenes Klima. Da wird eigentlich auch in relativ feuchten Jahren wird da eigentlich auch bewässert. Das ist ein Foto, was ich mal mit einer Drohne da in Nordostniedersachsen geschossen habe, aus dem Jahr 2020. Also auch da eigentlich kein wirkliches Dürrejahr, aber trotzdem bewässern die letztlich. Dann am Niederrhein, da wird sehr viel Obst und Gemüse angebaut, also Regionen, wo sowieso immer Wasser gebraucht wird. Sie können einen Salat, der muss immer Wasser kriegen. Wenn man da unter 75% Bodenfeuchte kommt, dann wird der schnell welk, dann nimmt der Verbraucher den nicht mehr. Also da muss man sowieso immer bewässern. Und vereinzelt andere Regionen, wo also Bewässerung schon vorgehalten wird. Wir können aber davon ausgehen, dass diese Karte jetzt eigentlich schon mehr zeigen sollte. Also nach den Jahren 2018, 2019 ist der Verkauf von Bewässerungstechnik eigentlich deutlich in die Höhe gegangen. Und ich schätze mal, wenn jetzt demnächst sollten eigentlich neue Zahlen veröffentlicht werden, dann werden wir sehen, dass da deutliche Zuwächse zu verzeichnen sind. Und das führt dann möglicherweise auch zu Konkurrenzsituationen oder Konfliktsituationen, die man dann vor Ort sicherlich im Detail weiter besprechen muss. Was kann man beim Trinkwasser machen? Nun, da gibt es verschiedene Ansätze. In Deutschland gilt, die Versorgung sollte möglichst ortsnah erfolgen. Also eine Kommune sollte möglichst aus eigenen Wasserressourcen sich versorgen können. Wenn man dann aber sieht, dass es also möglicherweise auch zu Engpässen in kleineren Kommunen kommt, dann ist es sicherlich auch empfehlenswert, so diese Fernwassersysteme so ein bisschen auszubauen, die Überbrückung zwischen zwei verschiedenen benachbarten Wasserversorgungen ein bisschen weiter zu fördern und da also letztlich also so ein bisschen die Trinkwasserversorgung auf sicherere Beine zu stellen, indem man also immer noch einen Plan B oder Plan C hat. Man sieht zum Beispiel hier die roten Linien, das sind so Fernleitungssysteme. Also hier der Harz liefert ja relativ viel Wasser. Das Rheinische Mittelgebirge liefert relativ viel Wasser. Also die Mittelgebirge sind ja immer so die Orte, wo relativ viel Niederschlag fällt, wo ja auch die Talsperren normalerweise stehen. Und von da aus könnte man dann also auch in Trockenjahren auch nochmal Wasser quasi abzapfen und versuchen, in etwas trockenere Regionen zu bekommen. Also auch da wäre eine Überlegung, dieses Fernleitungsnetz so ein bisschen auszubauen. Sicherlich gibt es auch Einsparpotenziale noch in Haushalten. Hören wir, glaube ich, heute Nachmittag noch mal ein bisschen was drüber. Und im Prinzip die Frage, was machen wir denn mit den Notbrunnen? Also eigentlich gibt es in Deutschland ja auch Notbrunnen in der einen oder anderen Kommune. Könnte man die nicht auch, die sind eigentlich für einen militärischen Krisenfall gedacht, aber da wollen wir jetzt ja nicht mehr mit rechnen, aber die sind immer noch da und letztlich könnte man die ja auch nutzen, um dann in Dürrejahren also die Bevölkerung mit Wasser zu versorgen. Genau. Wo wir auch darauf hinweisen werden, wo wir sehr hohes Potenzial sehen, ist halt die Entwicklung von besseren Prognosen, die ein bisschen langfristiger sind. Also wenn Dürren so ein bisschen weiter in die Zukunft vorhergesagt werden könnten, nicht nur 2, 3, 4 Tage oder vielleicht 2 Wochen, sondern vielleicht sogar 3 Monate im Voraus, dann könnte man sehr viel mehr sehr viel besser darauf reagieren. Also Beispiel Niedrigwasser, also wenn am Rhein
plötzlich nur noch 50% der Ladekapazität auf den Schiffen vorhanden ist, dann können Sie nicht einfach sagen, jetzt ist Niedrigwasser, jetzt muss ich alles auf die LKWs umladen, weil die LKWs gar nicht zur Verfügung stehen. Wüsste man aber 3 Monate vorher schon, dass also quasi Niedrigwasserereignis auf den Rhein zukommt, dann könnte man also sehr viel früher versuchen, die Logistik umzubauen und zu schauen, dass man da also so ein bisschen schneller darauf reagiert oder ein bisschen früher quasi einplant, dass da andere Transportkapazitäten vorhanden sein müssen. Und ein schönes Beispiel, wie ich finde, hat Monika Junita vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven geliefert für so eine längerfristige Vorhersage. Die hat letztlich das gemacht, was viele internationale Arbeitsgruppen, zum Beispiel für Afrika oder für Südamerika, schon sehr lange machen. Die haben sich einfach die klimatischen Verhältnisse, Luftdruckverhältnisse vor allen Dingen im Nordatlantik angeschaut, also da, wo unser Wasser ja herkommt letztlich. Und das kann man sehr schön korrelieren dann mit dem Abfluss zum Beispiel an Rhein oder mit Pegeln an der Elbe. Und man sieht dann halt, oder ist es dann gelungen, quasi über diese Beobachtungen so ein Vorhersagemodell zu entwickeln, wo sie dann relativ gut die Niedrigwasserphasen oder auch überhaupt die Abflüsse an der Elbe oder am Rhein vorhersagen konnte und unter anderem auch das Niedrigwasserereignis 2018 konnte sie auch eigentlich schon im Februar ganz gut vorhersagen. Hatte da auch vorgewarnt, ist aber so erstmal nur untergegangen in der medialen Welt. Wo wir auch darauf hinweisen werden, ist, dass es sicherlich sinnvoll sein kann, mal diese Dürre-Management-Pläne so ein bisschen weiter in der Tiefe auszuarbeiten, vielleicht auf deutschlandweiter Ebene. Vielleicht ist es aber auch sinnvoll, das eher auf Ebene einzelner Wassereinzugsgebiete zu machen, sodass man da also so für die unterschiedlichen Stufen einer Dürre, also von einer ganz leichter Wassermangel bis hin zu, es ist ein Krisennotstand, die Wasserversorgung ist unterbrochen, dass man da also im Prinzip so ein koordiniertes Vorgehen mal festschreibt und schaut, wer kriegt denn eigentlich dann im Notfall Wasser, also Krankenhäuser, kritische Infrastruktur und so weiter, muss zuerst bedient werden, Gefahrenabwehr, es muss Wasser da sein, also quasi um Waldbrand zu löschen und so weiter und dann nachrangig, wer kann dann Wasser bekommen. Das muss man sicherlich mal koordiniert festhalten an der einen oder anderen Stelle und das sollte im Idealfall in so einem Dürre-Management-Plan erfolgen. Das war so ein kurzer Einblick in dieses Projekt. Insgesamt sind das über 300 Seiten geworden, der Endbericht. Der wird hoffentlich in den nächsten Tagen, vielleicht sogar Wochen veröffentlicht werden. Wenn Sie das interessieren sollte, schauen Sie immer mal wieder auf die Seite des Umweltbundesamtes in Deutschland. Da wird er sicherlich bald verfügbar sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diese ja noch druckfrischen Informationen. Kann man ja sagen, es ist noch mehr als druckfrisch, sondern es ist ja noch nicht fertig. Gibt es vielleicht eine Frage noch zu dem Vortrag? Nein. Dann würde ich vorschlagen, dass wir in die Mittagspause gehen und dass wir uns dann, ja, wir haben natürlich ein bisschen überzogen, dass wir uns um 10 nach 1 wieder hier treffen, aber 10 nach pünktlich. Bitte. Vielen Dank. Ja, herzlich dem Mittagessen etwas stärken können für diesen Nachmittag. Mein Name ist David Schwesig. Ich bin technischer Leiter beim IWW Zentrum Wasser. Ich glaube, die meisten Teilnehmer kennen uns vom IWW. Für die wenigen, die uns nicht kennen, vielleicht 2 Worte. Wir sind ein Kompetenzzentrum für die Wasserversorgung, sind ansässig in Deutschland, machen angewandte Forschung, Beratung und auch Weiterbildung für die Wasserversorgung, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch gerne für und in Kooperation mit unseren europäischen Nachbarn. Deswegen sind wir auch hier in Luxemburg ja, aktiv. Und wir dürfen auch seit einigen Jahren als wissenschaftlicher Partner das Programm dieses Fachsymposiums gemeinsam mitgestalten. In dieser Rolle darf ich dann auch heute diese Nachmittagssession leiten, worauf ich mich freue. Wir haben heute Vormittag hier von recht großer Flughöhe startend einen großen Bogen geschlagen, von der großen politischen Ebene, dann über Erkenntnisse auf europäischer Ebene, auf Landesebene, was wissen wir, was gibt es für Maßnahmen und haben uns dann den Extremen, Dürre und Starkregen etwas intensiver gewidmet. Heute Nachmittag haben wir einen etwas anderen Fokus. Jetzt geht es schwerpunktmäßig eher in diese etwas graduellen Veränderungen, langfristigen Veränderungen. Was wissen wir darüber und wie können wir reagieren? Der Schwerpunkt liegt darauf, ja, wie werden sich die Bedarfe entwickeln? Wie können wir sie besser vorhersagen, auf großer Skala, aber auch regional? Und
Damit werden sich 2 Vorträge beschäftigen. Und dann wird es darum gehen, wie können wir damit umgehen, wenn wir ein Auseinanderklaffen des Dargebots und der Bedarfe sehen, was für Handlungsoptionen haben wir. Das werden wir unter 2 verschiedenen Aspekten beleuchten. Einmal, wie können uns digitale Lösungen helfen, den Bedarf besser und intelligenter zu decken mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Und auch, was für sonstige technische und Managementoptionen haben wir, um den Bedarf wegzudecken, zum Beispiel über Wiederverwendungsmöglichkeiten von Wasser. Der erste Vortrag widmet sich der Frage der Bedarfe, wird uns gehalten von meinem Kollegen Dr. Tim Austerbeek vom IWW Zentrum Wasser. Tim Austerbeek hat in Freiburg und in Vancouver in Kanada Hydrologie studiert, hat an der Universität Heidelberg promoviert, ist seit 2012 bei IWW und leitet bei uns den Bereich Wasserressourcenmanagement, der sich schwerpunktmäßig mit den Fragestellungen Klimawandel, Anpassung, Wasserversorgungskonzepte befasst, aber auch mit der Rolle von Spurenstoffen im Wasserkreislauf. Und Austerbeek leitet auch auf europäischer Ebene bei der Sektororganisation Water Europe die Working Group Water and Climate und wird uns nun etwas zur Wasserbedarfsprognosen erzählen. Tim, kommt hier für einen Vortrag. Ja, vielen Dank, David. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich möchte direkt am Anfang eigentlich direkt sagen, dass ich das Thema noch ein bisschen abgeändert habe, weil wir gleich noch einen sehr intensiven Vortrag zum Thema Wasserbedarfsprognosen hören werden. Deshalb wollte ich auf ein paar Doppelungen verzichten. Ich werde auch was zu den neuartigen Wasserbedarfsprognosen sagen, aber im Prinzip werde ich auch noch auf andere Möglichkeiten eingehen. Also wie können wir uns besser mit der Trinkwasserversorgung an den Klimawandel anpassen? Was sind unsere Optionen? Was kann ein Wasserversorger tun, wenn er feststellt, er hat zu wenig Wasser oder bekommt irgendwann zu wenig Wasser? Ja, ich glaube, diese Folien, die haben Sie alle schon häufig gesehen, die typischen Nachrichtenmeldungen. Grundwasser geht zurück, Trinkwassersorgen. Herr Riedl hat da ja auch schon gerade einiges zu erzählt, deswegen werde ich das direkt mal überspringen. Ich würde gerne mit so einer Übersichtsfolie anfangen, was denn die Handlungsoptionen sind, die wir haben. Und direkt, das ist eigentlich aufgeteilt in 3 verschiedene Blöcke. Also wir haben das Ressourcenmanagement, also quasi das Dargebot, was wir managen können. Wir haben aber auch den Bedarf, die Bedarfsseite, die wir managen können. Und wir haben natürlich die Infrastruktur, die Assets in der Wasserversorgung, die wir managen können. Das sind eigentlich die Stellschrauben, an denen wir in der Wasserversorgung drehen können, um auch Wasserengpässe, Wasserknappheiten, Wasserstress zu vermeiden. Und die Punkte, auf die ich heute besonders eingehen möchte, die stehen ganz oben. Das sind nämlich einmal die Dargebotsprognosen. Das heißt, wie ändert sich das Wasserdargebot? Und das zweite ist, wie ändert sich der Wasserbedarf? Und wenn man diese beiden Informationen miteinander verschneidet, also wenn man weiß, wie viel Dargebot habe ich zukünftig und wie viel Bedarf habe ich zukünftig, dann kann man relativ schnell feststellen, bekomme ich Probleme oder bekomme ich keine Probleme. Ich werde aber auch kurz auf andere Möglichkeiten eingehen, das ein bisschen besser zu steuern, die Ressourcen, aber auch den Bedarf. Das heißt zum Beispiel über die künstliche Grundwasseranreicherung, was ein wirklich wachsendes Thema ist, auch in Deutschland. Das Thema Wasserrechte ist ein Riesenthema jetzt gerade mit den Behörden. Ich weiß noch, dass als ich am IWW angefangen habe, da haben Wasserversorger bei mir angerufen und haben gesagt, Herr Austerbeek, mein Wasserrecht läuft nächsten Monat ab. Schreiben Sie mir mal schnell einen Antrag. Heute müssen die Wasserversorger 4, 5 Jahre eigentlich mindestens vorher anfangen. Und wenn es in Regionen ist, wir werden gleich noch von Frau Puffvogel was zum OWV hören, aber wenn es in Regionen ist, wo es auch jetzt schon Probleme gibt, dann dauern diese Verfahren vielleicht sogar noch länger. Man muss runde Tische gründen. Also das werden äußerst komplexe Verfahren. Und wir sehen mittlerweile Wasserversorger, die auch Wasserrechte verlieren. Das heißt, wo Wasserrechte wieder zurückgeschnitten werden. Und die anderen Punkte, da gehe ich jetzt nicht nochmal im Detail drauf ein, sondern kommen jetzt erstmal zu den Handlungsoptionen, die wir haben, wenn wir den Wasserbedarf eigentlich steuern wollen. Und das, muss ich sagen, fällt uns einigermaßen schwer. Wir können das Dargebot, da komme ich gleich zu, das können wir ein bisschen besser steuern. Aber den Wasserbedarf zu steuern, das ist relativ schwierig. Sie sehen hier eine Karte von Baden-Württemberg mit den Wasserpreisen pro Kopf für die verschiedenen Gemeinden. Und das geht hier, die Skala ist ziemlich klein, das geht hier von unter 190 bis über 280 €. Und Sie sehen, dass es wirklich Gemeinden, die direkt aneinander liegen, extrem große Unterschiede aufweisen. Das Interessante ist hierbei, wenn Sie mal jemanden fragen, wie teuer ist denn ein Liter Wasser aus dem Hahn? Wenn Sie mal
Sie selbst wissen es vielleicht, weil Sie in der Branche auch sind, aber wenn Sie mal irgendwie Freunde, Verwandte, Bekannte fragen, fast jeder schätzt es deutlich, deutlich zu hoch ein. In Deutschland ist es im Schnitt 0,2 Cent pro Liter, wenn man das jetzt mal vergleicht mit Mineralwasser zum Beispiel. Und deswegen hat auch, in meiner Meinung nach, hat auch eine aktive Preissteuerung gar nicht diesen großen Effekt, weil Wasser einfach ein sehr günstiges Lebensmittel ist. Und deswegen wird damit zum Beispiel auch der Garten bewässert mit eigentlich gutem Trinkwasser oder der Pool gefüllt. Und das ist ein Punkt, da gibt es erste Pilotprojekte, die auch laufen, wo man dann Sensoren zum Beispiel anbringt und dann versucht, quasi den Wasserbedarf zu steuern, dass man es zum Beispiel am Abend in Trockenzeiten, wo dann viel bewässert wird, dann zum Beispiel deutlich teurer macht. Und in Zeiten, wo es zum Beispiel in der Nacht oder am Morgen oder Mittag, dass man dann schaut, dass man dann vielleicht die Geschirrspülmaschine anmacht oder die Waschmaschine, um halt diesen zweiten Peak, den wir sehen in Trockenzeiten. In Trockenzeiten sehen wir abends nochmal einen sehr hohen Peak im Wasserbedarf. Und um diesen zweiten Peak zu managen, ist das eine Option. Aber es ist keine Option, die bisher flächendeckend möglich ist, weil einfach auch die Überwachung fehlt, also die Sensorik dafür, die Smart Meters und weil auch die Akzeptanz auch bei Wasserversorgern, Behörden und auch in der Bevölkerung immer noch nicht gegeben ist. Also das heißt, das ist in der Zukunft vielleicht ein Rad, wo man drehen kann, aber aktuell sehen wir da noch Probleme. Wo es eine gute Möglichkeit ist, wo es auch schon getan wird, das ist zum Beispiel im Bereich Industrie und Gewerbe, also Großabnehmer, bei denen dann auch überlegt wird oder die jetzt schon bestimmte Zuschläge zahlen müssen, wenn sie bestimmte Mengen an bestimmten Zeiten überschreiten. Also das sind Möglichkeiten, die es gibt und meines Erachtens auch in der Landwirtschaft, die zum Beispiel auch Trinkwasser nutzen, wie wir das in Niedersachsen jetzt haben, dass dort zum Beispiel für die Viehtränkung in den Ställen muss jetzt teilweise in manchen Bereichen von Niedersachsen Leitungswasser, also Trinkwasser genutzt werden, weil die eigenen Brunnen mittlerweile so hohe Nitratwerte aufweisen von den Landwirten, dass die das eigene Wasser nicht mehr an das Vieh geben dürfen, weil die Nitratwerte so hoch sind. Also da wäre das zum Beispiel auch so ein Punkt, wo man auch steuern könnte. Ja, dann der wichtige Punkt, die Prognosen. Das hatte ich schon angesprochen. Wir müssen eigentlich immer wissen, wie hoch ist unser Wasserbedarf jetzt, nächstes Jahr und in 5 oder in 10 Jahren. Wir müssen immer diese Horizonte haben, die auch für eine Maßnahme wichtig sind. Wenn ich irgendwas baue oder anpasse, einen Hochbehälter baue, dann muss ich wissen, wie hoch wird denn der Bedarf. Das heißt, wir brauchen kurzfristige Prognosen, wir brauchen mittelfristige und langfristige Prognosen. Und in der Vergangenheit ist es so gelaufen, dass diese Wasserbedarfsprognosen, die wurden eigentlich nur gemacht, wenn man einen Wasserrechtsantrag gestellt hat oder hauptsächlich dann. Und dann lagen die 30 Jahre irgendwo in der Schublade. Die ersten 3, 4 Jahre haben sie vielleicht noch ungefähr gepasst und meistens ist nach ein paar Jahren hat das überhaupt nicht mehr gestimmt. Und deswegen ist es unser Anliegen, wo ich jetzt gleich noch kurz was zu erzähle, dass die Prognosen aktuell gehalten werden. Das heißt, dass man immer auf den neuesten Blick, auf den schnellen Blick die neuesten Wasserbedarfsprognosen hat, ohne dass man jetzt einen zu großen Aufwand hat. Und hier sieht man mal als Beispiel diese langfristigen Prognosen unten links, das ist Hamburg mit so 120 Millionen Kubikmeter pro Jahr und rechts eine Stadt in NRW, wo wir Wasserbedarfsprognosen gemacht haben mit so 15 Millionen Kubikmetern. Und wir haben jetzt gerade ein Forschungsprojekt für E.ON, was wir nächstes Jahr abschließen, wo wir neuartige Analysealgorithmen ausprobieren wollen, auch zur automatischen Erstellung von Wasserbedarfsprognosen. Das ist relativ komplex natürlich, weil viele Faktoren mit einspielen, auch viele Wandelfaktoren in der Zukunft, die man nicht unbedingt kennt natürlich und nicht gut prognostizieren kann. Deswegen haben wir das auf verschiedenen Ebenen etabliert. In einem Online-System, wo man quasi seine aktuellen Zahlen immer eingeben kann, aktualisieren kann. Wie war der Bedarf letztes Jahr? Hat sich in der Bevölkerungsstruktur was geändert? Haben wir einen neuen Großabnehmer? Das kann man alles nachtragen und das System spuckt innerhalb von Sekunden dann eine neue Prognose aus. Und das ist quasi online und geschützt. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass viele Wasserversorger nicht die ganzen Daten immer parat haben. Die wissen nicht immer die ganzen Daten, die wir benötigen. Das heißt, wir legen jetzt eigentlich für alle Städte, Gemeinden Deutschlands etc. Bevölkerungsdaten, Bevölkerungsprognosen, Klimawandelprognosen. Also wir haben wirklich jetzt eine riesen Datenbank geschaffen, wo wir für
jeder der 406 Kreise in Deutschland diese Informationen haben und dann auch mit unseren eigenen Daten auch Wasserbedarfsprognosen ganz gut fahren können. Wenn natürlich, das ist so ein bisschen top-down, und wenn wir ein bisschen bottom-up vorgehen, also wenn der Wasserversorger auch noch eigene Daten hat, dann wird es natürlich ein bisschen spannender. Und dann kriegen wir halt noch mehr Verlässlichkeit hin. Aber im Prinzip ist es so ein Tool, was basiert auf Top-Down und Bottom-Up. Ja, ich lese das jetzt nicht hier alles vor, aber im Prinzip geht es darum, diesen Algorithmus zu entwickeln, der auf globalen und regionalen Daten basiert, der aber gleichzeitig auch künstliche Intelligenz verwendet, um quasi Muster zu erkennen aus der Vergangenheit von einem Wasserversorger, wie der Wasserbedarf sich entwickelt hat und dann diese Muster quasi auf die Zukunft dann zu transferieren. Ich habe hier mal, keine Sorge, das kann auch keiner lesen. Das ist also ein Flowchart, wie das bei uns im System abläuft. Und ja, wir hoffen einfach, dass das eine Möglichkeit ist, wo zukünftig der Bedarf relativ schnell für einen Wasserversorger bekannt ist und das dann auch ermöglicht, diese Prognosen immer aktuell zu halten, sodass man relativ schnell weiß, bekomme ich in 1, 3, 5 oder 10 Jahren ein Problem oder nicht. Ja, die Folie haben Sie schon gesehen vom Kollegen Riedel. Deswegen werde ich da gar nicht so stark drauf eingehen. Aber der zweite Punkt, wenn wir jetzt den Wasserbedarf einigermaßen kennen, ist dann, dass wir eigentlich auch das Wasserdargebot kennen müssen. Das heißt, wir wissen, der Bedarf entwickelt sich, vielleicht geht er hoch, vielleicht geht er runter, aber wenn er hochgeht, dann ist natürlich die Frage, reicht das Dargebot, reichen die Wasserrechte? Und das ist jetzt hier mal noch eine Studie vom LANO für NRW, vom Landesamt. Und hier sieht man dann die Entwicklung bei der Grundwasserneubildung. Da haben wir jetzt schon natürlich viel bessere Daten vorhin gehört von Herrn Marx. Das ist jetzt dann schon natürlich ein bisschen veraltet hier. Aber das ist einfach ganz wichtig, dass Wasserversorger und auch Behörden wissen, wie sich das Dargebot entwickelt. Es kann sein, dass man einfach so quasi ein deutschlandweites oder regionales Modell nimmt, was im Internet veröffentlicht ist, wo man vielleicht reinzoomen kann. Das UFZ entwickelt ja gerade dieses WIS-D, so ähnlich wie der Dürremonitor, dass man dann zukünftig auch reinzoomen kann in ganz Deutschland und dort relativ genau dann die aktuellen Prognosen zum Dargebot, zur Grundwasserneubildung zum Beispiel abgreifen kann. Und das ist dann eine gute Möglichkeit. Alternativ gibt es natürlich viele Ingenieurbüros, Institute, die dann auch mal ein Grundwassermodell aufsetzen können, um dann auch mal Prognosen zu rechnen mit Klimaszenarien. Was haben wir noch für Optionen? Die Karte haben Sie auch schon gesehen. Hier geht es darum, das Wasserdargebot auch noch zu erweitern. Das heißt, was können wir tun, wenn wir merken, wir haben nicht mehr genug Wasserdargebot in der Zukunft? Wir sehen, der Bedarf steigt an, aber das Wasser reicht eigentlich nicht mehr im Dargebot. Das heißt, wir müssen das Dargebot versuchen zu erweitern. Man kann natürlich einfach die Förderung erhöhen, aber das ist das Problem, meistens reicht das Wasser dann nicht oder die Wasserrechte geben es auch nicht her. Oder man bekommt dann auch Probleme mit anderen Wassernutzern. Die Verluste reduzieren, also effizienter werden, das ist natürlich auch immer eine ziemlich gute Möglichkeit. Wir sind in Deutschland aber schon gut. Wir haben in Deutschland ja Rohrnetzverluste im Schnitt von 3-6%. Das ist im europäischen Mittel schon ziemlich gut. Also da gibt es bei manchen Versorgern vielleicht noch Potenziale, aber deutschlandweit ist das Potenzial auch eher gering. Was ganz wichtig ist, was Herr Riedel auch schon angesprochen hatte, sind die Querverbünde. Das heißt, die Verbindung einfach mit anderen Wasserversorgern. Man kann natürlich das Problem haben, dass der andere Wasserversorger auch kein Wasser hat, weil die Dürre einfach zu groß ist. Aber vielleicht hat der eine andere Wasserquelle. Vielleicht hat der einen großen, tiefen Porengrundwasserleiter, der noch viel mehr Wasser hergibt. Und vielleicht habe ich als Versorger nur einen Kluftgrundwasserspeicher, der vielleicht nicht so ergiebig ist. Und das sehen wir als ganz wichtige Möglichkeit an, genau wie den Fernwasseranschluss. Wir sehen ja hier die roten Linien, die hat Herr Riedel auch schon beschrieben. Und was wir aktuell auch noch für den DVGB untersuchen, das ist zusammen mit dem UFZ, was Herr Marx vorgestellt hat, erstmal das Dargebot deutschlandweit zu prognostizieren. Und wir prognostizieren deutschlandweit den Bedarf über alle Sektoren und wollen dann schauen, wo kommen zukünftig Engpassregionen auf? Wo sehen wir zukünftig Probleme in Deutschland? Und ist es möglich, von einem dieser Wassertürme, die wir sehen, wo auch das Wasser vorhanden ist, das so weit zu verteilen, dass es in anderen Regionen dann auch ankommen kann? Ja, dann das Thema Grundwasseranreichung, habe ich am Anfang angesprochen. Ganz wichtiges Thema. Früher wurde das ein bisschen verpönt angeschaut, jetzt zum Beispiel Kanalwasser zu nehmen, Flusswasser zu nehmen, um das Grundwasser anzureichern, weil die Grundwasserspiegel einfach sinken. Das wurde früher
eher nicht so gern gemacht. Mittlerweile wird es immer wichtiger. Dann ist aber die Frage mit der Aufbereitung, mit der Hygiene, mit Spurenstoffen etc. Also das sind dann mal Punkte, die man sich regional anschauen muss. Das heißt, es gibt keine Allgemeinlösung für alle. Dann das Thema neue Brunnen. Wieder das Problem, neue Wasserrechte beantragen. Dann muss es aber auch das Wasser in der Nähe geben. Das heißt, die Ressourcen, zum Beispiel Aquifer, muss es auch hergeben. Dann die alternativen Ressourcen, die im Prinzip bisher nicht genutzt wurden. Das sind zum Beispiel Ressourcen, die zu belastet sind, zum Beispiel hohe Nitratwerte haben oder vielleicht hohe Schwermetallbelastungen haben, die man früher nicht angepackt hat, weil man wusste, das ist teuer, die aufzubereiten. Aber jetzt in Mangelsituationen macht es auch Sinn, dieses Wasser sich anzuschauen und das vielleicht aufzubereiten. Das Thema multiple Ressourcen spielt eine Rolle, also nicht nur von einem Kluftgrundwasser abhängig sein, sondern versuchen, möglichst zu diversifizieren. Das heißt, zu schauen, dass man möglichst verschiedene Wasserquellen hat. Dann das Thema Wasserwiederverwendung. Da wird Herr London gleich noch was zu erzählen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Das heißt zum Beispiel die Klarwassernutzung, also das Wasser, das gereinigte Abwasser. Wie kann man das zum Beispiel wiederverwenden? Sei es in der Landwirtschaft, sei es für die Grundwasseranreicherung. Aber das ist auch ein sehr heikles Thema, zum Beispiel auch aufgrund der Spurenstoffproblematik. Dass wir dieses Wasser nicht einfach versickern können, sondern da wieder Sorgen haben oder in der Landwirtschaft nutzen können, weil wir dann Sorgen haben, dass die Spurenstoffe im Boden verbleiben oder vielleicht ins Grundwasser gelangen können. Und ja, ein wichtiges Thema ist dann noch die Politik. Das heißt, die anderen Wassernutzungen im Einzugsgebiet einschränken. Wir haben das jetzt in NRW erlebt. Im NRW ist es jetzt im Landeswassergesetz seit diesem Jahr, dass die Trinkwasserversorgung eine Vorrangstellung hat. Das heißt, es gibt jetzt das politische Tool, um andere Entnahmen komplett zu verbieten. Das heißt, in Regionen, wo das Wasser jetzt knapp wird oder knapp ist oder knapp werden soll, ist es möglich, dann diesen Bedarf dann der anderen, zum Beispiel Landwirtschaft, dann auch zu verneinen oder einzuschränken. Da fehlt mir noch so ein bisschen, muss ich sagen, so dieses Tool, womit man das dann entscheidet. Ab wann ist es einfach ein Schwellenwert oder modelliert man das auch? Guckt man zum Beispiel mit Klimamodellen die nächsten 2-3 Monate in die Zukunft? Die Modelle gibt es, die sind eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und basiert man das dann darauf, dass man sagt, okay, die Prognose ist, es wird ein trockener Sommer, die Landwirtschaft darf diesen Sommer nichts entnehmen in dieser Region. Also das sind Optionen, glaube ich, über die wir in der Zukunft deutlich reden werden. Wichtig ist aber auch, dass wir die Risiken kennen, jetzt im Bereich des Klimawandels und der Wasserversorgung. Das heißt, wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, was ist denn, wenn jetzt im Sommer insbesondere die Netze ausgebaut werden oder repariert werden. Das heißt, das ist dann quasi der Worst Case, wenn wir schon diese hohen Bedarfe haben im Sommer und dann haben wir auf einmal den Ausfall von Netzen und Pumpen etc. Das heißt, hier muss ein Strategieplan entwickelt werden für jeden Wasserversorger. Das Thema nicht ausreichende Wasserrechte. Das heißt, wir haben Überschreitungen der Wasserrechte, sei es in der Menge oder in der Zeit, was ein Problem ist. In NRW hatten wir und in Niedersachsen hatten wir die Vorteile, dass da die Behörden eigentlich relativ kulant waren und dann auch kurzfristig dem zugestimmt haben, dass mehr Wasser entnommen wurde. Aber es kann natürlich auch Probleme dann mit anderen Wassernutzungen, mit der Umwelt geben. Hier ist noch ein Beispiel aus Niedersachsen, aus Holdorf, wo es jetzt seit mehreren Jahren einen runden Tisch gibt, weil dort einfach das Wasserdargebot so weit abgesunken ist, dass auch die Ökologie, die auf das Grundwasser angewiesen ist, keinen Grundwasseranschluss mehr hatte. Das heißt, dass es dort zum Beispiel auch zum Absterben von Wäldern gekommen ist, dass sich der lokale Seelevel deutlich gesenkt hat und dass dort dann an einem Tisch dann diskutiert werden muss, wer kann was tun, um das zu verhindern. Wir sehen auch Änderungen der Wasserqualität. Da hat auch mein Kollege Thomas Riedel sehr interessantes Paper zu veröffentlicht letztes Jahr. Das heißt, wir sehen eine Änderung in der Rohwasserqualität, auch im Grundwasser, nicht nur im Oberflächengewasser, sondern auch im Grundwasser. Wir sehen Änderungen im pH zum Beispiel. Wir sehen dadurch aber auch Änderungen in der Nitratfreisetzung, in der Schwermetallfreisetzung, weil das alles redoxgetrieben und pH-getrieben sein kann. Und wenn wir jetzt verändertes Rohwasser haben, kann das zu einer Versinterung zum Beispiel auch von Brunnen führen. Wir brauchen eine Anpassung vielleicht in der Aufbereitung und in der Verteilung. Wir haben vielleicht eine andere Korrosion. Wir müssen unser Wasserwerk vielleicht anders einstellen. Also wir können bakterielle Belastung haben. Wir hatten so viele Abkochgebote 2018 wie noch nie in Deutschland. Das sind alles Punkte, die auch berücksichtigt werden müssen dabei. Und natürlich die Brunnenanpassung. Das heißt, wenn der Grundwasserspiegel weiter sinkt, dass wir irgendwann die Filterstrecke vom Brunnen unterschreiten.
Ja, und dann ein wichtiger Punkt sind die Behörden. Also wir haben schon ein bisschen über die Behörden gesprochen, aber wir sehen auch hier, dass die Behörden auch viel tun müssen. Wir haben natürlich immer das Problem, dass oft nicht genug Fachpersonal zur Verfügung steht, sich Prozesse lang hinziehen oder vielleicht auch angefechtet werden dann von anderen Wassernutzern. Das heißt, wir müssen eigentlich die Bewirtschaftung der Wasserkörper optimieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen wissen, wann ist wo wie viel Wasser zur Verfügung, wie wird es genutzt, sind die Entnahmen zum Beispiel noch nachhaltig oder nicht und was machen wir, wenn sie nicht nachhaltig sind. Also wenn jetzt eine neue Industrie sich ansiedelt, Worst Case jetzt Tesla zum Beispiel in Brandenburg, ist das wirklich machbar oder ist es nicht machbar? Das sind Punkte, die die Behörden noch stärker im Auge haben müssen. Auch die Wasserrechte müssen dynamisch gestaltet werden. Dass es jetzt einfach 5 Jahre dauert, zum Beispiel, oder 6 Jahre, um einen Wasserrechtsantrag durchzubekommen. Das ist natürlich schwierig. Man könnte schauen, ob man da nicht zum Beispiel Klimazuschläge macht beim Wasserrecht. Dass man sagt, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, dann ist auch eine höhere Entnahme möglich. Momentan geht es ja quasi nur über so Notlösungen, dass man einen Notantrag stellt. Wir müssen die Wassernutzung transparenter zur Verfügung haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wissen oft gar nicht, wo zum Beispiel Landwirtschaft wie viel Wasser entnimmt. Wenn es überhaupt dokumentiert ist, dann ist es zum Beispiel in analogen Wasserbüchern bei den Bezirksregierungen in NRW. Das heißt, da steht in irgendeinem Buch, Person XY oder Landwirt XY entnimmt so und so viel Kubikmeter. Aber wir wissen nicht genau, in welchem Aquifer das ist zum Beispiel. Und wir wissen nicht, in welchem Zeitraum das ist. Also das sind einfach wichtige Punkte, die wir für so ein IWM-Konzept, also ein integriertes Wasserressourcenmanagement-Konzept benötigen. Und das muss wirklich für jedes Flusseinzugsgebiet oder Teileinzugsgebiet auch getan werden. Die Vorrangstellung der Trinkwasserversorgung hatte ich bereits angesprochen. Die ist momentan auch in anderen Bundesländern in der Diskussion, zum Beispiel in Niedersachsen, auch in Hessen. Und das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, weil wir wollen nicht dahin kommen, dass wir den Hahn aufdrehen und das Wasser nicht mehr da ist. Dann die regionalen Dürreprognosen, das hatte ich vorhin angesprochen mit diesen 3 Monatsvorhersagen zum Beispiel, dass wir das wissen, dass die auch zum Beispiel bereitgestellt werden, jetzt vielleicht nicht nur vom UFZ, sondern auch von den Behörden, dass die Behörden diese Tools auch nutzen, um dann quasi Erlaubnisse oder bestimmte Entnahmen auch zu verbieten, zu ermöglichen. Noch ein Sonderfall für NRW, ich weiß nicht, ob das bei allen bekannt ist, es mussten erstmals in der Geschichte, jede Gemeinde von NRW ein Wasserversorgungskonzept erstellen. Das heißt, jede Gemeinde musste sich überlegen, wie sieht das in der Zukunft bei mir aus, reicht die Wasserversorgung aus? Das sind natürlich bei den vielen Gemeinden und Städten in NRW, liegt da jetzt sehr viel Papier im Ministerium, aber das wurde bisher nicht ausgewertet. Also wir bräuchten jetzt eigentlich, und das ist schon 3 Jahre her, wir bräuchten jetzt eigentlich da mal eine Auswertung, besonders jetzt zu diesen Trockenzeiten, um auch einen NRW-weiten Überblick zu kriegen. Und sowas wäre natürlich auch eine schöne Möglichkeit, das in anderen Bundesländern zu machen. Sachsen hat jetzt so ein Konzept, Baden-Württemberg hat ein Konzept, die sind da auf einem guten Weg, Hessen mit dem Leitbild. Also da gibt's Ansätze und die sind aber sehr divers schon wieder. Also da ist wirklich kein Ansatz mit dem anderen wieder vergleichbar. Und das würde ich mir auch wünschen. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach in Deutschland, aber das würde ich mir auch wünschen, dass das so ein bisschen harmonisiert würde. Und ja, der letzte Punkt, den ich noch den Behörden mit ins Buch schreiben würde, das sind die Förderung von Anpassungsmaßnahmen. Wir wissen einfach viel zu wenig. Das heißt, wir müssen mehr erfahren über die Grundwasserneubildung. Das muss gefördert werden. Da muss es Studien geben, sei es so Case Studies bei Einzelregionen, Hotspot-Regionen oder für die ganzen Bundesländer zum Beispiel. Wir müssen den Wasserrückhalt stärker fördern. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel auch einen Abbau von Drainagen in manchen Regionen. Drainagen wurden ja gebaut, um das Wasser möglichst schnell abfließen zu lassen. Heute wollen wir das Wasser möglichst lang im Boden halten, damit es längere Zeit auch hat zum Versickern, nicht lateral abfließt oder im Zwischenabfluss abfließt, sondern wir wollen das Wasser in der Region halten. Es gibt jetzt in Niedersachsen erste Projekte, wo die Drainagen quasi rückwärts benutzen, um das Wasser wieder in die Fläche zu bringen. Und das kann natürlich aber auch eine technische Möglichkeit sein, dass man große Speicher baut, aber das ist sehr aufwendig. Also ich sehe größeres Potenzial, muss ich sagen, den Wasserrückhalt in der Fläche einfach zu stärken. Niedrigwassermanagement, da hatte Thomas Riedel schon viel zugesagt. Ja, und die Pilotprojekte hatte ich auch schon angesprochen. Dann komme ich auch schon zu meiner letzten Folie. Das heißt, nochmal ein Fazit,
wir haben eigentlich multiple Optionen, um Wasserengpässe mittel- bis langfristig zu verhindern. Kurzfristig ist es super schwierig. Also kurzfristig jetzt ein Versorger ruft bei uns an, sagt, wir haben kein Wasser mehr, dann muss man wirklich über eine Notwasserversorgung nachdenken. Das ist wieder natürlich extrem schwierig, sondern man muss jetzt eigentlich schon was tun, um mittel- bis langfristige Probleme zu verhindern. Das heißt, sie müssen aber auch in der Regel maßgeschneidert werden. Es gibt jetzt keinen One Solution Fits All. Wir machen irgendwas, ein Papier, ein Leitfaden und den kann jeder einfach verwenden. So einfach ist es leider nicht, sondern das hängt wirklich von den lokalen Bedingungen ab. Und wir brauchen einfach die frühzeitigen Kenntnisse, deswegen nochmal der Punkt Richtung Prognosen. Wir brauchen Prognosen zum Dargebot und zum Bedarf für die Gebiete, weil dann wissen wir auch nur die Risiken und dann können wir auch die Maßnahmen entwickeln. Und deswegen auch diese stets aktuellen Wasserbedarfsprognosen, ich hatte dieses Forschungsprojekt angesprochen, die sind dabei extrem hilfreich natürlich, um wirklich kurz mal in den Rechner zu gucken und zu sehen, wie ändert sich mein Bedarf und das immer aktuell zu halten. Ja, dann unterschiedliche Rohwasserquellen sind natürlich wichtig, um nicht so abhängig sein, vielleicht von einem Rohwasser, was sehr schnell reagiert, also was sehr schnell wieder auch abfließt. Die Offenheit für alternative Wasserressourcen, was ich schon angesprochen habe, dass wir in der Vergangenheit eigentlich bestimmte Wasserressourcen überhaupt nicht angeschaut haben. Da waren wir uns ein bisschen zu fein für. Und ja, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten, würde ich sagen. Und am Ende noch der letzte Punkt, den ich angesprochen hatte, die Optimierung der Bewirtschaftung und der Wasserrechte. Das heißt, wir brauchen hier einen engen Schulterschluss mit den Behörden. Wir brauchen aber auch einen Schulterschluss mit den anderen Wassernutzern, das heißt mit den Landwirten. Man kann meinetwegen sogar so weit gehen, dass man, so wie wir in NRW dieses landwirtschaftliche Kooperationsprinzip haben. Das heißt, dass ein Landwirt entschädigt wird dafür, dass er bestimmte Pestizide nicht verwendet oder Pestizide nicht verwendet in Wasserschutzgebieten. Dass man auch darüber diskutiert, dass er zum Beispiel Feldfrüchte anbaut, die keine Bewässerung benötigen und da vielleicht dann auch ein bisschen entschädigt wird. Also nicht nur eine qualitative Entschädigung, sondern auch im Bereich Wasserquantität. Ja, das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Tim, für diesen schönen Überblick darüber, was für Ansätze es gibt, um die Entwicklung bedarfsseitig und dargebotsseitig zu verstehen, einordnen zu können und auch welche Handlungsoptionen wir dann haben, um darauf zu reagieren. Wir haben ein bisschen Zeit für Fragen, wenn es welche gibt. Alles so klar oder alle sind vom Essen so im Suppenkoma? Nein, da ist eine Frage. Ich bringe Ihnen das Mikrofon. Ja, danke. Ja, Prognosen sind unsicher. Und wenn es sich um demografische Prognosen handelt, meiner Erfahrung nach auch falsch, weil wir ja nicht blöd sind. Also wir wissen ja, wir kennen die Prognose und deswegen verändern wir unser Verhalten. Und welche Rolle spielen denn Bevölkerungsprognosen in deiner Wasserbedarfsanalyse? Ja, danke Jörg. Die sind natürlich extrem wichtig, weil das ist einer der Haupttreiber natürlich beim Wasserbedarf. Die Anzahl der Personen, einfach der Köpfe. Wir haben einen Verbrauch von 121 Litern momentan pro Kopf und Tag in Deutschland im Schnitt. Und das hängt natürlich davon ab, wenn ich jetzt die Bevölkerungszahl hochtreibe oder runtersetze, dann ändert sich natürlich der Gesamtbedarf. Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Aber deswegen, da hast du völlig recht, die Prognosen sind unsicher und je weiter wir in die Zukunft CPs zum Beispiel, das ist wirklich so, mein Kollege hat früher mal gesagt, die Trompete geht auf, also das geht auseinander und deswegen ist es wichtig, dass man diese Prognosen im Aktuelle hält. Also dass man zum Beispiel alle 1-2 Jahre, zum Beispiel diese Online-Prognosen, dass man dort dann einfach die neuen Zahlen nachträgt und auf den Knopf drückt und kriegt dann die neue Prognose für den Wasserbedarf. Weil diese Bevölkerungsprognosen, die sind genau wie die Wasserbedarfsprognosen, nach 5 Jahren stimmen die eigentlich nicht mehr. Und deswegen ist wirklich die einzige Möglichkeit, das immer aktuell zu halten. Und es ist ja auch kein großer Aufwand. Man tippt 10 Zahlen ein vielleicht, die sollten schon reichen für die meisten Wasserbedarfsprognosen, für die meisten Versorger. Also für eine Gewinnung zum Beispiel. Und dann hat man eine aktualisierte Wasserbedarfsprognose, die zumindest für die nächsten 1-2 Jahre eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat zu stimmen. Ja, danke schön. Noch weitere Fragen? Nicht der Fall sein. Ja, nochmal Dankeschön. Tim?
Ja, im nächsten Vortrag schauen wir noch einmal etwas konkreter, detaillierter in das Thema Wasserbedarfe, Wasserbedarfsprognosen hinein. Der nächste Vortrag kommt von Frau Julia Puhvogel vom Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband. Frau Puhvogel ist studierte Geografin mit den Schwerpunkten Landschaftsökologie und geografische Informationssysteme. Sie arbeitet seit nunmehr 20 Jahren beim Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband in Niedersachsen, in Deutschland, zuerst mit dem Schwerpunkt GIS-Systeme, mittlerweile mit dem Arbeitsschwerpunkt Wasserbedarf, Trinkwasserbedarfsprognosen. Frau Puhvogel kann leider nicht physisch anwesend sein, deswegen ist ihr Vortrag wird nun online präsentiert von ihr. Ich hoffe, dass das mit der Übertragungstechnik soweit klappt. Ich sehe schon, sie hat sich schon zur Moderatorin machen können und ihre Präsentation eingeblendet. Ich hoffe, Gut. dass das auch mit dem Ton klappt. Frau Puhvogel. Ja, hallo, moin, moin aus dem hohen Norden. Können Sie mich hören? Ist sie hinten? Ja. Können Sie mich ja, wir hören? sind zu hören. Wunderbar. Das ist ja klasse. Ja, dann bedanke ich mich für die nette Vorstellung und für die super Einführung ins Thema, die Herr aus der Beek schon gerade gegeben hat. Da habe ich ja schon ganz viele Punkte erkannt, die uns natürlich tangieren und heute wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Stelle in meinem Vortrag auch nochmal angeschnitten werden. Aber Sie werden merken, dass ich doch noch eine etwas besondere Perspektive habe, denn der OWV ist ja ein großer regionaler Versorger aus dem Norden von Deutschland. Wir erschließen große Teile des Weser-Ems-Gebietes und damit auch von Niedersachsen. Das sieht man jetzt hier auf dieser Folie. Wir befinden uns hier in einer Gegend mit eher zu viel als zu wenig Wasser. Und dennoch kommt es bei uns auch seit einiger Zeit zu Konflikten um das liebe Wasser. Das haben wir ja gerade an dem Beispiel Holdorf schon gehört. Das liegt nämlich in unserem südlichen Verbandsgebiet im Landkreis Vechta. Ja, der OWV versorgt über 1 Million Einwohner mit Trinkwasser. Wir betreiben dafür 15 Wasserwerke und haben Wasserrechte, die rund 100 Millionen Kubikmeter Rohwasser umfassen. Davon fördern wir tatsächlich auch 87 Millionen Kubikmeter. Darüber hinaus ist der OWV auch noch ein Abwasserentsorger für viele der Gemeinden, die wir mit Trinkwasser ebenfalls versorgen. Ja, derzeit läuft beim OWV ein längeres Projekt zum Aufbau eines digitalen Systems zur Einschätzung des langfristigen Trinkwasserbedarfs beim OWV. Ich merke gerade, meine Folien sind etwas holprig. Unser Vorhaben reicht dabei von der Datenaufbereitung und Analyse über die Modellierung zur Bedarfsabschätzung. Wir bemühen uns um eine regelmäßige Berichterstattung und arbeiten ebenfalls an einem Auskunftssystem mit einer Benutzeroberfläche. Das machen wir zusammen mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik VLBA in Oldenburg beziehungsweise den Studenten dort. Ja, das alles sind viele verschiedene Aspekte unseres Wasserbedarfsprojekts, die für sich schon eigene Vorträge hergeben würden. Heute wollten wir ja das Klima in den Mittelpunkt stellen und darum habe ich beschlossen, genau diesen Aspekt Klima als ein Detail aus unseren ganzen Aktivitäten mal herauszugreifen und näher vorzustellen. Vorweg werde ich aber doch einige Erläuterungen zu unserer allgemeinen Wasserbedarfssituation und zu unseren Modellierungsansätzen geben. Ja, was wir hier sehen, ist der Ausgangspunkt all unserer Betrachtung, unsere Verbrauchergruppen. Die Verbraucherdaten, die liegen alle in unserer Kundendatenbank, die zum Rechnungswesen gehört. Und diese Kundendatenbank, die haben wir für unser Wasserbedarfsprojekt ein bisschen gekapert und zusätzlich qualifiziert. Das heißt, wir haben bestimmte Attribute hinzugefügt und auch überarbeitet. Das sind insbesondere das Ablesejahr, das ja bei einem Versorger immer in einem rollierenden Verfahren verwaltet wird. Das mussten wir überführen in ein Kalenderjahrformat, damit wir eine Vergleichbarkeit zu anderen Datenquellen herstellen können.
Und wir haben uns auch insbesondere das Attribut der Verbrauchergruppen vorgenommen. Die wurden bei uns schon lange gepflegt in der Form von Haushalt und Kleingewerbe, Industriegewerbe, Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft und öffentlichen Einrichtungen plus Wiederverkäufer. Allerdings war das ja von Seiten des Rechnungswesens kein so vordringlich wichtiges Attribut, dass wir doch dachten, da gehen wir noch mal rüber. Und dann haben wir jeden Datensatz einer Plausibilitätsprüfung unterzogen und am Ende auch noch zusätzliche Verbrauchergruppen differenziert, sodass wir heute mit dieser Liste von Verbrauchergruppen dastehen. Da sind jetzt Haushalte und Kleingewerbe getrennt und wir haben auch noch zusätzlich den Tourismus ausgewiesen. Ja, was wir an diesem Beispiel aus dem Jahr 2017, aus dem Kalenderjahr 2017 jetzt sehen können, ist, dass natürlich die Verbrauchergruppe der Haushalte den allergrößten Bedarf an Trinkwasser aus unserer Sicht hat, gefolgt von Industrie und Landwirtschaft. Das können wir uns auch noch mal über die Jahre anschauen. Da können wir erkennen, dass die ohnehin sehr bedürftige Verbrauchergruppe Haushalte auch einen stark steigenden Bedarf in den letzten Jahren entwickelt hat, in den heißen Jahren, die wir heute ja schon gut kennengelernt haben. Aber wenn wir uns auf die Gruppen Gewerbe und Landwirtschaft einmal reinzoomen, hier in diesem kleineren Diagramm, dann sehen wir, dass auch der landwirtschaftliche Bedarf steigt. Darüber haben wir heute ja auch schon etwas gehört. Gemeint sind hiermit die tierhaltenden Betriebe. Also wenn ich von Landwirtschaft rede, meine ich immer die Tierhalter, weil wir kein Beregnungswasser liefern. Das will keiner haben. Ja, und auch der Gewerbewasserverbrauch steigt ein wenig, peu à peu, aber im Zickzackkurs. Und dieses Zickzack liegt daran, dass einzelne große Gewerbekunden diesen Bedarf insgesamt bestimmen. Und wenn die den Hahn auf oder zudrehen, dann geht es in unserer Kurve auch ein bisschen rauf und runter. Ja, wir beschäftigen uns schon länger mit dem Wasserbedarf. Wir haben ja natürlich vorhin schon gehört, dass jeder Versorger schon seit Jahrzehnten den Wasserbedarf im Zusammenhang mit Wasserrechtsanträgen natürlich darlegen muss. Das war früher eine sehr allgemeine Aussage, die heute mittlerweile komplett widerlegt ist. Ja, und wir haben im Jahr 2010 bis 2013 da einen neuen Aufschlag gemacht und unseren neuen Generalplan als übergreifenden Planungsrahmen für das Jahr 2030 aufgestellt. Ja, und wenn wir heute mal weiterschauen, dann können wir schon gucken, was daraus geworden ist in der Realität, die wir mittlerweile kennen. Das Diagramm hier zeigt den Verlauf des Trinkwasserbedarfs unserer Kunden über die letzten Jahrzehnte in der blauen Kurve. Und wir sehen oben einen blauen Querbalken, der stellt unsere aktuellen Wasserrechte dar, inklusive der 15-prozentigen Sicherheitsreserve. Ja, und wenn wir die Kurve nun mal verfolgen ins Jahr 2018, 19 und 20, dann sehen wir, diese roten Punkte liegen schon in unserem Reservebereich. Und die aufgefächerten Linien, die in Rot, Blau und Grün erscheinen, stellen unseren bisherigen Prognoseansatz dar. Wir hatten gedacht, dass im Verlauf der Zeit bis 2030 irgendwann einmal ein Bedarf zwischen 74 und 86 Millionen Kubikmetern aufkommen könnte. Ja, und dieses irgendwann einmal bis 2030, das ist jetzt leider schon da. Also die Realität hat uns doch schon ganz schön schnell wieder eingeholt. Und aus diesem Grund wirft sich für uns wie für jeden Versorger die Frage auf, ob unsere bestehenden Wasserrechte der zukünftigen Nachfrage noch gerecht werden. Und um das einschätzen zu können, forschen wir natürlich auch am zukünftigen Trinkwasserbedarf weiter und wollen jetzt noch besser verstehen, was die Treiber dieses Bedarfs genau sind. Und darum beschäftigen wir uns mit den Einflussgrößen, die in jeder Verbrauchergruppe eine besondere Rolle spielen. Wir haben ja schon gesehen an den Kurven des Trinkwasserverlaufs, dass diese Verbrauchergruppen sich ganz unterschiedlich darstellen. Und es liegt natürlich an den unterschiedlichen Hintergründen. Während in einem Privathaushalt jemand vielleicht im Sommer in seinen Pool springt, um sich zu erfrischen, wird andernorts ein Stall gereinigt oder es wird in einer Fabrik Papier hergestellt. Es gibt so viele unterschiedliche
Treiber für den Wasserbedarf, dass es unser erstes Ziel war, überhaupt einmal herauszufinden, welche davon nun die wesentlichen sind. Bevor ich aber jetzt dieses Wir wollen noch immer weiter sage, möchte ich doch noch mal darauf hinweisen, dass wir nicht nur der OWV sind, sondern unsere Kollegen von der ASU. Das ist die Arbeitsgemeinschaft für regionale Struktur- und Umweltforschung, die ganz viel der Modellierungsarbeit für uns erledigen. Wir sind insgesamt mit der ASU ein Team von 4 Leuten, die regelmäßig zusammensitzen und sich Gedanken darüber machen, wie wir die Dinge entwickeln. Ja, und insbesondere Ernst Schäfer modelliert dann fleißig, um ein Ergebnis zu produzieren. Ja, wie gesagt, entwerfen wir unterschiedliche Modelle für die verschiedenen Verbrauchergruppen. Wir schauen uns hier unser Modell für die Haushalte einmal beispielhaft an. Wir sehen hier noch eine relativ übersichtliche Verbrauchergruppe. Wir haben ja gerade schon in dem vorherigen Vortrag erfahren, dass der wesentliche Treiber für den Wasserbedarf der Haushalte die Einwohnerzahl ist. Und da wiederum spielt der Pro-Kopf-Verbrauch natürlich die andere wichtige Rolle und der wird vor allen Dingen zurzeit getrieben von dem Klimawandel. Deswegen ist der Klimawandel oder das Klima unser nächster Parameter in unserem Modell. Und natürlich oben rechts die Basisdaten, die Verbrauchsdaten aus unserer Kundendatenbank, die fließen auch in jedes Modell ein. Ja, und dann haben wir hier noch diesen grauen Kasten, der bezieht sich einfach auf den Fehlerterm, der in einem Regressionsmodell immer stattfindet. Da brauchen wir jetzt aber nicht weiter hingucken, der ist nur pro forma mit abgebildet. Ja, wenn wir jetzt aber wissen, dass wir Einwohnerzahlen und Klimazahlen brauchen, dann müssen wir natürlich auch überlegen, wo kriegen wir die jetzt her und wie zuverlässig sind die. Also für die Bevölkerungsdaten gibt es ja nun statistische Landesämter, da kann man sich durchgängige Datenreihen besorgen. Das ist auch alles prima und gut zu verarbeiten. Es ist aber nicht in jeder Verbrauchergruppe für jeden Datenbestand, den man gerne hätte, so gegeben. Also das ist noch ein ganz eigenes Feld, die Datenverfügbarkeit. Ja, wenn man die Daten hat, muss man sie natürlich auf Qualität und Vollständigkeit nochmal prüfen, ob auch alle Zeitreihen abgebildet sind, die man gern betrachten möchte. Und schließlich werden sie dann von uns in eine Regressionsanalyse geschickt, um zu überprüfen, ob die Daten auch eine Aussagekraft in Bezug auf den Trinkwasserbedarf haben und ob die verschiedenen Variablen untereinander unabhängig sind, sodass wir schließlich und endlich zu einer Auswahl von Einflussfaktoren kommen, die unseren Trinkwasserbedarf erklärt, wie zum Beispiel die Einwohnerzahl oder einen bestimmten Klimaparameter. Im Ergebnis können wir dann einen quantitativen Zusammenhang zwischen der Einflussgröße und dem Wasserbedarf herstellen. Nachdem wir soweit schon mal das Grundsätzliche erklärt haben, können wir jetzt noch einen Blick auf unser Landwirtschaftsmodell werfen. Ich betone nochmal tierhaltende Landwirtschaft. Das soll jetzt auch unser fortlaufendes Beispiel für den weiteren Vortrag sein. Die Zahlen, die ich demnächst hier präsentiere, die beziehen sich immer auf das Beispiel Landwirtschaft. Ja, für die Landwirtschaft haben wir eingegrenzt, dass die treibenden Faktoren für den Wasserbedarf der Tierhalter natürlich die Tierzahlen sind, das Klima wieder, denn die Tiere haben mehr Durst, wenn es heiß ist. Die müssen sich auch mehr abkühlen, da kommt so einiges zusammen. Ja, und aus Sicht des Wasserversorgers auch der Anschlussgrad, denn noch ist ja längst nicht jeder Landwirt an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen. Aber wie schon auch gerade im vorigen Vortrag gesagt, ändert sich das so peu à peu. Und eine Prognose über den zukünftigen Anschlussgrad ist deswegen für uns auch sehr wichtig. Dieses Modell produziert am Ende 2 verschiedene Ergebnisse. Wir überschlagen einmal den Gesamtwasserbedarf der Landwirte in der Zukunft und dann den Teil davon, den wir als Versorger wahrscheinlich abdecken müssen. Wir sehen diese Klimabox hier unten links, ist genau die gleiche, die auch im Haushaltemodell zu sehen war. Und da kommen wir jetzt auf den Punkt, weil das Klima natürlich die durchgängige Größe ist, die in allen Verbrauchergruppen auf irgendeine Art Einfluss nimmt. Und da wollen wir uns jetzt mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen.
Ja, wir haben ja gerade schon von Dr. Marx gehört, dass es Sommertage gibt und dass die Anzahl der Sommertage eine wesentliche Rolle spielt für, ja, oder ein wesentlicher Indikator ist für unser Klima. Der Parameter Anzahl der Sommertage impliziert nämlich Informationen über die Temperatur und den Niederschlag. Das ist sozusagen inklusive mitgeliefert. Und außerdem ist er saisonal. Ein Sommertag findet nun mal nur im Sommer statt. Das ist für uns ganz praktisch, weil wir damit mit einer Zahl mehrere Informationen erschlagen und mit unserer Wasserbedarfszahl, mit unseren Verbrauchszahlen kombinieren können. Auch die Definition der Sommertage haben wir heute schon mal gesehen. Ein Sommertag ist ein Tag, an dem eine Höchsttemperatur von 25 Grad Celsius erreicht wird. Es gibt darüber hinaus noch Hitzetage, da gilt der Grenzwert von 30 Grad Celsius. Und wir haben jetzt also erst einmal angenommen, dass die Sommertage den Klimaeffekt auf den Wasserbedarf beschreiben können. Mit dieser Annahme ist es aber natürlich nicht getan. Wir wollten das dann auch zahlenmäßig belegen und haben auch wieder unsere Regressionsanalyse angewandt und konnten damit zeigen, dass es tatsächlich so ist, dass die Sommertage den Klimaeffekt beschreiben, im Gegensatz zu anderen Parametern wie dem Trockenindex oder den heißen Tagen. Die heißen Tage sind ja auch mit den Sommertagen korreliert und sind deswegen für uns nicht so geeignet, als eigener Parameter einzufließen. Zudem konnten wir feststellen, dass die Sommertage sich in den verschiedenen Landkreisen unseres Versorgungsgebiets auch unterschiedlich darstellen. Das es also einen signifikanten Unterschied gibt auf Landkreisebene. Ja, und wir konnten quantifizieren, welchen Anteil des Trinkwasserbedarfs oder welcher Anteil des Trinkwasserbedarfs durch einen Sommertag in einem Landkreis ausgelöst wird. Das sind nämlich in unserer Region 3200 Kubikmeter. Das ist ja schon mal eine Zahl, mit der man dann gut weiterrechnen kann. Außerdem haben wir bei einem Blick auf die Karte, ich habe schon gerade gesagt, die Landkreisunterschiede einmal analysiert und konnten feststellen, dass es auch in unserem Teilgebiet von Deutschland regionale oder lokale Unterschiede gibt zwischen der Anzahl der Sommertage. Wir haben nämlich in unserem Versorgungsgebiet auch tatsächlich ein Nord-Süd-Gefälle, genauso wie in Gesamtdeutschland. Während wir in unseren küstennahen Landkreisen weniger Sommertage haben, sind das in den südlichen Landkreisen Cloppenburg, Vechta und Oldenburg schon deutlich mehr. Da hatten wir zum Beispiel im Jahr 2006 fast 2 Monate an Sommertagen, also in Cloppenburg 59 Sommertage zum Beispiel. Man kann also sagen, dass die Wirkung des Klimawandels in den südlichen Landkreisen wesentlich deutlicher ausfällt. Und das ist auch eine interessante Erkenntnis, weil das ja die Landkreise sind, in denen die deutsche und man kann ja fast sagen europäische intensive Tierhaltung stattfindet. Und all diese Tiere werden natürlich unter der besonderen Hitze in den südlichen Landkreisen noch mal besonders leiden. Und das wird Konsequenzen für die Wasserversorgung haben. Ja, dann haben wir noch einen weiteren Beleg für die Relevanz der Sommertage. So eine Tabelle haben wir heute auch schon mal gesehen. Diese hier bezieht sich aber auf Nordwestdeutschland. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich beobachten können, dass die durchschnittliche Anzahl der Sommertage immer mehr wird. Während wir zwischen 1961 und 1990 noch 15 bis 20 durchschnittliche Sommertage hatten, sind das zwischen 1981 und 2010 schon 20 bis 35 Sommertage gewesen. Damit kann man also auch feststellen, dass die Anzahl der Sommertage auch über die Zeit den fortschreitenden Klimawandel gut darstellt. Ja, zu guter Letzt können wir die Auswirkungen der Sommertage auch an unseren Wasserbedarfsdaten ablesen, an unseren Verbrauchsdaten. Dieses Beispiel hier ist eins aus dem Landkreis Cloppenburg. Die Landwirtschaft dort zeigt deutliche Veränderungen mit der Anzahl der Sommertage. Die Säulen stellen die Sommertage pro Jahr dar und die hohen Säulen stehen für viele Sommertage, für heiße Jahre und die Kurve darüber knickt auch immer schön nach oben ab und dann wird mehr Wasser von uns gezogen. Interessanterweise fällt die Kurve danach nicht wieder, sondern
der Landwirt, der sich einmal entschlossen hat, in einem Hitzejahr öffentliches Trinkwasser zu nehmen, scheint dann ja wohl auch dabei zu bleiben. Das ist sicherlich noch etwas, was man weiter erforschen könnte, wo man auch mal mit den Landwirten vor Ort spricht, was die Motivation dahinter ist. Aber das, denke ich, kann man aus dieser Kurve erstmal so weit interpretieren. Nachdem wir nun die Relevanz der Sommertage für den Wasserbedarf geklärt haben, ist es für uns nun interessant zu erfahren, wie viele Sommertage es in der Zukunft geben wird. Und auch da haben wir heute schon mal etwas drüber gelernt. Wir sehen hier das schon besprochene RCP 8.5 Klimaszenario des Weltklimarates. Das ist ja die Worst-Case-Variante, bei der wir genauso schlimm weitermachen mit unseren Treibhausgasen wie schon die ganze Zeit. Dieses Klimaszenario wurde auch in der Klimawirkungsstudie Niedersachsen verarbeitet. Und wir können jetzt die Anzahl der Sommertage für die Zukunft ablesen, für jeden einzelnen unserer Landkreise. Hier sehen wir alle Landkreise, die der OWV versorgt. In der mittleren Spalte die Sommertage in unserem Referenzzeitraum 2010 bis 2018. Wenn wir zum Beispiel mal den nördlichen Landkreis Aurich anschauen, dann gibt es dort bisher durchschnittlich 18 Sommertage. Und zukünftig bis 2050 werden dort 24 Sommertage erwartet. Und in einem südlichen Landkreis wie Cloppenburg steigern wir uns von 35 auf 40 Sommertage. Diese Zahlen übernehmen wir nicht 1:1 in unser Modell, sondern wir schauen uns die Unterschiede zwischen den Zeiträumen an, also die Steigerung der Anzahl der Sommertage. In dieser Tabelle hier sehen wir ja eine zusammenfassende Darstellung unserer Modellparameter und der zugehörigen Wassermengen. In der linken Spalte sehen wir wieder die Liste unserer Landkreise, gefolgt von dem bisherigen mittleren jährlichen Trinkwasserbedarf und dann in 3 roten Spalten unsere Modellparameter, Großvieheinheiten, Sommertage und Anschlussgrad und in der rechten Spalte den zukünftig erwarteten mittleren jährlichen Trinkwasserbedarf pro Landkreis. Außerdem ist die Tabelle horizontal geteilt. Wir arbeiten nämlich mit 2 Zeitscheiben. Der erste Projektionszeitraum bezieht sich auf die Zeit bis 2035 und dann schauen wir noch mal weiter bis 2050. Wir können uns ein Beispiel angucken, zum Beispiel den Landkreis Vechta. Dort nehmen wir für die erste Zeitscheibe an, dass es zusätzlich 6 weitere Sommertage geben wird und langfristig sogar 13 zusätzliche Sommertage. In dem nördlichen Landkreis Friesland wären das dann zunächst 3 zusätzliche Sommertage und später 9 zusätzliche Sommertage. Und wenn wir das jetzt mal in Kubikmetern alles zusammen umrechnen wollen, also die Einflüsse aller Modellparameter auf den Trinkwasserbedarf, dann kämen wir zum Beispiel im Landkreis Cloppenburg von heute einem Verbrauch von 2,1 Millionen Kubikmetern, später dann auf 2,2 und langfristig auf 2,3 Millionen Kubikmetern für die tierhaltende Landwirtschaft. Das wäre dann jetzt das zukünftige Normal. Also es wird allgemein wärmer und wir werden allgemein etwas mehr Wasser verbrauchen. Bisher war aber noch nicht die Rede von unseren besonderen Hitzejahren. Und deren Relevanz haben wir auch gerade schon im Zusammenhang mit den Dürren kennengelernt. Denn die Hitzejahre machen tatsächlich den Unterschied. Und darum haben wir uns auch entschlossen, die Hitzesommer in unser Modell einzubauen, indem wir einen Rhythmus etablieren, der annimmt, dass wir alle 3 bis 4 Jahre einen Hitzesommer bekommen werden in der Zukunft. Außerdem haben wir festgelegt, dass jeder dieser Hitzesommer mit 16 Sommertagen einhergehen soll. Das ist jetzt tatsächlich ein OWV-weiter mittlerer Wert, den wir einbauen für diesen Zuschlag. Theoretisch könnte man das auch für jeden einzelnen Landkreis definieren, aber haben wir jetzt nicht gemacht. Mithilfe dieser Zahlen, alle paar Jahre ein Hitzesommer und 16 zusätzliche Sommertage, kann man jetzt ausrechnen, was aus unseren 3.200 Kubikmetern pro Sommertag und Landkreis in der Summe wird. Das bedeutet nämlich, dass die tierhaltende Landwirtschaft in einem Hitzejahr zusätzlich 0,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser benötigen würde. Und
der gleiche Klimaeffekt, die gleiche Klimabox aus unseren Modellen in dem Bereich Haushalte angewendet, würde dort dazu führen, dass wir einen Mehrbedarf von 0,9 Millionen Kubikmetern für einen Hitzesommer feststellen. Ja, damit habe ich Ihnen unseren Modellparameter Klima in Form der Sommertage einmal näher vorgestellt. Es ist deutlich geworden, dass und wie stark sich der Wasserbedarf mit dem Klima verändern kann. Darüber hinaus schauen wir natürlich auch noch weitere Einflussgrößen an, wenn wir den Wasserbedarf modellieren. Zum Beispiel die Tierzahlen oder den Anschlussgrad oder in unseren anderen Verbrauchergruppen natürlich auch noch ganz andere Parameter. Diese weiteren Stellschrauben sind es letztendlich, die es uns ermöglichen, auch verschiedene Szenarien des Trinkwasserbedarfs für die Zukunft zu entwickeln. Und erst die Betrachtung verschiedener Szenarien eröffnet ja auch Handlungsspielräume. Und die Handlungsspielräume, ja, die bieten dann die Chance einzugreifen, sei es über die wenig vielversprechende Preisgestaltung oder vielleicht auch über Aufklärung und Überzeugungsarbeit, aber natürlich auch, ja, um in einem Wasserrechtsantrag einfach darzustellen, dass wir eine bestimmte Wassermenge brauchen. Zugleich helfen uns diese Prognosen natürlich auch in der technischen Planung. Erst wenn wir wissen, wo das Wasser in welchen Mengen gebraucht wird, können wir auch entscheiden, wo wir die Leitungen hinlegen und sorgen dann für eine Infrastruktur, die das Wasser dorthin bringt, wo es gebraucht wird. Ja, und alles in allem kann auch ich sagen, stehen wir vor einem Paradigmenwechsel. Das schöne Wort haben wir heute schon mal gehört, wo bisher für die Wasserversorger galt, einfach liefern. Müssen wir heute sagen, wir brauchen eine vorsorgliche Bedarfsplanung, um uns auf das einzustellen, was da kommen mag und um gute Argumente zu haben für unseren Wasserbedarf. Ja, damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin jetzt fertig. Ja, herzlichen Dank, Frau Kufel, für diesen sehr klaren Einblick, wie Sie als Wasserversorger sich dieser Frage ja ganz abgeschichtet gewidmet haben und das runtergebrochen haben, wirklich auf die regionalen Entwicklungen, um ja, zu verstehen, was Sie erwartet. Schau mal ins Publikum, ob es Fragen an Frau Pufvogel gibt. Eine Frage? Moment, ich mache mit dem Mikro und hoffe, dass Frau Pufvogel, dass Sie die Frage dann auch hören. Ansonsten werde ich sie nochmal wiederholen. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, Frau Pufvogel, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Mein Name ist Wilhelm, ich komme von der Hochschule in Trier und hätte eine Frage aus der Richtung Planer. Da gibt es ja das Arbeitsblatt W410 Wasserbedarfsangaben aus dem Regelwerk. Und in diesem Regelwerk sind ja auch Verbrauchsgruppen definiert, die Sie jetzt aber in Ihrer Studie doch ein bisschen anders vorgenommen haben. Also mich würde interessieren, gibt es Rückmeldungen zu dem Ausschuss, zu dem Regelwerk und wie würden Sie sich da sehen? Ja, es stimmt. Wir sind da so ein bisschen, ja, vorausgelaufen. Wir sind gekommen von den bestehenden Verbrauchergruppen, die ich dargestellt habe. Haushalte und Kleingewerbe ist zum Beispiel ja auch sehr verbreitet bei anderen Versorgern. Wir können mit unserer Differenzierung natürlich durch Zusammenfügen der Verbrauchergruppen auch wieder einen allgemeineren Standard herstellen, wenn der denn für eine Vergleichbarkeit von Ergebnissen nötig sein sollte. Aber wir wollten erst mal für uns klären, was insbesondere die Verbrauchergruppe Haushalte auszeichnet, wenn sie frei ist von Kleingewerbe, weil das doch einfach schon auch noch mal den Unterschied macht. Deswegen haben wir für uns einfach beschlossen, erst mal auszudifferenzieren und wenn man eine allgemeinere Aussage brauchen sollte, dann können wir die ja aggregieren. Das ist eigentlich unser Gedanke. Ja, danke, Frau Pufvogel. Gibt es weitere Fragen? Publikum nicht. Ich hätte noch eine Frage, Frau Pufvogel. Können Sie vielleicht
kurz umreißen, wie Sie als Verband denn jetzt so mit diesen Erkenntnissen umgehen, was Sie jetzt sehen über die Entwicklung, die Sie in Zukunft zu erwarten haben? Was sind denn die Haupthandlungsoptionen? Wir haben ja heute relativ viele Handlungsoptionen schon gehört. Was sind denn die Haupthandlungsoptionen, denen Sie sich prioritär widmen werden, um die Situation in der Zukunft auch in den Griff zu bekommen? Ja, das ist tatsächlich ein ganz weites Feld und Herr Osterbeek hat da ja schon einiges zu gesagt. Also die runden Tische, die bei uns stattfinden, sind natürlich ein ganz wichtiges Instrument, um ja mit den Stakeholdern vor Ort ins Gespräch zu kommen über den Wasserbedarf. Also wir haben ja tatsächlich Diskussionen darüber, ob es gut ist, dass wir unser Trinkwasser von der einen Region unseres Gebietes in die andere fördern. Wir haben ja gerade an der Küste bei uns einen versalzenen Untergrund. Da können die Betriebe jeglicher Art und auch die Privatpersonen natürlich kein eigenes Grundwasser fördern. Deswegen müssen die versorgt werden aus anderen Regionen. Daraus entstehen große Konflikte, die man nur im Gespräch lösen kann. Und wir versuchen besonders den Solidaritätsgedanken dabei hochzuhalten. Das ist ja auch das, was wir heute gesehen haben, was gerade angesichts des Klimawandels besonders wichtig ist. Es wird ja immer Versorgungsgebiete geben, die Schwierigkeiten haben, das Wasser zu besorgen, aus welchen Gründen auch immer. Und da ist es wichtig, dass es noch andere Quellen gibt, andere Versorger aus der Nachbarschaft, die dann vielleicht auch mal einspringen können. Und genau diesen Konflikt haben wir auch innerhalb unseres Verbandsgebietes. Das ist für uns ein großes Thema, was wir ja, befrieden müssen und auch entschärfen, indem wir zum Beispiel andere ja, Versorgungswege auch etablieren. Das haben wir im Norden gemacht, indem wir eine Verbindung innerhalb des nördlichen Gebietes hergestellt haben, die dann den Süden entlastet. Also das sind so ganz praktische technische Maßnahmen, die wir auch ergreifen. Ja, und dann ist für uns natürlich auch das Thema Wasserrechtsanträge und Dauer der Bearbeitung sehr wichtig. Also gerade im Zusammenhang mit den vielen Diskussionen, die es um ein Wasserrecht gibt, müssen wir uns auch viel rechtfertigen, warum wir jetzt schon wieder Wasser fördern möchten und müssen das gut erklären können. Und diese ganzen Einspruchsverfahren, die sind natürlich auch zeitaufwendig, auch wenn es in einem demokratischen Sinne wichtig ist, dauern die Verfahren dadurch unheimlich lange und das ist für uns auch nicht leicht. Also da arbeiten wir auch dran, dass das hoffentlich irgendwann einmal alles etwas schneller geht. Das sind so Aspekte, die wir besonders verfolgen. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, im Detail wäre das sicherlich einen eigenen Vortrag wert, darauf einzugehen. Dazu haben wir jetzt hier leider nicht die Zeit, aber danke für diesen kleinen Einblick da rein, wie Sie sich mit welchen Überlegungen Sie sich da tragen. Nochmal herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich bin froh, dass das auch mit dieser Online-Lösung gut geklappt hat. Ja. Ganz herzlichen Gruß und Dank aus Luxemburg nach Brake oder wo auch immer Sie im Verbandsgebiet sind. Danke für Frau Puhvogel. Ja. Weiß gar nicht, muss ich jetzt hier, Sie nehmen sich einfach wieder die Macht. Ja. Oh, ja, wir gehen über zum zweiten Themenblock dieser Nachmittagssession. Nachdem wir jetzt einiges über Entwicklung von Wasserbedarfen und Handlungsoptionen gehört haben, geht es jetzt darum, was gibt es denn für konkrete Lösungen, um Wasser auch effizienter zu nutzen? Dazu haben wir jetzt zwei Vorträge. Der erste kommt von Herrn Alex Cornelissen und wird sich der Frage widmen, welche Möglichkeiten bieten uns denn digitale Werkzeuge, Wasserressourcen auch effizienter zu nutzen. Dr. Cornelissen hat 1994 an der Queen's University of Belfast in Umweltchemie promoviert, hat dann in den folgenden 20 Jahren verschiedene Stationen in Beratungsunternehmen, Industrieunternehmen, KMUs, auch beim LIST absolviert und hat dann 2014 ein KMU gegründet, das Software für künstliche Intelligenz in der Wasserinfrastruktur liefert. Und über eine dieser Softwareprodukte und was es leisten kann, wird er uns jetzt im Detail berichten. Herr Dr. Cornelissen, Ihr Vortrag ist, ich glaube, dieser hier. Okay, danke für die Einladung, um heute hier zu sprechen. Wir sprechen über die Nutzung von Digitalisierungslösungen zur effizienteren Wassernutzung. Kleines Übersicht. RTC for Water will ich ganz kurz. Eine
Ausgangslagen. Wie kann künstliche Intelligenz, das Thema von effizienterer Wassernutzung, beitragen? Kurz und dann hoffentlich ein paar Beispiele. Was entwickeln und forschen wir derzeit? Dann werde ich noch mal kurz das Nexus-Projekt, das zusammen mit der Universität abgelaufen ist, besprechen und, wenn es dann noch Zeit gibt, ein paar weitere Beispiele. RTC4Water, wir sind mit 3 Leuten angefangen. In 2015 gibt es jetzt 6 und ich habe gesehen, dass jemand sich einen kleinen Witz erlaubt hat mit meinen Slides, aber okay. So, wir machen intelligente Software für Wasserversorgung und Kanalsystemen und mittlerweile auch eine Kombination davon. Und wir machen das mit modellbasierte prädiktive Kontrolle. Okay, so die Ausgangslage, das ist dann schon das eigentlich Nexus-Projekt zusammen mit der Universität hier in Luxemburg. Wir sind da. Und das hat uns gezeigt, dass ab 2030, 2031 wird die Wasserverfügbarkeit ein begrenzender Faktor für das Wirtschaftswachstum sein. In Luxemburg sind wir wieder ein bisschen anders als in Deutschland und hier sind die Menge Leute das Wichtige im Wasserverbrauch. Wichtig, dass wir heute schon anfangen. Einführung von Wassersparmaßnahmen muss geschehen, Bewertung von Quellen, eigentlich die Liste, die wir schon gesehen haben. Aber was auch aus das Projekt rausgekommen ist, dass es ist im Prinzip machbar. Am Anfang habe ich gedacht, das geht nie, aber irgendwann ist es machbar. Auch machbar mit 1,25 Millionen Leute in Luxemburg. Fast eine Verdopplung von was wir jetzt haben. Aber, und dann ist dann das große Problem, die Klimafolgen können das System destabilisieren. Muss ich sagen, wir sind ganz begeistert als Unternehmen, wie die Behörden das jetzt hier angehen. Ich denke, das muss mal gesagt worden, auch von der Seite von ja, nenne ich mich Industrie, ein kleines Unternehmen. Ich denke, es gibt einen Plan und wir finden das super. Okay. So, das Thema, das Problem natürlich ist, das ist wie das Thema heute, ist ein großes Ding und ich kann nur ein paar Sachen da ausnehmen. Okay? So, wir machen künstliche Intelligenz, wir machen modellbasierte prädiktive Kontrolle und wir machen das in Wasserseite und die Abwasserseite. Wasserseite, so gut wie möglich Wasser liefern, Abwasserseite, so wenig wie möglich überlaufen lassen im Fluss und so viel wie möglich nach Kläranlage. Okay? So, in der Wasserseite Einhaltung der Kapazität Reservé, die wir in Luxemburg kennen, da sind wir gut. Das ist unseres Cash-Cow, um das mal so zu sagen in Unternehmenstermen. Da haben wir über die letzten 5, 6, 7 Jahre unser Geld verdient. Aber eigentlich ist das eine globale Wasserverteilungsoptimierung. Eine Vollausnutzung von von Infrastrukturengpassen sind wir auch, zum Beispiel auch gut. Verbrauchsprognose ist auch in Luxemburg nicht so ein Problem. Mit unserem System braucht man nicht 6 Wochen vorauszusehen. Ein Tag, 2 Tage, eine Woche, 1,5 Wochen reicht. Natürlich wollen wir gerne weiter voraussehen, und das machen wir auch. In Abwasser machen wir einen volumenbasierten Überlaufminimierung. Das heißt, wir verringern das Volumen, das überläuft. Und darüber ein bisschen mehr später. Globale Abwasseroptimierung, natürlich, da gibt es andere Sachen, wo Betreiber an interessiert sind. Sie wollen gerne ihre Kläranlage schützen und so weiter. Ja. Auch berücksichtigen von Infrastrukturengpassen. Es ist nicht gut, wenn irgendwann ein Deckel hochkommt. Regen- und Zulaufprognosen sind wir auch mittlerweile ziemlich stark und auch die Klassifizierung von Regenereignissen gerade vor das
ein Regenereignis auftritt, meint, dass wir unsere Systeme so einstellen können, dass sie maximal funktionieren, wie die Betreiber es wünscht. Kleine Sachen, die wir am Moment wirklich an Bearbeiten sind, und da muss ich sagen, dass die Wasser- und Abwassersysteme bei uns irgendwann ein gemeinsamer Code, sage ich mal, ein gemeinsamer Software-Teil hat. Und das gemeinsame Teil wird auch immer größer. So wir steuern so viele Pumpen, an Auspumpen, Pumpen, die ein Minimalvolumen haben und so weiter. Aber was wir jetzt auch gemacht haben, ist ein ganzes Pumpset schon optimal zu steuern. Und das ist nochmal etwas schwieriger, das können nicht viele. Überwachung, natürlich überwachen wir unsere Systeme. Vorteil davon ist, man kann das intelligente System überwachen. Du brauchst nicht ganz in die Details von das System zu gucken. Das bringt auch Vorteile, dass man mit einer Person, meistens Alex, kann man ganz Luxemburg überwachen. Und Teil davon machen wir das auch. Was da auch gesehen ist Digital Twinning. Und Digital Twinning ist, wenn man ein Modell von einem System hat, kann man das Modell auch live mitlaufen lassen. Wenn man das Modell live mitlaufen lässt und du guckst nach den Unterschieden zwischen das Modell und die Wirklichkeit, kann man sehr gut sehen, wo es Probleme gibt. Ja? Machen wir. Spülen und Entleeren, das an beide Seiten. Weil das, was in Luxemburg noch ab und zu mal passiert, ich kenne da eine Gemeinde, die macht das sehr gut, die spülen immer, jeden Freitag, 400 Kubikmeter. Ja? Und das ist natürlich super, aber in einer Hochverbrauchssituation willst du das lieber nicht. Ja? Und so die Spülsysteme, die müssen intelligenter werden. Langzeitprognose, wir machen das, aber in das Projekt hier, was ich heute besprechen werde, haben wir das gemacht, eine Langzeitprognose, jede Stunde bis 2045. Hat ein bisschen Rechenarbeit von unserer Server erübrigt, aber okay. Qualitätsoptimierung, da sind wir jetzt dabei mit unserem Projekt Linkwasser, hat der Staat, Luxemburg Staat, hat uns 656.000 Euro Bezuschussung gegeben, um am Abwasser eine lastbasierte Optimierung zu machen. Weil es ist natürlich nicht gut, wenn sauberes Wasser, sauberes Regenwasser über die Kante geht, sauberes Regenwasser nach Kläranlage geht und eine höhere Konzentration von Abwasser über die Kante geht. So, bin ich da durch? Ja. Was macht ein global prädiktiver Regler? Es analysiert das Netzwerk, es optimiert das Netzwerk. Ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass unsere GPC sind vollständig autonom. Sie machen und mittlerweile machen es auch sehr gut. Sie regeln Ventilen, sie steuern Pumpen, sie machen alles, was ein Betreiber normalerweise tut. Es ist ein Autopilot. Du kannst weglaufen und es funktioniert auch wie ein Autopilot. Es ist, okay, ich will gerne die Kontrolle übernehmen. Okay, ich bin bereit, du kannst die Kontrolle übernehmen. Ich übernehme die Kontrolle. Genauso wie ein Flugzeug passiert das bei GPC auch. Wie läuft so ein Projekt? Im Wasserbereich modellieren wir mit EPANET und mittlerweile sind wir so weit, dass aus einem Modell können wir direkt unsere Kontrolle generieren. Es ist Knopfdruck. Drückt einen Knopf, 5 Minuten später hat man das Modell. Es ist eine große Einsparung, schnell, effektiv. Meinst du, du kannst auch offen machen, du kannst ein Modell ändern und so weiter. Ja? Dann gibt es eine Direktverbindung zwischen das Modell und die GPC, Global Predictive Controller, die du dann zuletzt gemacht hast. Kann man simulieren. Man hat Daten, kann Simulationen durchführen, sicher gehen, dass alles gut ist. Dann kann man das Ding installieren bei einer Gemeinde oder bei einem Syndikat und dann fern überwachen. Ja?
Es ist wichtig zu wissen, dass GPC hat sein eigenes internes Modell. Ein vereinfachtes Modell, das es möglich macht, um superschnell eine Optimierung zu machen. Nicht so detailliert als ein EPANET-Modell, aber gut genug. Warum gut genug? Weil das Modell optimiert jede 10, 15 Minuten. Und das meint, dass man auch die Vorhersage nicht so benötigt. Die 15 Minuten Intervallen, die machen Ungenauigkeiten in das System und flachen das aus. So sieht mittlerweile die Überwachung aus und Sie können sie Ihre eigene Dorf, Stadt, was auch immer aussuchen. Das einfache Abwassersystem ist das SIDEN-Abwassersystem. Da haben wir auch ein GPC für Abwasser. Ja, alle anderen sind Wassersysteme. Das SIDEN-System kontrolliert das Abwassersystem rund um die Stausee und versucht, da so wenig möglich Abwasser in unsere Trinkwasserspeicher reinzubekommen. Okay, so wie versprochen, ein kleines Beispiel. Hier gibt es ein kleines Versorgungssystem mit 4 Behältern am linken Seite, wo die Kapazität Reservé so rund die 5000 Kubikmeter pro Tag ist. 4 Behälter, Ventilen, alles. Okay, dann habe ich mal ein kleines Profil aufgestellt mit einem Verbrauch, das nach Tag 5 über die Kapazität Reservé hinausgeht. Und dann für die nächsten 3, 4 Tage da bleibt. Natürlich ist das in Praxis nicht so, weil meistens ist es so, wenn zum Beispiel, ich nehme mal ein kleines Dorf, Boos, wahrscheinlich alle bekannt. Boos hat ein System, das im Woche nicht so viel Wasser verbraucht, aber im Wochenende viel mehr. Betzdorf ist genau umgekehrt. Sie wissen warum. Und der Betzdorf verbraucht in Woche viel mehr Wasser als im Wochenende. So, es ist oft eine Frage von, kann ich durchhalten, bis ich wieder ein paar Tage bekomme, wo ich die Speicher ein bisschen auffüllen kann. Aber in diesem Fall habe ich das nicht gemacht, um es einfacher zu machen. Hier sind die Ergebnisse. So, an der linken Seite eine klassische 2-Punkt-Regelung, an der rechten Seite GPC. Man kann sehen, dass nach, was ist es, ja, so zu 9 Tagen ist die 2-Punkt-Regelung, dass ein von den Großbehältern ist leer. 0. Das heißt für uns ein Fehler. Ein Behälter ausfällt, ist ein Fehler. Und warum ist das? Erstmal, weil eine 2-Punkt-Regelung nicht optimal normalerweise regelt. So, die Ausgangslage ist nicht gut. Und zweitens, weil ein Behälter ist leer und die anderen haben noch Wasser. Ja? So soll es nicht sein. Von GPC-Seite ist das System viel besser drauf. Das kann noch 2, 3 Tage durchhalten. So, GPC macht kein Wasser. Es ist keine Magie. Man muss nur mit künstlicher Intelligenz versuchen, so gut möglich dein Wasser zu benutzen. Und das ist für uns das Idee. Die Idee ist, dass wir in Luxemburg weit ein System bekommen, das mit das Wasser, das wir haben, lange auskommt. Natürlich, wenn wir eine Dürre haben, die von der 1. Juli bis 15. Juli einen unglaublich hohen Wasserverbrauch hat, dann haben wir sowieso ein Problem. Da kann GPC auch nicht mehr helfen. Aber 3, 4 Tage bekommen wir raus. Okay, so Modellierung, so sieht das ein von den Modellen raus. Das ist hier Useldange, Esdorf, das ist ein Teil von das DEA-System. Wenn ich ein bisschen größer gehe, dann das auch noch laufen lassen. So, das ist das Norden von das Land. Das ist das, müssen wir denken, der Westen von das Land. Das ist Osten. So, DEA, SIS, CDR. Luxemburg Stadt haben wir noch nicht als Kunde. Ja.
Und das sind schon ein ziemlich großer Teil von Luxemburg-Behältern, die wir kontrollieren. Wir haben mittlerweile Verträge mit ungefähr 70% von allen Gemeinden, um es mal so zu sagen. Okay, neue Entwicklungen, digitale Zwilling. Wir haben einen Kooperationsvertrag mit Rittmeier in der Schweiz, wo wir mittlerweile schon 4 oder 5 Verträge haben im Abwasserbereich. Und da ist die Begeisterung unglaublich groß. Speziell die digitale Zwilling-Begeisterung. Weil Rittmeier ist sehr stark in Visualisieren. Die haben Produkte auf ihre SCADA-Systemen, die ein super Bild geben an einen Betreiber, was genau geschieht im System. Und mit einem digitalen Zwilling kann man auch einfach 3 Stunden voraussehen, kein Problem. Und das Schöne davon ist, dass ja, für sie ist das super, das wollen sie und Geld ist nicht so wichtig. Natürlich ist für uns Geld auch nicht so wichtig, ein bisschen wichtig. Okay, Linkwater, ja, habe ich schon erwähnt. Wir haben da zwei neue Leute angestellt mit Professor Voß, die das Projekt mit uns betreut in der Universität. Und es geht darum, zu sorgen, dass, wenn man an die linke Seite ein High-Load-Abwasser hat in ein Rüb, dass die nicht in Fluss gelandet, aber an die andere Seite, die B, das ist die korrekte Seite, die Low-Load-Rüb, das Wasser muss in Fluss rein und nicht umgekehrt. Und ich denke, wir sind schon heute da ziemlich gut, aber das Projekt hier ist, um sicher zu gehen, dass das auch wirklich auf die Konzentration geht. Wir haben da ein Patent angefragt und auch bekommen. Was wir da machen, ist ein Teil, zumindest ein Teil davon, ist, wir wissen vor große Teile von Luxemburg, was die Wasserversorgung macht. Und wenn man weiß, was die Wasserversorgung macht, weißt du auch, wie viel Abwasser du ungefähr erwarten kannst. Außer dann vielleicht im sehr trockenen Sommertage, wo viele Leute ihre Garten mal bewassern. Okay. So, wenn man das weiß, wie viel Wasser man bekommen soll, kann man auch viele Sachen einschätzen, Fremdwasser einschätzen und man kann die Konzentration auch einschätzen, ohne sie messen zu müssen, weil wir haben das versucht. Viele Leute haben es versucht, es ist nie gelungen bei niemand. Okay, dann springe ich. Ich hoffe, Sie können mithalten. Ich springe jetzt nach das Nexus Future Projekt, das Projekt mit der Universität, die wir zusammen gemacht haben, wo wir die ganze Wasserversorgung von Luxemburg angeguckt haben. Da haben wir geguckt, wie viel Wasser kann Sebes liefern, wie viele Brunnen haben die Gemeinden, wie viele Quellen haben die Syndikaten, wie viel Speicherplatz ist da, weil das ist oft ein vergessener Parameter. Man muss wissen, wie viel Speicher, wenn du eine Steuerung machen musst, dann ist die Speicherplatz das Wichtige. Und was man dann auch in die Grafiken sehen wird, wir gucken auf die Speicherplatz. Wie viel Speicherplatz ist voll? Ja, das ist für uns die wichtige Parameter. Speicherpark leer, keine Versorgung, ist ein Fehler. So, ja, das sind alle Behälter, die wir bis 2025 steuern werden. Unter ein Bild. So, die wichtige Annahme, ich habe schon erwähnt, die Bevölkerungszuwachs in Luxemburg ist ein von den wichtigen Faktoren. Da haben wir 3 verschiedene Modelle. Diese Annahmen sind sehr komplex. Es gibt das Projekt, das hat viele Personen, die da mitmachen. Es sitzen zumindest 10 hier im Saal. Und diese Annahmen sind richtig komplex. Ich habe nur 2 rausgenommen. Das ist die Bevölkerungszuwachs und die Wassersparung in Haushaltung. Ohne Wassersparung ist es klar, das geht nicht.
wir müssen Wasser sparen. So, wir haben dann 5 Referenzjahre genommen, in diese Referenzjahren projektiert in Zukunft. Vielleicht, das ist ein bisschen ein simples Verfahren, aber ich denke, das ist ein gutes Verfahren. Das geht ziemlich gut. So, man kann sehen, wie jedes Jahr in Zukunft mit die Ausnahmen natürlich reingenommen, die Ausnahmen, die Bevölkerungszuwachs, alles damit eingerechnet. Wie geht das? Und man guckt dann, dass wir nicht zu niedrig fallen mit unserem Speichervolumen. Und das hier zum Beispiel ist, wenn wir nächstes Jahr die neue Anlage starten oder nicht. Zumindest das sind unsere Berechnungen. Und George hat mir gerade gesagt, Januar wird gehen. So alles Paletti, würde ich da mal sagen. Aber wenn man weiter guckt, dann gibt es die 3 verschiedene Szenarien. Smart Sustainability kann man so ein bisschen sagen, weiter wie wir es jetzt machen. Ja? Web of Life, wir gehen ein bisschen zurück nach Natur und Common Good ist, wir gucken allen, dass wir zusammen durchkommen. Das ist ein unglaublich grober Weg, um es zu sagen. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr detaillierte, ich denke auch sehr gut aufgebaute Ideen, wie Luxemburg wachsen wird bis 2045. Wir haben nur die Wasserseite davon gemacht. Wie gesagt, das sind Stundendaten. Ja, so jede Stunde haben wir berechnet. Und man kann sehen, dass weitermachen, so wie es geht, wird irgendwo so rund 2032, wenn ich mich ja so erinnere, 28, 30, wird schief gehen. Web of Life, super. Kann man gut irgendwo dazwischen hin. Irgendwo wird es mal einmal schief gehen, aber ist gut. Wichtig, um zu sagen hier, ist, dass der Klimawandel ist nicht rein. Ja, das haben wir separat gemacht und zwar hier. Haben wir gesagt, okay, wir wissen es nicht. Wir haben auch mit anderen Vereinen gesprochen und haben gesagt, es ist sehr schwierig. So, wir haben mal alle Daten, die wir genommen, die wir kennen, auf eine Linie gesetzt und sagen, okay, das ist die Temperatur und das ist das Verbrauch. Und das haben wir normalisiert und dann ist diese Kurve rausgekommen. Super einfach. Ja. Es kann viel komplizierter. Es kann, aber es sind Tausende von Zehntausende von Daten. Das ist nicht so ein klein bisschen Daten, das sind sehr viele Daten. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt noch 25, 30 gehen, wie geht das dann? 1,3 und 1,31 ist das normale durchschnittliche Verbrauch. 1,3, 1,4, 1,5, das schaffen wir nicht. Ja? Und das ist für uns jetzt das Problem. Hier die Klimawandel, um einzuschätzen, wie hoch die 1, etwas ist, da will ich gerne noch weitermachen. Aber es ist schwierig. Irgendwann muss man das Projekt als abgeschlossen ansehen und sagen, okay, es gibt so etwas und weiter geht es nicht. So, das ist so ein bisschen das. Dann springe ich ich will noch ein paar Sachen da machen, nach Altenrhein. Altenrhein ist am Bodensee in der Schweiz. Abwassersystem. Und da ist natürlich die Frage gekommen, kannst du uns besser steuern? 17 Gemeinden, 60.000 Einwohner. Ja, schönes Modell haben wir da gebaut. Und das Schöne von dieses ist, dann ist jeder in unserem Unternehmen, die ist sehr begeistert, weil Speicherplatz ist, was wir verwalten. Und größer ist besser. Ja, Modell in Action, so glaube ich. Ja, so das ist das Modell, das läuft durch ein typisches Regenereignis hin. Man kann ein bisschen sehen, wie das geht und wie viel überläuft. Nur um das ein bisschen so anschaulich zu machen.
haben wir Simulationen gemacht, haben wir gesagt, okay, wie viel können wir das verbessern? Und wir haben dann gesagt, okay, wir nehmen die Drosselauflaufen von einem Ablaufsystem oder wir nehmen ein Qmax von einem System oder. Ja? Und wenn man das so ein bisschen anguckt, die letzten drei sind auch noch wichtig vielleicht, das sind die Volumen, die die Betreiber gern sieht an Kläranlagen. Natürlich irgendwo rund die 700. Ich muss schnell sein, ja. Ungefähr, das Schöne von die großen Stoller ist, dass wir eine Verbesserung bekommen von bis zu 45%. So eine Verringerung von das Überlaufvolumen bis zu 45%. Und das ist super, weil da haben wir nämlich lange nach gesucht. Das Problem ist, mit unseren Systemen, die 15-20% verbessern, das ist sehr schwierig zu sagen, sehr schwierig zu beweisen. Die Beweislage ist sehr schwierig. Und jetzt will ich aufhören. Das sind die Grafiken davon. Und was Sie sehen können, dass die Konzentrationen da, die sind noch nicht, die glauben wir noch nicht. Und das machen wir jetzt. Okay. Ich denke, das Letzte, was ich noch sagen werde, ist, dass wir haben jetzt angefangen, Regenklassifizierungen zu machen, sodass wir ein Regenereignis klassifizieren können und dann gegen einen Betreiber sagen, das wird ein Regenereignis 1 oder 2 oder 3. Und die Betreiber kann dann sagen, okay, für diese Regenereignisse wünsche ich mich Einstellungen für GPC, weil ein Betreiber will gerne etwas haben, das er regeln kann. Und ein riesiges Regenereignis, wie wir Anfang von Jahr hatten, da macht GPC nichts, da macht eine Kläranlage nicht, da macht ein nichts. So, dann ist es besser, um die Kläranlage dann ein bisschen zu drosseln, die Überlaufen offen zu drehen und das gehen zu lassen. Das ist ein Regenereignis 3 oder 4. Ja. Ein Regenereignis 1, da willst du das Wasser zum Kläranlage bringen, weil das hat einen höheren Verschmutzungsgrad und so weiter. Aber ich werde da nicht weitergehen. Danke vielmals. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Cornelissen. Ich wollte Sie nicht abwürgen, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Danke für diesen beeindruckenden Einblick in das, was Ihr System leisten kann, und auch für die schönen praxisnahen Beispiele. Wir haben Zeit für eine dringende Frage an Herrn Cornelissen. Darf ich da mal eben reingrätschen? Kann man mich hören? Ja. Die Folien werden nicht mehr übertragen. Wir hier in der Ferne, wir haben jetzt die ganze Zeit den Saal gesehen. Vielleicht kann man da wieder die Freigabe für den Desktop einrichten. Mehr Ja. wollte ich gar nicht. Danke für den Hinweis. Sehr gut. So, und jetzt kommt der Härtetest, ob das jetzt nur an der Präsentation hängt oder auch funktioniert, wenn wir die nächste Präsentation öffnen. Machen wir da gleich mal den Test. Man kann den ganzen Desktop freischalten. Dann muss man das nicht jedes Mal verändern. Ja, angekommen. Ist nicht.
Dann kündige ich schon mal an. Also der nächste Sprecher ist ein Mann mit einer ganz stringenten fachlichen Vita. Herr Professor Lon Dong ist ein Siedlungswasserwirtschaftler reinsten Wassers, würde ich sagen. Er hat an der RWTH Aachen studiert mit Schwerpunkt Siedlungswasserwirtschaft, hat dann dort auch promoviert im Bereich Siedlungswasserwirtschaft, hat dann nicht das Fach, sondern nur den Standort gewechselt, ist an die Bauhaus-Universität in Weimar gegangen, wo er im nächsten Monat das 10-jährige Jubiläum feiern darf als Leiter der Professur für Siedlungswasserwirtschaft. 20. Okay, dann stimmt eine Jahreszahl in der Vita nicht. Gut, ja, dann. Ja, danke für die Ankündigung, meine Damen und Herren. Nach der Zeit in Aachen war ich 14 Jahre beim Wupperverband, also habe so ein bisschen Praxis dann doch gemacht. Auch wenn ich mich da oben jetzt im Elfenbeinturm sehe und Sie vielleicht einige der Dinge, die ich jetzt sagen werde, gern auch als Ruf aus dem Elfenbeinturm verstehen möchten. Ja, und bei mir gibt es das Wichtigste zuerst. Das ist meine Zusammenfassung. Also, ich habe oben aufgeschrieben, das, was wir heute den ganzen Tag gehört haben, Dürre und Starkregen sind Herausforderungen und Herausforderung ist ja was Positives, werden wir schon meistern. Ich will Ihnen nochmal auf einen Zeitaspekt eingehen, nämlich die Antibiotikaresistenzen, weil ich glaube, das ist eine noch deutlich größere Herausforderung. Und wenn wir über Wasserwiederverwendung sprechen, überhaupt über Wasserverwendung, also Trinkwasser ist da ja nicht ausgeschlossen, dann müssen wir immer das im Hinterkopf haben. Also Hygiene und Resistenzen werden zunehmend wichtig. Und da bei uns bekanntlich das Trinkwasser aus dem Hahn kommt und wir gar nicht fragen, was da drin ist, und wenn wir Wasser wiederverwenden, wird es genauso sein, müssen wir Hygiene wieder in den Vordergrund stellen. Werde ich noch was zu sagen. Ich kritisiere die Prinzipien der Siedlungswasserwirtschaft, die basieren auf Mischen, Verdünnen und schnellem Ableiten und dann Entsorgen, weil diese behindern die Wiederverwendung und fördern Resistenzen. Das werde ich Ihnen noch mal zeigen gleich. Die Abwassersysteme lassen sich aber umbauen. Auch da werde ich Ihnen Beispiele zeigen. So umbauen, dass sie den Schwammstadtgedanken fördern und auch in hygienischer Hinsicht in Ordnung sind. Wir wissen, dass Infrastrukturmaßnahmen sehr langfristig angelegt werden müssen. Und auch das ist nochmal ein wichtiges Thema. Also meine 3 Schwerpunkte: zu viel oder zu wenig Wasser. Bei Wiederverwendung sind wir ganz schnell dabei, zu wenig Wasser. Also auf Starkregen werde ich mich nicht mehr stürzen, auf Hygiene und Antibiotikaresistenzen am Anfang allerdings schon. Ja, solche Bilder haben wir vorhin auch schon gesehen. Nicht? Stadtgrün ist angesagt, es reduziert die Temperaturen, es ist optisch angenehm, aber es verbraucht Wasser. Und gar nicht mal so wenig Wasser. Also so eine Fassade, das geht ja noch. Da rechnet man so mit 2 Liter pro Quadratmeter und Tag. Aber so ein Stadtbaum, der hat schon 70 Liter pro Tag an Wasserbedarf, also erheblich. Und das Wasser muss ja irgendwie zur Verfügung gestellt werden. Ja, und solche Bilder kennen Sie nicht. Da fährt dann die Stadt rum mit einem Wasserwagen und spritzt Wasser auf den Baum. Und der Kollege, der da steht, der entscheidet, wie viel Wasser der Baum braucht. Und man kann das optimieren. Ich habe gerade in Helsingborg ein tolles System gesehen, hier unten. Das sind also Feuchtesensoren an den Bäumen. Und die haben die Laternen da oben mit Wifi und Netz ausgestattet. Und jetzt weiß der Mensch, der mit dem Wagen fährt, wie viel Wasser er an welchem Baum schütten muss. Er schüttet immer noch Trinkwasser dahin und fährt immer noch mit dem Diesel-LKW. Aber immerhin, er dosiert jetzt richtig. Okay, wenn wir mal weggehen und gucken uns an, was kann man denn bei Regenwasser tun? Und da bin ich ein bisschen entsetzt. Mit dem Thema beschäftige ich mich jetzt schon sehr lange, spätestens seit der internationalen Bauausstellung Emscher Park, die 1999 zu Ende gegangen ist, sollte man eigentlich wissen, wie man Regenwasser bewirtschaftet. Es ist offensichtlich aber in vielen Stellen noch längst nicht angekommen. Ich schaue mir regelmäßig ein Projekt in Malmö an, wo das vorbildlich gemacht ist. Das Bild habe ich 2001 gemacht, da stand das erste Haus.
2021 steht das Haus immer noch und man sieht jetzt eine wunderbar grüne, was Sie da vorne sehen, ist Regenwasser, also mit perfektem Management vom Regenwasser hat man da Wasser in die Stadt gebracht, im Übrigen tatsächlich mit großem Speichervolumen, allerdings mit offenen Becken und wir haben natürlich einen sehr hohen Wasserverlust durch Verdunstung. Einerseits nett, ja, weil der Temperatureffekt, der oft erwähnt wird, kommt ja im Wesentlichen aus der Verdunstung. Also das Wasser ist dann wieder in der Luft. Okay, das sind, würde ich mal sagen, sollte Stand der Technik sein, müsste sich vielleicht noch deutlich mehr verbreiten. Ja, unterschiedliche Städte haben sich unterschiedlich damit beschäftigt. Hamburg ist so eine Stadt, die sehr stark aufs Regenwassermanagement gesetzt hat, auch entsprechende Regeln. Nun ist es in Hamburg vielleicht auch etwas leichter, weil die Stadt und das Land sind identisch. Also da kann man vielleicht auch schon mal einfache Regeln machen, die dann auch umgesetzt werden. Also da gibt es sehr schöne Unterlagen. Ich habe Ihnen, wenn das nachher als PDF verteilt wird, können Sie mal im Internet gucken. Da gibt es das Regelwerk, wie man mit Regenwasser in der Stadt umgehen soll. Sehr schön gemacht. Auch Leipzig hat sich sehr engagiert bei dem Thema mit dem Platz Leipziger Blau-Grün. Hier hat man zum Beispiel solch eine Baumregole entwickelt. Also das Wasser fließt dann, überstaut den Bereich und wird dann gespeichert im Wurzelraum. Auch hier setzt man noch besondere Substrate ein, die ganz besonders viel Wasser speichern können. Also dann auch mal ein paar regenarme Tage überwinden hilft. Ja, das gibt es nicht nur in Hamburg und in Leipzig. An vielen Stellen hat man solche Systeme entwickelt, wie man Wasser den Bäumen zuführt aus dem Regenwasser. Würde ich auch mal sagen, ist mittlerweile Stand der Technik. Auch die tollen Bodensubstrate, die in Gelsenkirchen am IKT entwickelt worden sind. Also Stand der Technik könnte man jetzt mal umsetzen. Wären wir fertig, könnte ich jetzt meinen Laptop zuklappen und sagen, haben wir doch gelöst das Problem. Wir haben genug Wasser aus dem Regenwasser. Ja, die Zahlen, die ich jetzt heute nochmal wiederholt und verstärkt gehört habe mit der Anzahl der Tage mit Dürre und auch die Länge der Perioden ohne Regen, bringt mich aber dazu, doch nochmal nachzufragen. Also ist es denn wirklich ausreichend, Regenwasser zu nehmen? Und haben wir wirklich genug Trinkwasser? Weil das war ja jetzt in den Bedarfsprognosen kaum eingerechnet, wie viel Wasser denn das Stadtgrün verbraucht. Und wenn wir jetzt überall Schwammstadt und grüne Stadt machen, sagen, ja, wir müssen Trinkwasser nehmen, dann müssen wir die Bedarfsprognosen vielleicht doch nochmal anpassen. Weil 70 Liter pro Baum, ein Baum pro Einwohner, ja, dann haben wir schon ziemlich viel von unseren 124 Litern am Tag verbraucht. Okay, was hätten wir denn für Alternativen? Also, wir könnten Regenwasser und Trinkwasser nehmen, das kennen wir schon. Drainagewasser, vielleicht auch mal ganz spannend, geht jetzt als Fremdwasser in die Kanäle. Da gehört es gar nicht rein. Wir wollen kein sauberes Wasser auf der Kläranlage haben. Wir könnten das behandelte kommunale Abwasser nehmen. Wird immer wieder diskutiert. Das ist nur an der falschen Stelle. Die Kläranlage ist flussab, weit weg hoffentlich von der Bebauung. Also wir müssten ein Brauchwassernetz aufbauen und alles zurückpumpen. Kann man tun? Ja, und die neue Idee, wir könnten doch Grauwasser nehmen. Grauwasser ist das Wasser, was kein Toilettenwasser enthält. Und das fällt ja dezentral an, in jeder Straße, in jedem Haus. Müssten wir nur separat erfassen. Zum Abwasser als solchen, dem Mischabwasser, da gibt es sogar ein Themenband der DWA. Und in Deutschland gucken wir immer drauf, was geregelt ist. Also man kann da einige Informationen rausziehen. Aber damit will ich mich jetzt nicht weiter beschäftigen. Die Beispiele können Sie hier in diesem schönen Buch nachlesen, sondern mehr zu den Sachen was erzählen, die Sie vielleicht nicht so kennen. Also Grauwasser. Problem bei Grauwasser, es fällt ja nicht getrennt an. Ich weiß gar nicht, wie die Regel in Luxemburg ist. Also in Frankreich zum Beispiel sagt die Euronorm für die Entwässerung, man darf Toilettenwasser und Grauwasser im Haus nicht mischen. Müssen 2 Leitungen vorhanden sein. In Deutschland ist genau das Gegenteil geregelt. Da steht drin, es muss in einer Leitung abgeführt werden, wenn man diengerecht arbeitet. Ja, das ist schlecht. Kommen wir gleich noch drauf.
ein sehr altes Projekt in Berlin am Potsdamer Platz. Dort hat man ein größeres Quartier schon gebaut, damals mit 2 Leitungen. Es gibt also Grauwasser, was getrennt anfällt. Und diese Anlage da hinten ist die Behandlungsanlage und an in Nolde ist der Promoter. Und es gab ein großes BMBF-Projekt jetzt zu der Anlage, wo man dann das Wasser auch tatsächlich genutzt hat. Die Idee war, Gewächshäuser auf die Flachdächer in Berlin zu stellen und dort Aquaponik zu betreiben. Und Hydroponik, man sieht hier gerade, wie Salat mit gereinigtem Grauwasser und dem Dünger aus dem Schwarzwasser wächst. Also eines der wenigen Pilotprojekte, die gezeigt haben, das geht. Wir reden jetzt nicht über Genehmigungsverfahren, weil das würde das sprengen. Es ist nicht ganz leicht, weil das ist ja in Berlin passiert und die Umweltsenatorin war sehr angetan und das ist mal als Modellprojekt durchgegangen. Alles schön. Können wir im Neubau machen und da, wo es getrennte Leitungen gibt. Das machen wir im Bestand. Die meisten Gebäude sind Bestandsgebäude und deswegen sind wir in 2 Projekten hingegangen an der Bauhaus-Universität und haben uns überlegt, was können wir tun. Also das ist die neueste Entwicklung, das Projekt ist jetzt gerade abgeschlossen. Die ersten Prototypen sind gebaut. Ein sogenannter Abwasserweiche, ein Schacht, der hat 2, mal den Pfeil da sehen, 2 Behälter, nee, zeigt das nicht, 2, also hier ist ein Tank sozusagen im Tank. Das ist ein klassischer Vakuumschacht, der umgebaut wurde. Und da kommt das Schwarzwasser rein und da das Grauwasser und das System wird über eine Weiche gesteuert, ein Ventil. Hier ist noch ein Schieber eingezeichnet. Wir haben mittlerweile ein viel besseres System, einfach mit einem Schwenkarm, ganz einfach. Und jetzt ist die Frage, woher weiß dieses Stellglied, wann Schwarzwasser und wann Grauwasser kommt? Ja, wir haben viel gedacht mit Sensoren und wir haben gesagt, wir wollen gar nicht ins Haus. Da kam die geniale Idee, wir halten mal ein Mikrofon in den Schacht. Sie können am Schall erkennen, welche Wasserverbraucher gerade Abwasser liefern. Und die Toilette hat einen so eigenständigen Sound, den erkennt man sofort. Also man kann über die Schallauswertung das machen. Wir sind dabei jetzt noch eben auch mit künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzen und allen Schickimicki rauszukriegen, was machen wir denn bei Mehrfamilienhäusern? Wann geht das und wie gut ist der Trennungsgrad? Und je nachdem, was wir wollen, können wir das dann optimieren. Und bei einem anderen Projekt haben wir uns mal mit der Sanierung von Hausleitungen beschäftigt und sind in der Lage, jetzt einen Doppel-Inliner einzuziehen. Also in einem Verfahren können wir aus einem Rohr 2 Rohre machen. Und wir haben auch mal hydraulisch untersucht, diese Niere hier, die hat sogar noch ein besseres Abflussverhältnis als der Kreis. Also wir kriegen es tatsächlich hin, dass wir in der Mitte kein Wasser haben, also keinen Unterdruck erzeugen, wo man dann die Siphons leer saugen würde. Funktioniert. Ja, und dieser kleine hier, dieses kleine Rohr, das ist unterdruckfähig. Ich könnte hier also ein Vakuumsystem und eine Vakuumtoilette anschließen. Also wir sind in der Lage, mit relativ einfacher Technik auch im Bestand zu trennen. Ja, was machen wir denn dann? Das machen wir auf lokaler Basis. Und hier auch ein noch laufendes Projekt. Wir haben hier eine Vertikalkläranlage entwickelt. Das ist eine Fassadenbegrünung. Und hinter der Fassade ist ein Substrat, durch das Grauwasser filtriert, auf dem Bakterien wachsen, wo auch Stickstoff oxidiert wird und das Nitrat wird von den Pflanzen aufgenommen. Wir haben also eine Verdunstung vom Grauwasser und das Überschüssige wird sozusagen wie in einem Tropfkörper gereinigt, im Festbettreaktor gereinigt. Ziel hierbei ist, das Wasser, vielleicht müssen wir es noch nachbehandeln, auf Regenwasserqualität zu bringen, um es dann mit dem Regenwasser zu bewirtschaften, in den gleichen Systemen. Ja, der Trick hierbei ist, dass wir festgestellt haben, dass diese Fassaden extrem unter Sonne und Hitze leiden. Und dann haben wir uns gedacht, okay, müssen wir die beschatten. Aber wenn wir die beschatten, können wir auch direkt Solarmodule einbauen. Also wir haben jetzt hier auch die Energieerzeugung integriert mit einer grünen Fassade und einer Abwasserreinigung, also sozusagen multifunktional. Okay, ich zeige Ihnen
Noch ein Beispiel aus einem Forschungsprojekt. Das ist jetzt die Folge von dem tollen TWIST-Projekt. Das Fraunhofer Institut ist jetzt in der Lage, in Lünen eine Grauwasser- und Regenwasserallee zu bauen. Hier sehen Sie jetzt den Bauzustand, das ist wirklich jetzt umgesetzt. Hier wird Regenwasser gespeichert und für die Stadtbegrünung benutzt und Grauwasser wird separat aufbereitet und dann mit dem Regenwasser in dieser grünen Allee bewirtschaftet. Ja, so viel nett, nicht? Jetzt haben wir Grauwasser, jetzt haben wir das noch nutzen können. Jetzt bleibt da so ein blöder Teilstrom über Schwarzwasser. Ja, und wenn jetzt jemand hier Kanalexpertin oder Kanalexperte säße, der würde mir direkt sagen, du spinnst wohl, kannst du nicht das Grauwasser rauslassen, da fließt doch nichts mehr, da bleibt doch alles liegen. Ja, schlecht. Auch wenn wir Wasser sparen, ist schlecht. Dann geht der Schwemmkanal nicht mehr wirklich. Ne? Also wollen wir trotzdem Wasser sparen, haben wir aus anderen Gründen gehört. Also müssen die Kanalmenschen sich mal ein bisschen bewegen. Und auch das ist möglich. War schwierig, aber möglich. Ja, ich zeige hier nochmal ein Beispiel, was unsere Freunde aus Schweden gebaut haben. Das ist ein Projekt in Helsingborg. Und Sie sehen, die Aufnahmen sind relativ neu. Ich war da jetzt gerade und habe mir das mal angeguckt. Hier sieht man einen ganz neuen Stadtteil, der entsteht. Der erste Teil ist fertig, der zweite wird gerade gebaut. Und man hat hier gesagt, wir erfassen getrennt Grauwasser, Schwarzwasser und Spezialität in Schweden, Küchenabfälle. Küchenabfälle getrennt erfasst, aus zwei Gründen. Erstens, es ist jemand anders zuständig. Die Abwasserleute dürfen sich gar nicht mit Küchenabfall, mit Biomüll beschäftigen. Und solche Situationen kennen wir in Deutschland auch. Deswegen ist in Hamburg, in Jenfeld zum Beispiel dann auch kein Küchenschredderer eingesetzt. Ja, das Schwarzwasser wird über Vakuumleitungen abgesaugt, Vakuumpumpen dann zur Kläranlage gebracht. Grauwasser geht in Freigefälle und das Küchenschredderzeug wird auch im Freigefälle in die Keller der Gebäude und dann mit einer Druckleitung in die Anlage gepumpt. Dort wird Schwarzwasser und Küchenabwasser separat gefault, erstmal hygienisiert, dann in einem USB-Reaktor ausgefault. Auch was ganz Spannendes, die Wärme für die Hygienisierung bekommen Sie über eine Wärmepumpe aus dem warmen Grauwasser. Also es wird nicht nur das Grauwasser genutzt, sondern auch die Grauwasserwärme. Genau, also die Anlage wird dann, das ist die Grauwasseranlage, die Schwarzwasseranlage, okay, und dann gibt es noch eine Nährstoffrückgewinnung, eine Fällung von Phosphor, Struvit wird hergestellt und Ammoniak gestrippt. Somit hat man auch diese Stoffe raus. Das dann nährstoffentfrachtete Wasser geht wieder in die Grauwasseranlage und wird aufbereitet. Ja, und auch da hat man sich als Pilotanlage alles überlegt. Also Tim, für 2 Cent den Liter kann man das nicht mehr machen, was da jetzt passiert. Ja, also das wird biologisch gereinigt. Dann gibt es noch eine Ozonung. Dann gibt es eine Nanofiltration. Und dann hat man quasi Trinkwasserqualität. Bräuchte man hier gar nicht unbedingt in Helsingborg, weil so großen Wassermangel gibt es da nicht. Ist aber mal da, um zu zeigen, was man alles machen kann. Ja, also das mal als Beispiel. Ich würde aber jetzt gern zu einem anderen Thema kommen und noch ganz kurz über Systembetrachtungen sprechen. Ich habe hierzu mal eine Grafik adaptiert, die vom Kollegen Finnekamp aus Aachen stammt. Die haben sich in dem Hyreka-Projekt nämlich mal mit beschäftigt. Wie kommt denn eigentlich Pathogene und resistente Bakterien, wie kommen die eigentlich ins Gewässersystem? Das sieht man eigentlich sehr deutlich an diesen Bilanzen, die gemacht haben. Okay, Krankenhäuser, da müssen wir uns mit beschäftigen. Wir müssen uns aber insbesondere mit Fäzis, mit Fäkalien beschäftigen. Und ein Rieseneintrag haben sie festgestellt, vor allen Dingen von multiresistenten Keimen, die regional sich verbreiten, sind die Toiletten von Zügen und von Flugzeugen. Also man weiß ziemlich genau, wo das Zeug herkommt. Und das sollte man doch schon mal separat erfassen, separat behandeln und nicht unbedingt in die Wiederverwendung im Wasserkreislauf, im urbanen oder auch im landwirtschaftlichen Kontext geben. Also das weiß man ziemlich gut. Und überall da, wo ich so ein Ausrufezeichen hingemacht habe, gibt es keine Barriere. Und wenn wir ein Mischsystem haben,
ja, dann werden diese Stoffströme erzeugt. Gerade in Nordrhein-Westfalen hat man ja schon lange gesagt, wir müssen auf jeden Fall immer Retentionsbodenfilter machen. Großer Aufschrei bei den Betreibern, weil teuer und kein Platz. Aber wahrscheinlich die einzige Chance, wenn man das System beibehält, da was gegen zu tun, ist aber nicht Stand der Technik. Und eigentlich wundert mich das, weil die Diskussion um Antibiotikaresistenz ist ja gar nicht neu, ist ja uralt. Also spätestens seit Herr Feuerfall damals 1999 diesen Artikel geschrieben hat, hätte man das ja mal vertiefen können. Es gibt mittlerweile eine Flut an Veröffentlichungen zu dem Thema. Dennoch ist das Wissen über Antibiotikaresistenzen in der Wirkung im Gewässer immer noch sehr wenig erforscht. Also wir wissen sehr viel, wie es aus den Krankenhäusern kommt, was es ins Abwasser geht und wie es auf eine Kläranlage reagiert. Aber im Gewässer ist es sehr wenig bekannt. Und wenn wir jetzt also Wasser wiederverwenden wollen, sei es denn aus den Fließgewässern oder aus Teilströmen, ist es ein Problem. Der Unterschied zu anderen Bakterien ist, dass sich diese resistenten Bakterien ja im Gewässer vermehren können. Also wenn wir Spurenstoffe haben und die haben wir entfernt, dann sind die weg. Bei antibiotikaresistenten Bakterien oder auch den Genen ist es leider nicht so. Die vermehren sich da, sterben natürlich auch ab. Gibt es auch Literatur dazu. Sehr wesentliche Quelle ist eben UV, aber es geht nur zum Teil. Ja, ich habe eine Studie aus Holland gefunden, eine der wenigen, die sich mal damit beschäftigt hat, was denn passiert, wenn man Pflanzen jetzt mit Trinkwasser oder mit Oberflächenwasser bewässert. Sie sehen hier die Resistenzgene und man sieht, dass ich eher am Schnittlauch genommen, dass sich diese Resistenzgene im Schnittlauch anreichern. Und da hat man sich gefragt, warum? Wo ist es denn auf dem Schnittlauch? Ist es jetzt in der Pflanze? Nee, man hat eigentlich nicht mehr typisches Ding genommen. Man hat nämlich oberflächlich gewässert. Also was wir vorhin noch mal in dem Bild gesehen haben, also mit Spray versprenkelt sollte man ja nicht tun, weil die Verdunstung viel zu groß ist. Dachte mir auch, dass die holländischen Oberflächengewässer gar nicht so ohne sind. Also Abwasser ist da offensichtlich doch ganz schön drin. Da muss man aufpassen. Also wenn wir Wasser wiederverwenden wollen, was Fäkalien enthält, sei es Oberflächenwasser oder sei es getrenntes Wasser, müssen wir aufpassen. Ja, bei der Trinkwasserversorgung kennen Sie alle dieses Bild, nicht? Wir haben das Paradigma Strategie, den Eintrag zu verhindern. Wenn Sie sich jetzt dasselbe Bild hier auf Basis von dem bekannten Viliguya-Bild angucken, ja, dann sehen Sie, die Strategie haben wir hier gar nicht. Wir haben überall Löcher im System. Ja? Wir haben da die Einträge, wir haben hier die Einträge und auch Kläranlagen, solange sie nicht über eine gezielte Hygienisierung verfügen, haben wir auch Einträge. Also das System ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Trinkwasserversorgung. Der Sicherheitsstandard ist ein völlig anderer. Also Verhinderung des Austrags klappt hier nicht. Das System hat also Leckagen, fehlende Barrieren und wir können es nicht ohne Veränderung benutzen, wenn wir dieses Wasser wiederverwenden wollen. Da müssen wir mehr tun. Ja, und da komme ich nochmal auf meine Stoffströme. Wenn wir uns mal angucken, das meiste Wasser ist Grauwasser, der weiter überwiegende Teil, und da könnte man das Wasser nutzen, weil wenig verschmutzt. Im Urin sind Nährstoffe und die wesentlichen Pathogene und Resistenzen, die sind in den Fäzis. Wäre schon ein erster Ansatz. Ich meine, die Herren, die heute vielleicht in der Pause mal kurz aufs Klo gegangen sind hier, haben schon gesehen, die Uni Luxemburg ist fortschrittlich. Sie hat wasserlose Urinale bei den Herren. Also Urin wird schon mal abgetrennt. Ich bin nur sicher, dass hinter der Wand alles wieder zusammenläuft. Also man könnte schon mal eine große Quelle für Arzneimittel und Spuren. Eigentlich muss man bei der EAWAG, bei den Schweizer Kollegen mal fragen. Gut, was könnte man denn tun? Ja, wenn wir uns das bestehende System angucken, dann sollte man zunächst mal anfangen, ganz konsequent Regenwasser zu bewirtschaften. Aus Gründen der Wasserwiederverwendung, aus Gründen, ja, die muss ich jetzt alle nicht wiederholen. Ja, und immer da, wo es geht, auch Grauwasser abzutrennen. Bei jedem Neubau sollte man eine Leitung vorsehen,
und endlich mal diese DIN ändern und die französische anwenden, wäre sehr viel hilfreicher. Dann könnte man hingehen und konsequent Schwarzwasser abtrennen. Und dafür eignet sich die Vakuumtechnik. Und dann fließt auch Wasser wieder. Dann brauche ich nämlich kein Schwemmwasser und die Leute dürfen so viel Wasser sparen, wie sie möchten. Es funktioniert immer noch und wir hätten sozusagen ein Trennsystem, nicht der klassischen Art. Wir hätten ja immer noch Grauwasser und Regenwasser, was wir gemeinsam bewirtschaften müssten. Okay, das wäre mal ein Systemvorschlag, wie man sowas umsetzen kann, sukzessive. Ich habe Ihnen gezeigt, das Beispiel in Göteborg oder vielmehr in Helsingborg, da geht das. Hamburg in der Jenfelder Au, können Sie sich das auch angucken. Es gibt ein paar Beispiele in den Niederlanden. Es ist keine flächendeckende Lösung bis jetzt in Sicht, aber ich glaube, das war nämlich bis jetzt immer nährstoffgetrieben. Der Wert der Nährstoffe ist im Verhältnis zu den potenziellen Kosten von Antibiotikaresistenzen vernachlässigbar. Vielleicht sollte man über diesem Hintergrund nochmal drüber nachdenken, ob man Fäkalien wirklich mit Wasser vermischen soll. Ja, ich komme zum Schluss. Also ich hoffe, ich habe gezeigt, dass die urbane Wiederverwendung erleichtert wird, wenn man Stoffströme nicht mehr vermischt und geeignete Behandlungsverfahren einsetzt. Wir wissen, dass der Sanierungsbedarf bei Kanalsystemen jetzt besteht. Also wir haben jetzt so ein Window of Opportunity, Systemänderungen vorzunehmen, dass wir das auch tun. Und ich glaube, dass wir gerade von der Diskussion heute eine gute Chance haben, weil kreislauforientierte Systeme Chancen bieten und auch akzeptabel sind, wenn man es der Öffentlichkeit gut vermittelt. Ja, damit mache ich Schluss. Lasse diese Folie für sich selber sprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr London. Ich hatte also an keiner Stelle den Eindruck, dass das irgendwie Rufe aus dem Elfenbeinturm waren, wie wir es auf der ersten Folie angekündigt hatten. Es war alles sehr, sehr konkret, sehr praxisnah und an vielen Stellen auch sehr kurzweilig. Also die akustische Überwachung der Toilettenspülung wird mir auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben, ganz eindrücklich. Gibt es Fragen? Versichern, man kann keine Worte verstehen. Also abhören kann man damit nicht. Hier Reihenfolge, ich komme erstmal hoch zu Ihnen und dann. Guten Tag, Herr Professor Longdon, mein Name ist Schmitz. Ich habe eine kurze Frage auf dem Slide, wo Sie die grüne Fassade hatten, mit der Photovoltaik drauf. Und das Photovoltaik auf Plastikfolien oder was Glas? Ja, also das war auf Plastikfolien und so soll es nicht bleiben. Also das wird hinterher Glas, das ist jetzt die Versuchsanlage, der einfach mal verschiedene Module ausprobiert haben. Nee, das ist auch viel komplizierter. Die hingen da ja so einfach so ein bisschen wabbelig dran rum. Ne? Also die kommen tatsächlich nochmal in ein vernünftiges Gestell und sind auch in der Himmelsrichtung ausrichtbar, sodass wir der Sonne folgen können und immer dann Schatten an der Stelle machen, wo wir den brauchen. Bin ich toll. Danke. Ja, vielen Dank für die wirklich echt interessanten Ideen und auch das Darstellen der Innovationen mit der Technik und den Bäumen, blau-grüne Infrastruktur, das ist ein Riesenthema und die zu stützen ist sicherlich immer richtig und schon vor allen Dingen mit Regenwasser. Ich habe 2 Punkte und zwar das erste ist, ich sage mal, Transitionswege. Also der Bestand ist das eine, der Sanierungsbedarf im Bestand, der Umbau ist kompliziert, der ist langwierig, der schürt auch viele Ängste bei den Betreibern, bei den Anwesenden und so weiter und so fort. Warum nicht einfach anfangen jetzt mit den, ich sag mal, Neuerschließungen in der, ich sag mal, Peripherie, die sich an die Stadt heran sozusagen bauen oder ich sag mal Konversionsflächen, die in der Stadt sind, große Areale, die umgebaut werden. Das könnte man ja auch machen. Aber dann stellt sich ja die Frage, wie mache ich das mit dem Preis und dem Betrieb und wie schaffe ich dafür Akzeptanz? Hast du bestimmt mal drüber nachgedacht und vielleicht mal deine Einschätzung dazu?
Ja, André, ganz klar, ist ganz wichtig, weil der Betreiber, der kriegt ja ein Problem. Aber es gibt zwei Lösungsansätze. Der eine ist der in Hamburg, die sagen, ich mache überhaupt nichts. Wir lassen das System so, wie es ist. Also wir haben einen Trinkwassermaßstab als Gebührenmaßstab und Gott, haben die Leute halt einen kleinen Vorteil. Sie verbrauchen weniger Trinkwasser, weil sie eine Vakuumtoilette haben. Sparen sie ein bisschen Geld. Dafür müssen sie sich an dieses komische da gewöhnen. Ne? Das ist die einzige Argumentation, die wir gehört haben, was ein Problem sein könnte. Macht auch nichts, weil dieses Gebiet in Hamburg, das sind 2.500 Einwohner. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat Hamburg. Mehr als 1 Million sicher, sogar mehr als Luxemburg bestimmt. Also kann man vernachlässigen. Die andere Strategie, die haben wir bei der Frage diskutiert, ob denn die deutschen Verbände demnächst Kleinkläranlagen betreiben müssen. Haben sie sich geweigert, weil sie gesagt haben, das wird ja viel zu teuer. Und so eine Kleinkläranlage zu betreiben, ist teurer als eine große Kläranlage. Ja, aber wir haben ja beim Regenwasser das schon eingeführt, den gesplitteten Gebührenmaßstab. Ist sogar kein Problem. Wir veranlagen Regenwasser und Schmutzwasser getrennt und es gibt 2 Rechnungen. Kann man für Kleinkläranlagen genauso machen, könnte man für solche Systeme auch machen und man kann auch mit Gutschriften arbeiten. Vor allen Dingen, wenn es dann um die Wasserwiederverwendung im lokalen Kontext geht. Da kann man ja eine Gutschrift für machen, die mindestens mal so hoch ist wie der Trinkwasserpreis plus der Diesel plus die Menschen, die da bewässern müssen. Und damit kann man ein anderes Gebührensystem schaffen, ohne dass man irgendwie Kommunalabgabengesetz oder so ändern müsste, weil dann haben wir verloren. Ne? Das kriegen wir nicht hin. Dankeschön. Gibt es noch eine Frage zum Schluss? Nicht der Fall. Dann ja, nochmal herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, Dank an der Stelle nicht nur an Herrn London, sondern an alle Referenten, die vorgetragen haben und auch an alle Mitdiskutanten und an Sie, dass Sie es ausgehalten haben, den ganzen Tag hier mit uns in diesem Fachsymposium zu verbringen. Jetzt steht noch ein Programmpunkt auf der Agenda, das gemeinsame Schlusswort von Herrn Zwanck und von mir. Keine Sorge, die halbe Stunde, die dort im Programm angeschlagen ist, die werden wir jetzt nicht brauchen. Wir hatten in weiser Voraussicht ein bisschen Puffer eingeplant, um es kompensieren zu können, wenn wir doch ein bisschen aus dem Zeitplan laufen. Aber ein paar Minuten Schlussbemerkungen sollen es doch gestattet sein. Wir heben jetzt nicht den Anspruch, jetzt alle Vorträge noch einmal zusammenzufassen, noch mal zu rekapitulieren. Das wäre vielleicht auch ein bisschen dröge, aber wir wollen ein paar Punkte herausgreifen, um so das zu zeigen, was hat sich für uns als der rote Faden dargestellt, den wir aus den Vorträgen heute heraus ja zusammenspinnen können und zusammenweben können. Ich beginne mal mit dem Vormittagsteil, da nochmal einen Rückblick dazu zu geben und dann mit Herrn Zwanck nochmal die Nachmittagssession etwas rekapitulieren. Als Wissenschaftler vor 30 und mehr Jahren über den Klimawandel gesprochen haben und gewarnt haben vor den Folgen, wurden sie teilweise noch ausgelacht, auch seitens der Wasserversorgung, der Wasserverbände. Das ist heutzutage nicht mehr so. Ich glaube, das ist mittlerweile ganz klar. Der Klimawandel ist in der physischen Realität angekommen. Er ist aber auch in der gesellschaftlichen, in der politischen Realität angekommen. Wir sehen die Folgen überall. Es ist klar, dass das Handlungs- und Anpassungsbedarf besteht. Die Situation ist eine Herausforderung, auch wie Herr London gerade gesagt hatte. Das ist eine Herausforderung, ist aber etwas Positives. Die Situation ist nicht hoffnungslos. Für mich eine gute Nachricht war, dass, was heute Morgen präsentiert wurde, dieses Ziel, maximal 1 Grad Erwärmung noch einzuhalten, ist grundsätzlich noch erreichbar. Es ist nicht easy going, es ist kein Selbstläufer, aber wir können das noch schaffen. Und das ist aber auch wichtig, denn höhere Erwärmung von 2, 3 oder gar 4 Grad würden tatsächlich zu deutlich gravierenden Konsequenzen auch für die Wasserwirtschaft führen. Es gibt Möglichkeiten, ja, sich darauf einzustellen, auf dieses 1,5 Grad Szenario. Es ist aber eine langfristige Aufgabe und es gibt keine fertigen Standardlösungen. Alles, was entwickelt werden muss, das muss interdisziplinär entwickelt werden, das muss lokal angepasst entwickelt werden und das muss auch lokal und breit auch kommuniziert werden, um Überzeugungsarbeit zu leisten, dass Dinge auch akzeptiert werden können. Mir hat sehr gut gefallen dieses Bild vom Herrn Maisch im Vortrag von einem ersten FC Klimawandelanpassung, der nötig ist, wirklich alle Akteure zusammenzubringen, das lokal angepasste zu entwickeln und auch entsprechend breit zu kommunizieren.
Wir stehen aber auch da nicht am Anfang. Es wurde schon relativ viel erreicht. Wir haben gesehen, es gibt für die Anpassung, es gibt sehr viele Arbeitsgrundlagen, die schon vorhanden sind. Es gibt viele Werkzeuge. Es gibt das, was hier in Luxemburg präsentiert wurde, in Bezug auf die Starkregenkarten, sehr schöne Beispiele. Es gibt vom OFZ die Dinge wie den Dürremonitor, das WISDE, was entwickelt wird. Werkzeuge, die uns ermöglichen, wirklich klar in die Zukunft zu schauen, wie wird die Situation sich entwickeln, wo liegen die Gefährdungen, wo sind die Risiken, um uns klar auch den Handlungsrahmen aufzuzeigen. An manchen Punkten gibt es auch noch Flaschenhälse, die Dinge tatsächlich zu nutzen, was nicht nur in den Vorträgen, sondern auch so in Pausengesprächen herauskam, ist, wir haben auch wirklich Nachholbedarf beim Punkt der Datenverfügbarkeit, um Dinge wirklich umsetzen zu können. Und da geht es nicht nur um Qualität von Daten und Inkonsistenzen von Daten, sondern auch wirklich ja, von der Bereitschaft der relevanten Akteure, auch Daten zu teilen, Daten verfügbar zu machen. Und ich glaube, da besteht noch Potenzial, dass die Wasserwirtschaft auch da noch stärker in der Lobbyarbeit tätig wird, auch sich ja gemeinsam auftritt und fordert, dass Datenverfügbarkeit verbessert wird. Und ein zweiter Punkt, den ich auf heute Vormittag noch gelernt habe, ist, der entscheidende Diskurs findet oft im Kleinen, im bilateralen, im direkten Gespräch statt. Das wurde für einige Projekte exemplarisch berichtet, hier auch in Luxemburg zum Beispiel. Das waren nicht die großen Informationsveranstaltungen, sondern das waren die kleinen Beratungsgespräche, die letztlich dann den Unterschied gemacht haben, die für die Akzeptanz und Umsetzung von Maßnahmen gesorgt haben. Und ich glaube, das sehen wir auch an solchen Symposien, Konferenzen wie diesen hier. Im Plenum kommen ein paar Fragen, aber mancher ist doch scheu und will sich nicht outen. Und die entscheidende Diskussion findet dann in der Pause im direkten Gespräch statt. Ich denke, das ist der besondere Mehrwert von solchen Veranstaltungen. Das ist auch der Mehrwert dessen, dass wir so etwas jetzt wieder in Präsenz durchführen können. Und ich hoffe, Sie haben das genutzt, auch in diesem Sinne, auch nicht nur von den Vorträgen Anregungen zu bekommen für die Arbeit, sondern auch das Netzwerken, den direkten Austausch, der dann ja auch nach der Konferenz, nach dem Symposium noch fortgesetzt werden kann. Soweit mein erstes Zwischenfazit zu der Veranstaltung mit Fokus auf den ersten Block. Und ja, für den Nachmittagsblock übergebe ich an Lübzwang. Vielen Dank für das Wort. Ja, mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich denke, der Nachmittag hat uns dann sehr konkrete Beispiele gezeigt, wie man dann mit dieser Datenflut auch umgehen kann und einfach die aktuellen Tools von Modellierung und künstlicher Intelligenz so einzusetzen, um diesen Datenhaufen zu ordnen und auch zu nutzen, um konkrete Verbesserungen herstellen zu können. Wir haben dann auch noch den Bogen geschlagen vom Klimawandel bis hin zur Antibiotikaresistenz. Eigentlich wirklich grundlegende Probleme, glaube ich, die auf uns warten und die auch Lösungen brauchen, weil sie allesamt doch unser aktuelles Leben oder unsere aktuellen Gewohnheiten in Frage stellen. Und da bin ich dann im ein bisschen abrundenden Punkt. Ich denke, etwas, was wir durchgehend für mich auf jeden Fall immer wieder aufgekommen ist in allen Vorträgen, sei es jetzt generell über Klimawandel oder sehr spezifisch eine Regelung von einem technischen System, ist der Umgang von der Allgemeinheit oder dem Auftragnehmer mit Unsicherheiten. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich das? Und auf der anderen Seite die Schwierigkeit der Techniker oder der Wissenschaft, diese Unsicherheiten richtig zu kommunizieren. Umgang mit Risiko ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft ein alltäglicher Vorgang, aber es ist sehr schwierig, das zu vermitteln und das neutral zu vermitteln. Die Fakten sind da, Lösungsansätze sind da. Es ist aber auch klar, es gibt nicht das ist auch dabei rausgekommen, es gibt nicht die eine Maßnahme, die, wenn wir die jetzt nehmen, dann sind wir perfekt aufgestellt, sondern es ist ein Zusammenspiel von sehr vielen kleinen Schritten, die uns dann diesen Systemwechsel bringen, den wir sowohl bei der Bekämpfung von Klimawandel als auch bei Antibiotikaresistenzen, glaube ich, benötigen, um wirklich das Problem ganzheitlich anzugehen und nicht nur so eine Übergangslösung zu finden.
Und ich denke, da sind wir alle als Wissenschaftler oder Techniker gefordert, diesen Risikodialog objektiv und nicht emotional nach draußen zu tragen, weil ich glaube, in der Corona-Pandemie haben wir auch oder sehen wir noch täglich, wie dieses Spannungsfeld in den Medien oder auch sonst in der Politik zum Teil laufen kann, was nicht immer zu den sinnvollsten Lösungsansätzen dann führt. Und deshalb hoffe ich, dass wir mit diesem Symposium dazu beitragen konnten, einmal nochmal ein bisschen den Blick aufzuweiten in dieser Problematik und dass wir dann trotzdem die Hoffnung nicht verlieren, weil es ja sehr gute Ansätze gibt, die man nehmen kann, um diese Probleme anzugehen. Und ich denke, da gibt es sehr viel Positives, was wir heute gehört haben. Das ist so viel zu meinem Fazit. Dann bleibt ja eigentlich nur noch Ihnen alle für die Teilnahme zu danken, dass Sie den Weg nach Luxemburg oder nach Esch allzeit gefunden haben, um mal wieder in Präsenz an einem Symposium teilnehmen zu können. Und dann auch trotzdem auch ein Dank an die Gäste, die über WebEx zugeschaltet waren und auch Frau Pufvogel, die die technischen Hürden nicht gescheut hat, uns einen sehr interessanten Vortrag über WebEx zu geben. Ich denke, ist eigentlich sehr gut abgelaufen und dafür möchte ich auch dem ganzen Team von der Wasserverwaltung danken, die sich für das Organisationelle hergegeben haben, vom Covid-Check über Catering, Organisation und so weiter und auch Technik bereitstellen. Deshalb von mir auch da großen Dank und Dank an das IWW und die Alyso für die Koorganisation von diesem Symposium. Vielen Dank.